français et N rappelé. Faites rouge. Mesdames et messieurs, faites au jeu. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. Et N rappelé. Faites rouge. Mesdames et messieurs, faites au jeu. Jede Woche in einem unserer Casinos. Et N rappelé. Faites rouge. Mesdames et messieurs, faites au jeu.
Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. 可以多大？真的，真的，哇，真的好笑啊！Faites rouge. Mesdames et messieurs, faites au jeu. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. 可以多大？真的，真的，哇，真的好笑啊！Faites rouge. Mesdames et messieurs, faites au jeu. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. 可以多大？真的，真的，哇，真的好笑啊！
faites vos jeux. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. 我打，真的，真的，哇，真的好笑啊！Faites rouge. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. 我打，真的，真的，哇，真的好笑啊！Faites rouge. Mesdames et messieurs, faites vos jeux.
Woche in einem unserer Swiss-Casinos. 多大？真的？真的很多，真的好笑啊！ Les jeux sont faits et elle ne va plus. Faites rouge. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Jede Yes, Woche yes, in da einem sind wir. unserer Swiss-Casinos. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. 1, 2, on m'entend bien. 1, 2, 3, test. Parfait. Les jeux sont faits et elle ne va plus. Faites rouge. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. 多大？真的？真的很多，真的好笑啊！ Okay, da sind wir. Herzlich willkommen im Livestream von Swiss Casinos. Wir sind hier für die Swiss Poker Championship 2022. Mein Name ist Marquito
Müller und neben mir die bezaubernde Sonja Mazza. Bonjour à tous, bienvenue en direct du casino de Zurich pour suivre la grande finale du championnat suisse de poker organisé par Swiss Casino. J'ai le plaisir d'être aux côtés de Marquito Müller, appelé The Mouse. Vous verrez pourquoi il connaît tout, c'est un expert de poker. Aujourd'hui, on a 8 finalistes, Marquito, qui vont s'affronter pour une cagnotte de 100 000 francs aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Im Totalen werden heute eigentlich 100'000 Franken verteilt in diesem Turnier. All die Leute, die wir jetzt bereits auch im Bild sehen, die 8 jungen Herren, haben sich online qualifiziert über Swiss Casinos und haben es an den Finaltisch geschafft. Jetzt sind 8 Leute und das Geld wird verteilt. Der erste Rang, First Position, bekommt 22'000 Franken, das ist schon sehr viel, plus zusätzlich noch ein VSOP-Package im Wert von 15'000 Franken. Die einen oder anderen unter uns kennen die VSOP, das ist die World Series of Poker. Dort spielt man den Main Event, das ist sozusagen die Weltmeisterschaft. Das Turnier kostet $10.000 Eintritt, sprich der Gewinner kommt das auch noch über und darf dann früher oder später auf Las Vegas spielen und das Turnier von seinem Leben absolvieren. Alors une cagnotte de 100 000 francs. Le grand gagnant aujourd'hui va remporter 22 000 francs ainsi qu'un World Series of Poker Package, donc le package WSOP qui comprend donc le main event buy-in $10 000, un vol aller-retour et hébergement à Las Vegas d'une valeur totale de 15 000 francs. Donc voilà, beaucoup d'enjeux aujourd'hui pour ces 8 finalistes. Le deuxième remportera 17 000 francs, le troisième 14 000, le quatrième 11 000, le cinquième 8 000, le sixième 6 000, le septième 4 000 et le dernier malgré tout repart quand même avec 3 000 francs. Donc ça vaut vraiment la peine de jouer aujourd'hui. Ils ont vraiment dû remporter cette place aujourd'hui pour s'affronter finale ici au casino de Zurich. On va parler un petit peu, we talk about de finalistes. Il y a des experts, on va pas dire des experts, mais des plus forts peut-être sur le papier en tout cas que d'autres. Il y en a un qui est très très jeune, qui a 22 ans et Michael a 22 ans par exemple, il a pas d'expérience. Il y en a d'autres qui ont 10 ans d'expérience. Est-ce que ça, Marquito, ça peut avoir un impact sur le jeu? Ganz genau, das ist, was Sonja gerade, what you just said, is we have different players. You already see them sitting on the table. Some are nervous, some are relaxed. We have all these 8 men playing for this money. They're all between 22 and 35 years old. And they all went a long way with qualifying online on the Swiss Casino, swisscasinos.ch. They made it here to the final table. Some are more experienced, some are less. But they all are already winners because they did win some money during the qualification, and now they're playing for this very huge money in total worth 100,000 Swiss francs. Alors moi je vous propose qu'on regarde un petit peu ces finalistes de plus près. On va faire un petit focus et on va commencer par Laurin. Laurin, il a déjà participé à une finale de poker à Lucerne. Il a déjà joué en dehors de la Suisse. Est-ce que le fait de jouer en dehors de la Suisse, ça donne plus d'expérience? Ja, das heisst natürlich schon, wie sie jetzt gesagt hat, Laurin hat auch schon gespielt, verschiedene Turniere, spielt schon mindestens 6 Jahre, kennt sich aus, hat schon in Luzern gespielt, kommt auch aus Luzern und so weiter und so fort. Das heisst, wir denken, er ist ein experienced Player. Er weiß, was er macht und er begreift sicher auch, dass das für ihn eine grosse Chance ist heute. Und wir wünschen ihm natürlich sehr viel Glück. Da sehen wir alle Spieler, wie es noch Fotos gibt und wie es jetzt der Ball drum geht. The next player, for example, is Sandro. He's also very experienced. Sandro is 32 years old. He already played once or sometimes before on a live stream with a table like we have. And he played in many different countries like Spain, Italy, England, Austria. He likes to play online a lot and he's very experienced. He says he plays more than 10 years, mostly online, but this time he definitely plays live with us here.
Oui, alors donc Sandro a déjà, il est expérimenté, on peut dire. Sandro, il a déjà pas mal d'expérience. Il a joué en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Autriche, donc il a déjà quand même beaucoup voyagé avec le poker. Il joue depuis plus de 10 ans, ce qui est déjà pas Genau. mal, hein, 10 years. 85% de son jeu, il le fait online, et puis sinon le reste en live. C'est quoi la différence entre jouer online, jouer en live? What is difference? Yeah, there's a big difference, you know, when you play live, you see the players, you see their emotions, you see how they react, you can try to get tells. It's way more physical and, you know, it's way more things going on. C'est You plus see physique, when people ouais. are nervous. And I just, und das muss ich schnell auf Deutsch sagen, der Sandro grüßt noch alle, die hoffentlich jetzt schon eingeschaltet sind, und zwar Zuschauer vom KSOS, und er hofft, dass ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Viele, viele Grüße vom Sandro gehen ab Frösch an den Foggy Baskets aus dem Aargau und natürlich ihm seine Familie. Ich bin davon überzeugt, ihr hört alle zu. Ihr dürft daheim in Bildschirm hineinschreien vor Freude, wenn er es gut oder schlecht macht. Er kann eure Hilfe brauchen. Danke, sind ihr mit dabei. Alors, ce que dit Marquito, c'est que donc Sandro voulait qu'on passe des salutations aujourd'hui. Donc, il salue bien KSOS. C'est quoi KSOS? C'est son coach? Yes, he's a teacher. Teacher, voilà, son coach. Et puis, dit Froschen, Foggy Basket, sa famille, enfin bref. Il fait des bisous à tout le monde, Sandro. Et voilà, il a besoin de... Parce qu'on nous suit actuellement en stream, hein, pokerchampionship.ch. Vous pouvez nous voir, nous entendre. Et donc, encourager. Vous pouvez envoyer des messages également pour les 8 finalistes. Ganz genau. Wer mit uns kommunizieren will, geht auf Instagram, und bei Instagram von Swiss Casinos kann er uns eine Nachricht schreiben. Schreibt uns doch Nachrichten, wenn ihr wollt. Und dann versuchen wir, die im Stream zu beantworten. Das können alles für Fragen sein. Was sind das für Spieler? Wie haben die sich qualifiziert? Was ist eigentlich Poker? Wie viel sind Blinds? Warum steigen die? Und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel etwas, alle Spieler fangen heute an mit 15'000 Chips. Also jeder Spieler hat 15'000 Chips. Blinds sind 25 Minuten lang, sprich alle 25 Minuten werden die Blinds steigen. Und wir fangen dort mit 25,50 an. Das bedeutet, wir sind am Anfang sehr deep. Alors, on a 15 000 jetons au début de cette finale, et on va augmenter la blind toutes les 25 minutes. Hein, c'est ça, Marquito. Hein. Et ça, il faut bien gérer au début. Hein. Ces jetons, on parlait hier un petit peu en off comme ça, et donc apparemment, on ne calcule pas tellement en jetons, mais plutôt en big blind, le nombre de big blind qu'on a devant nous, c'est ça? Pardon? Ihr seht, wie wir hier sehen, versuchen wir in diesen verschiedensten Sprachen uns durchzukommunizieren. It's important the chips or the big blind you have. Yes, this one. exactly. Because you see, when we start with the blind, small blind 25 and the big blind 50 chips, and you begin with 15,000 chips, it is a lot. The longer the tournament lasts, the less chips you're going to have, or the less value your chips going to have. But we're going to discuss this and explain this during the stream. I really hope that you people enjoy it with us. So Sonia Mazza is going to do everything in Italian and in French. Me, Marquito, gonna try to do it in English and in German, and then maybe some other languages will drop in. Para toda la gente de Latina de España, si tienen algunas preguntas, nos pueden escribir en el Instagram de Swiss Casinos y intentamos de ayudar si tienen preguntas. Bueno. Sì. Allora, se volete anche seguirci sull'Instagram di Swiss Casino, potete anche fare le vostre domande e ci seguite online su pokerchampionship.ch, pokerchampionship.ch. Vous pouvez nous suivre également sur l'Instagram de Swiss Casino. Posez vos questions, n'hésitez pas, on est là. Ça va commencer là tout soudain. Les 8 finalistes sont prêts. Ganz genau. Jetzt sehen wir, es geht los, meine Damen und Herren. Swiss Poker Championship 2022. Live aus dem Casino in Zürich. Produktion von Swiss Casinos zusammen mit MM Poker, mit unserem Techniker Aviso, mit unserem grossartigen Filmer Project Axel Foley. Auch mit am Start unser Editor, die lebende Legende, der Guido, der Maschine, Schmidt. Alle sind dabei und wir sehen, die erste Hand ist schon
am Start. Michael a quand même une sacrée main pour un premier tour. Hein. Déjà, As-Roi pour commencer, c'est déjà pas mal. Hein. Ça commence déjà très fort pour lui. Ça peut mettre en confiance ce genre de main dès le départ. Hein. And absolutely, because you now, for example, see that Ramon did bet 125 under the gun. UG, das sehen wir unten, UG means under the gun, er war der Erste. Donc Under the Gun, c'est la première personne qui parle de ce genre de configuration. Et puis après, c'est à la petite blind à parler. Donc Under the Gun, c'est Ramon. Jetzt haben wir gesehen, die Hand spielen wir bereits. Das dritte, der Michael im Small Blind hat seine Superhand als König geraced. 500. Und jetzt sind sie now their heads up. Ramon est plutôt mal positionné en ce moment. Il a déjà joué à une table finale, hein, donc il connaît un petit peu la tension de ce genre de finale. Ganz genau. Jetzt sehen wir, total, jetzt hat der Michael 1000 gebettet. Bereits sind 4400 im Pot. Auf dem River kommt ein 10. Das ist ja der grosse Vorteil. Wir, genauso wie ihr jetzt daheim sehen, dass der Michael die beste Hand hat. Donc Michael a la meilleure main en ce moment et c'est le plus jeune de ces finalistes, le moins expérimenté, et donc je pense que c'est très bien pour lui de commencer comme ça. It's good for him because it's young, no experience, so it's good for him for the confiance. Hein? Es ist eine sehr spannende Hand, es ist sehr viel Action früh. Und jetzt ist es wichtig, was wird der Ramon machen. Ramon is a very experienced player. He knows probably he should not call, but he still does. He wants to see. He calls. Ramon, il sait qu'il aurait peut-être pas dû y aller. Showdown. Michael zeigt als König. Der Ramon hat die Hand verloren, muss sie nicht zeigen. Und jetzt sehen wir schon, nach einer ersten Hand haben wir jetzt einen ganz klaren Chip-Leader. Alors, Michael, le chip leader, donc la personne qui a le plus de jetons actuellement, bon, c'est la première main, on y va tranquillement, mais je trouve que pour un jeune comme ça, qui n'a pas d'expérience, commencer comme ça, c'est très très bien pour son estime et pour sa confiance autour de cette table, avec des gens très expérimentés autour de lui. Es war schon recht viel Action in der ersten Hand. Das war jetzt nicht zu erwarten. Manchmal, wenn die Leute so an den Finaltisch kommen, wird am Anfang langsam gespielt. Man versucht, ein bisschen die Spieler kennenzulernen. Aber im Poker ist es auch so, sometimes you just can't avoid playing the hand because you have a good hand and you don't believe that your opponent has the better one, so you play the hand. That happened here, so we have a chip leader. And Ramon did lose already like around 4,500 chips, but he started with 15,000. He's still good. Everything is safe. Et on n'est pas obligé de jouer toutes les mains au début, même si on a des bonnes cartes, il faut y aller tranquille, il faut pas... Parce que là c'est le début, il s'observe hein, des looks. Hein. L'ambiance est très détendue, moi je trouve. Yeah. Comment ça se fait que l'ambiance est si détendue? Pas tous, mais quand même il y a une espèce d'ambiance un peu détendue. C'est faux, hein? Tout ça, it's fake, hein? Yeah, I mean, it's everybody is. I mean, some are nervous, some are not nervous, because we also see that. I mean, we're in the second hand, and there is a lot of good hands. Because now, for example, we see Laurin with Ace 10 suited. That means the same hand. He has diamonds. He's at least going to call. He did. This also allows Ramon to be in this hand with a bad starting hand, but now we see 5 people. Hope for an interesting flop. Qui positionne Laurin en tête. Ramon n'a pas tellement de chance, mais il y va quand même. But they all decided to check, and this is a great card. C'est une très très bonne carte. Because now you see 2 players. You see Eric and Julian. Julian has a king and he has a flush draw. Er hat 2 Herzen in der Hand und den König getroffen. Mit einem weiteren Herz hat er einen Flush. Beim Eric ebenfalls. Und darum muss er jetzt gut überlegen. Der Eric ist unser Spieler aus Montreux. Wir kommen noch dazu. Jetzt kann man zum Beispiel schauen, jetzt schaut er rum. Eric, il vient de Montreux, donc c'est le seul roman de cette table. Hein. C'est le seul qui parle français autour de cette table. C'est Eric. Er hat sich jetzt auch entschieden zu zahlen, weil der Eric hat ebenfalls
hat einen Flush Draw und mit einem 10 with a 10 he could hit his straight. Wir sind noch 3 Spieler und Le Valet. Oh. Ich erwarte, dass jetzt wahrscheinlich durchgecheckt wird. Ja, they all check because they don't know. So Laurin shows the ace. The other guys don't have to show. So only we. Laurine a fait voir ses cartes, mais les autres n'ont pas besoin de montrer parce que tout le monde a checké. Hein. Ja, das ist, wenn auf dem River gecheckt wird und es ist Showdown, when the people have to show the cards. That goes one by one. So when you're like closer to the dealer button, you're the first who have to show. Ouais. Celui qui est proche du dealer est la Genau. personne qui doit montrer ses cartes en premier. Ouais. And in this case, position number 2 had to show his hand. And he shows the ace, and both other players know they cannot beat it, so they mock the hands. So it's actually only us and you, people who watched the stream, who saw the hands. And so that was a very funny, tricky hand. Et vous nous suivez sur pokerchampionship.ch, sur Instagram également. N'hésitez pas à poser vos questions. Marquito Müller est un expert en poker. Il peut vraiment répondre à vos questions. Des analyses également de ses mains. On est à la 3e main. Les blinds, petite blind est à 25,50 pour la big blind. Autour de la table, 8 finalistes qui vont se partager une cagnotte de 100 000 francs. Donc vraiment beaucoup de tension ici au casino de Zurich. Ganz genau. Das tue ich vielleicht noch schnell erklären. Für die sich gewundert haben, warum können wir die Karten sehen. Die Karten sehen natürlich nur Sie als Zuschauer in diesem Stream. Das ist eine spezielle Technik, das nennt sich RFID. Das ist der Tisch hat eine Technik eingebaut und das kann die Karten lesen. Die Spieler haben die Informationen nicht, wir haben die Informationen und dann haben wir noch die Zusatzinformationen, dass wir jetzt zum Beispiel sehen, der Ramon hat 400 bettet, zurzeit hat er 65% Une paire de 4, Siegeswahrscheinlichkeit. une paire de 4 pour Ramon, donc il positionne à 65%, 78% maintenant de remporter cette main. Et Manuel qui a rien au final. Ja, Manuel hat, richtig wie Sonja sagt, hat eigentlich zurzeit noch nichts, aber er hat einen Flush Draw. Der Ramon hat den Flop bettet mit dem 4, hat ja Pre-Flop 3 bettet. Das ist ein sehr aggressiver Play, aber stark. Deux paires pour Ramon. Jetzt wird höchstwahrscheinlich abgecheckt und yes, both check. Und der Ramon gewinnt mit dem 4. Das heisst, ihm sein aggressiver Play hat sich ausgezahlt. Jetzt sehen wir Michael ganz oben mit knapp 20.000 Chips. Ramon ganz unten mit 11.400. Blinds are still 25,50. Wir sind wirklich alle sehr glücklich, dass Sie hier dabei sind am Swiss Poker Championship live aus dem Casino Zürich. Das ist eine Produktion von Swiss Casinos, Poker, Aviso, Project, Axel, Foley. Das sind all die Leute. Kommentatoren, das bin ich, Marquito, der Mauf Müller und neben mir Sonja, The Voice Mazza. Yeah. The Mouse and the Voice. 4e main de ce championnat suisse, de cette finale, cette table finale ici au casino de Zurich avec ces 8 finalistes qu'on va continuer à vous présenter. On a présenté Laurine, on a présenté Sandro, maintenant on va vous présenter Ramon. Alors la variante préférée de Ramon, c'est le pot limit Omaha. Omaha, yes. Omaha. Donc ça, c'est les montants des mises qui sont limités à la taille du pot, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ça va le perturber un petit peu à Ramon? Today we play no limit hold'em. Yeah. No limit means you can raise as much as you want, and hold'em is the play we see now is with 2 whole cards. You have 2 cards in your hand. Pot limit Omaha is the Omaha game. With Omaha you have 4 cards in your hand. Yeah. It's a very special style of playing. It's a lot of fun. It's a lot of drawing. But today we play no limit hold'em. Yeah. And again we see we have a flop
with an ace and 2 players with an ace in their hand. Donc on a Yann. Quel âge il a, Yann? 25 ans, Yann. Tout jeune. Jetzt wird es spannend, meine Damen und Herren. Der Sandro ist eigentlich am Bluffen, hat jetzt gecheckt. Der Jan hat neben dem, dass er ein Ass hat, auch einen Flush Draw und hat am meisten Wahrscheinlichkeit. Il se cache le visage, Sandro, avec son pull. Pourquoi? That's it, that the players don't see, like for example, he's nervous when you see his veins or you see his throat. You don't want to give away information. Il veut pas donner d'informations, s'il se mord les lèvres, il avale par exemple sa salive. Donc il est en train de se cacher un petit peu le visage, ce qui montre déjà qu'il est nerveux au final. Parce que, Genau, will keine Informationen freigeben. Der Jan, der das Ass getroffen hat, der Flash aber nicht gekommen ist, hat jetzt rausgebettet, 500. Unfortunately, he gets called. Sandro has no business, has to fold. Sandro va se coucher, il n'a rien. And ace 10 does not win, because now it's the situation we have 2 aces Deux and as. 2 twos, and the 5th card which is playing is the king. That's why this hand has no winner. They split the pot. Ouais, il n'y a pas de gagnant pour cette main, donc on va splitter le pot, donc diviser la mise parce qu'il y avait And that's personne. because in poker you have 2 whole cards. It's the 2 cards you have in the hand, and you have a board with the maximum 5 cards. And at the end you have to create a hand with 5 cards. Voilà, à la fin, il faut donc il y a les cartes sur la table, les cartes que nous avons, et à la fin, il faut créer une. Vous avez utilisé un mot, Marquito, C'est quoi? que j'ai perdu. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on explique Ganz genau. tout au long Richtig. de ce jeu, on explique. Et c'est un plaisir d'être avec vous, experts en poker. On apprend énormément de choses avec vous aujourd'hui, Marquito. Merci Super. beaucoup. Auch für mich natürlich eine grosse Freude. Wir haben uns wie kleine Kinder gefreut, dass wir wieder zu moderieren, zusammen die ganze Reise mitmachen mit Swiss Casinos und dann am Schluss tatsächlich da gewesen und mit euch Zuschauern zusammen dürfen den Stream anzuschauen, zu moderieren, die spannenden Spieler zu sehen und schauen, wer macht wenn was. Alors, une paire de 8 pour Julian. C'est une bonne, c'est une bonne main, ça, une paire de 8. He did get 3-bet. Il y en a plein qui se sont couchés là. Là, il ne Genau. reste plus grand monde. Il reste Laurine. Laurin hat 3-betted. And now it's on Julian. You see him. You see him sitting position number 8. He's thinking about, because he did get 3-bet, he most probably going to call. See? Ouais. Il va Jetzt voir. sehen wir, total sind jetzt schon 825 Chips im Pot. Und jetzt 825 Ouais. dans le pot. Ah, on voit ce regard là, très intense. Lui, il y croit. Lui, il le veut. Hein. Ce Las Vegas, il veut y aller. Hein. C'est toute sa vie le poker. Il a payé ses études, ce joueur qu'on vient de voir, il a payé ses études grâce au poker. C'est quand Ok. même incroyable. aha, aha. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de sa vie. Da hat man jetzt gesehen, das ist jetzt eigentlich the power of position und the power of 3-betting. Er hat, der Julian hat seine Sperli 8 bettet gehabt, ist er 3-bettet worden, hat er nachher gezahlt, dann ist ein Flop gekommen, König 9, etwas. Dann hat der Julian gecheckt und der Aggressor vor dem Flop hat weitergemacht und hat so den Pot heimgebracht. Ouais, donc je disais, Julian, qui est en position Huit. numéro 8, a commencé à 13 ans à jouer au poker. Okay. Et justement, il a payé ses études secondaires et universitaires avec le poker en ligne sur Poker Stars à l'époque. Ah, super, ja, das ist grossartig. Ja, ich meine, er hat sehr früh angefangen pokern, wenn er sagt mit 13 und er ist jetzt 24. Dann ist das doch auch schon 10 Jahre. Kann man gratulieren. Und dann haben wir Platz 4 voll, Platz 5 Call.
Oder? Alors, Wir sehen jetzt auch, der Ramon ist Ramon. höchstwahrscheinlich ein Spieler, der viel wird racen und 3 Betten. Er möchte gerne das Geschehen ein bisschen übernehmen. comment ça se fait qu'il mise autant Ramon sur une main comme ça, qui est pas incroyable? You mean the cards he has? Mhm. You know, the thing is, he actually wants to take over the lead of the table. He wants to set like a tone. So he decided probably after losing the first hand, he's going to bet a lot. Mhm. And unfortunately, his opponent Jan has a pair of sixes. Ouais. So it Jan means a he une- has only one overcard in the board with the queen. Yann a une paire de 6, So he called. Now it's donc the Ramon turn. essaie de s'imposer là hein, sur cette table avec cette mise là, mais est-ce que c'était le bon moment? That's hard to say. Hmm. Now they're probably both checking. Yes, a 5 would be phenomenal. This, for example, is a very good card for Ramon because he raised before the flop. So now he's telling the story. I raised pre-flop with an ace, for example, ace 10. Il a misé ace avant jack. le flop, donc en pré-flop, il a misé 200. Genau. Là, c'est la river. Und der Jan hat jetzt mit dem Pärli 6 2 Overcards mit Ass und Dame. So he gave up the hand because he believed the story of Ramon. So Ramon is coming back. Ah ouais. Il lui a mis un coup de pression. Aha, aha. Das muss ich mir notieren. Ramon, Ouais. agressiv. Agressif. Ouais, on peut le dire. Ramon a joué très agressif sur ce coup-là. Et c'est là où on sent l'expérience. On sent les 15 ans d'expérience. Hein. Ganz genau, das ist korrekt. Er hat schon viel Live- und Online-Turnier gespielt. Ist schon in Las Vegas gewesen. Würde sich extrem freuen, wenn er den Titel, die Trophäe und natürlich das Package für den WSOP Main Event wird gewinnen. Er selber schätzt sich auch als relativ guter Spieler ein. Das ist immer schwer zu sagen. Ich will ja nicht bluffen und nicht allen sagen, ich bin mega gut. Ich denke, soweit ich das bis jetzt gesehen habe, ist ein guter Spieler, aggressiver Spieler. Er wird uns heute sicher noch sehr viel Spass bereiten. Ramon ist auf Position 3 und ist jetzt am Dragon plus 2 und hat bereits wieder geraced. He raced again. Ouais, j'ai vu, il a misé de nouveau Ramon. Quasiment tout le monde s'est couché. Et il est en train de bien s'imposer là autour de cette table avec ce jeu agressif. Et ça, c'est bien sûr les années d'expérience. Mais on a toujours Michael qui est en chip leader. Hein. C'est toujours Ganz Michael. genau. Ouais. Nach der ersten Hand, die er gewonnen hat. Und dann sehen wir, ein paar spielen wahrscheinlich eher ein bisschen vorsichtig, die anderen ein bisschen mehr. Wir haben ja schliesslich auch erst gerade angefangen. Wir sind vielleicht 25 Minuten im Stream. Super. Vor der nächsten Hand möchte ich Danke sagen für alle die mitgearbeitet haben. Spezielle Shoutouts Swiss Casinos, Poker, Project, Axel Foley, auch Viso, dann all die Helfer, die schon hier dabei sind, das alles möglich gemacht haben. Alle unsere Pokerfreunde, grossen Gruß geht Goldstone aus Luzern, eine Liebe. Sehr viel Freude für alle meine Pokerfreunde oder unsere Pokerfreunde, die wir in dieser Welt kennen. Zum Beispiel Mammut, Maschine, Manuel Kühne, sehr guter Spieler. Es ist immer wieder eine Freude, mit euch zu sehen, mit euch zusammen zu arbeiten. Immer wieder mal schön zu sehen, wenn ihr auch ein Turnier spielt, gewinnt. Ich wünsche mir, dass ihr bald auch mal dürft. Also an einem Feature-Table, an einem TV-Table mitnehmen. Das wäre mir eine Ehre, das zu kommentieren. Bett 125. Der Bett wird höchstwahrscheinlich auch funktionieren. Vom Jan. Ein Ass gehabt, ein Ass gekommen, ein Ass angespielt. Perfekt. Der Laurin bereits auch ein bisschen aufgeholt. Dann noch auf. Die Blinds sind weiterhin 25,50. Alle 25 Minuten steigen die Blinds. Das wird jetzt bald einmal der Fall sein.
Alle die Lust haben, die Fragen haben, möchten mit uns kommunizieren, können das über Instagram machen, und zwar auf Swiss Casinos. Geht dort her, schreibt uns. Wir versuchen das nachher im Chat zu beantworten. Entweder ich oder Sonja. Platz 7, Re-Race, 400. Platz 8. Sehr schön, der Manuel jetzt auf Position 7 ist jetzt einmal erwacht. Er hat jetzt langsam genug, dass der Ramon die ganze Zeit immer raced. Sehr früh hat sich jetzt entschieden zu re-racen, ein sogenannter 3-Bet auf 400. Sehr gut ist, dass er jetzt nachher die Position hat, aber der Ramon lässt sich natürlich nicht rausdrücken. Sind wir gespannt auf den Flop. Platz 3, Jack. Ah, très jolie main. Das ist genau aus dem Grund haben wir gerne Poker. Ihr seht jetzt, der Manuel hat Top Pair und einen Open-Ender mit der Dame, das heisst der König oder das Achtige in der Straße. Platz 3, Jack. Platz 7. Die ist noch nicht gekommen. Jetzt hat er halt noch 28% Wahrscheinlichkeit und River Check. You see now Ramon is gonna lead because he has a full house. Full house pour Ramon. Yeah, and Manuel is probably going to call because he has 3 checks. Ouais, 3 jacks pour Manuel. Ist eigentlich schon ein rechtes Setup für so früh. Das bedeutet Full House gegen Trips. So Manuel is now in the thinking process. Ouais. Should I fold? Do I only Ouais. call? Manuel pense à ce Or qu'il doit do se I think coucher. about racing? Il y va. He calls and you see his head shaking like, damn it, I had trips, but you have the full house. So you see Ramon is laddering up, is already in the middle field. Parce que c'est vrai que nous, on voit les cartes, mais eux ne savent pas. Hein. Donc, c'est des moments où ils doivent décider. Ils décident en fonction de quoi? Ils se basent en fonction de quoi? It works on what happened before the flop. Qu'est-ce qui s'est How passé did he- avant le flop, donc avant que le croupier place les cartes sur la table? Ça, c'est un moment très important, le Yes, pré-flop. I mean every moment during a hand is very important because you have to remember who did raise for the flop, why and how much. Qui a What misé? did he do on the flop and Voilà. afterwards. Qui a misé avant le flop? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ça, c'est vraiment des choses importantes. Et on peut bluffer jusqu'à ce moment-là, mais après, on peut plus tellement. Hein. On peut bluffer jusqu'à la turn environ. Après, on peut plus. This was the question he had to ask himself because Ramon raised before the flop and then get 3-bet and then comes flop and turn. You always checked and then called and then comes the river and then he leaded out. So he changed his style of game. So he had to find out why is he now changing his strategy. Why is he now at the end, at the very last card, now betting, leading out so much? Is he bluffing? Or does he has a straight or does he has a full house? Il a changé de stratégie tout au long de son jeu, donc on se pose des questions si c'est du bluff, si c'est sa façon de jouer. En tout cas, Ramon, il interpelle. Hein? Ramon is the personnage here. Hein? Yes, today. yes. I mean, he lost the first hand, but now he's back on track. He's now back with around 15,000 chips. Le roman Eric déjà s'est couché. Le seul roman autour de cette table hein, qui nous vient de Montreux. Ramon qui nous vient de Senwald. Jetzt sehen wir die Hand, werden wir wohl das zweite spielen. On a un Lucernois également, c'est Laurine. À Lucerne, on joue beaucoup au poker. Hein. Ja. In Luzern gibt es natürlich zum Beispiel das Casino in Luzern, wo man auch regelmäßig kann spielen kann. Wir sind jetzt hier natürlich im Casino in Zürich, das zu Swiss Casinos gehört. Und haben die grossartige Möglichkeit, hier den Tisch live zu streamen aus dem Casino für euch daheim.
Là, on avait Yann et Michael, c'est un peu les plus jeunes hein, de cette table, 22 ans et 25 ans pour Yann. Yann qui joue au poker depuis 5-6 ans environ. C'est pas mal, 5-6 ans. Hein. Et il a déjà été à Las Vegas en 2019. Il aimerait bien que la scène du cash game en direct se développe un peu plus, notamment à Zurich, à Lucerne. Il pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ces zones-là, mais de toute façon, la majorité de ces joueurs aimeraient beaucoup que ça se développe un petit peu plus. Hein, forcément, en Suisse, c'est des grands fans de tournois en direct, des fans online. Marquito nous expliquait tout à l'heure, hein, forcément, la différence de jouer online derrière son ordinateur et là, devant des gens aujourd'hui au Casino de Zurich. C'est assez impressionnant pour ces finalistes. La plupart a déjà joué, mais certains n'ont jamais été à une table finale. Donc, c'est quand même un exercice assez périlleux. Donc, Marquito. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, Sonja. It's a hand Oui, on a un evolving. double as. Ouais, as, 2 as pour Julian. On en parlait à l'instant. Super, also zuerst hat der Jan Grace zu 52. Erik mit einer sehr guten Hand nur called. He only called the Ace King. So he's playing a bit defensive, but now of course Julian has the aces. Best starting hand possible. Et c'est intéressant de voir comment il va gérer cette belle main. Parce que c'est pas le fait d'avoir des bonnes cartes, c'est comment on les gère. Et on peut déjà l'observer un petit peu là, dans ses mimiques. Vous qui êtes expert, Marquito, comment il est en train de réagir là? Ja, jetzt machen beide genau das, was sie müssen. Sie wollen den Pot nicht zu gross machen. Das heisst, Jan mit seinen Checks called und der Erik mit Ass-König called auch. Das ist für den Julian ein sehr guter Flop. Ah oui, pour Julian, c'est une très belle main. He's going to take his time. And then il prend son temps. Probably going to bet. Il sait qu'il peut gagner là. Comment est-ce qu'il va gérer? You know, Sonja, how we call the aces? Like pocket rockets or American Airlines. American Airlines, I like that. Yeah. We have American Airlines and Anna Kournikova. And Anna Kournikova. Yeah, maybe after the hand you can explain nice us what you mean with Anna Kournikova. Anna Kournikova is A and King. Yes, and Anna Kournikova was a very famous tennis player, but she never won a tournament on the highest level. That's we always say. Elle a jamais gagné un tournoi. That's what you said. Very nice starting hand, but you don't win. Ah oui, c'est une très belle main, mais c'est pas forcément pour ça que vous allez gagner. Alors, est-ce que Julian va réussir à aller au bout de cette magnifique main qu'il a et chance qu'il a? Spannende Decision, auch spannende Entscheidung von Julian. The turns checken. Qu'est-ce qu'il va faire? Das öffnet jetzt im Jan die Möglichkeit zu glauben. It opens the door for him to think he has the best hand and he's now most probably going to bet. So, and now. Yeah, he played it defensive. Let's see if they're going to talk together, if he says something. See how he's chewing. He's very nervous. Oui, il est très nerveux. He is happy he won. So he could ask himself now, did I get the most value out of the hand? Did I play it a bit too defensive? Est-ce qu'il a bien joué cette main-là, franchement, Marquito? Est-ce qu'il a he played good with the two hands? Yes, he did, but he could also have had raised or bet the turn, because if he thinks his opponent Jan has a good thing to call again, and then he can bet again on the river, he would make probably 3,000-4,000 more chips. Il aurait pu gagner beaucoup plus en étant plus
offensif. if he would have played it a bit more aggressive, he Plus could have made agressif, more money. ouais. But he doesn't want to Oui. get re-raced. S'il avait joué un peu plus agressif, il aurait certainement remporté beaucoup plus de jetons sur cette partie. Mais voilà, on sent beaucoup de nervosité. Hein. On le voit comme image son chewing-gum. On sent, hein, et on sent avec la main posée sur la table qu'il essaye de se contrôler. Hein, mais les expérimentés, ils ne seront pas à voir. Man sieht, jeder Spieler hat eine eigene Art, wie er da sitzt. You see how they sit, where they have the hands. They try to do everything constantly or always in the same rhythm. Ouais. Il faut être constant, avoir à peu près le même rythme, les mêmes attitudes, parce que les joueurs de poker observent ça, observent votre gestuelle, votre visage. Alors là, qu'est-ce qui se passe, Marquito? Sorry, ich musste hier reinschnaufen. Es ist wieder mal der Ramon, der mitgezahlt hat. He now Très flopped. jolie main, ouais, pour We Ramon. call it the guts. Best possible. Brelan de 6. And he's now so good, he's only going to call in position. Le bruit que vous entendez là, c'est le bruit des jetons, que les joueurs bougent. Et c'est la nervosité que vous entendez là, hein, le stress. Yeah. Look, you see Ramon smiling? Oui. He did not show the hand, but he actually wanted to show his hand because he was so good. Oui. Il a le sourire facile, hein, la Ramon sur ce coup-là. Il sait qu'il a fait un très bon jeu. Und was Sonja gesagt hat, das, was man gehört, Raschler, das sind Spieler, die mit den Chips spielen. Ich nenne das ist wie Poker-Yoga. Das ist etwas zum Beruhigen. Das ist immer der gleiche Sound. Das ist repetitiv. Aha. Jeder von uns Zuschauer, der schon mal gespielt hat oder etwas mitgemacht hat, weiss, wie sich das anfühlt. Mit dem kann man seine Nervosität ein bisschen runtertun. Donc vous êtes en train de suivre la finale suisse de poker, championnat suisse de poker organisé par Suisse Casino. On vous rappelle 8 finalistes qui s'affrontent pour une cagnotte de 100 000 francs. 22 000 francs pour le premier, un World Series of Poker Package. Marquito et Sonia Mazza pour vous accompagner. Marquito Müller de Maus pour vous accompagner aujourd'hui. Grossartig. Für die aktiv am Zuschauen sind, haben vielleicht gemerkt, Blinds sind bereits auf. Im Turnierpoker ist das so, bei uns im Turnier ist es alle 25 Minuten gehen Blinds auf. Blinds sind jetzt bei 50-100. So the hands get a little bit more expensive. Blinds are 50 and 100. Oui, alors on a augmenté la mise, donc 50 pour la petite blind et 100 pour la big blind. Et comme on expliquait tout à l'heure, les joueurs de poker expérimentés ne pensent pas au nombre de jetons qu'ils ont à disposition, mais le nombre de big blinds qu'ils ont à disposition. C'est ça, hein? Richtig. Ein guter Spieler macht eigentlich beides. He always counts the amount of chips and he also counts how many chips do you have and how many big blinds this is. In this graphic you see how many chips they have and how many percentage of the total chips in play everybody has. So the chip leader has now 16% of all available chips. Et c'est toujours Michael, le chip leader. Oui. Comment ça se fait? Pourtant, il n'a pas gagné tellement de... Hat seitdem eigentlich keine Hand mehr groß gespielt oder gewonnen und ist jetzt eigentlich ein bisschen am Verwalten. He now played his hand and now he's waiting. Jetzt ist der Dealer-Button auf Position 5. Das ist der Jan. Jetzt habe ich auch noch ein paar Informationen vom Jan. Er kommt aus Luzern, ist 25, ist auch schon mal am Finaltisch von einem Live-Poker gewesen, ist bereits auch in Vegas und in London gewesen. Er ist ein erfahrener Spieler und hat auch Freude an der Schweizer Turnierszene, spielt sehr gerne auch Live-Cash-Game und würde gerne sogar in Zürich auch ein bisschen mehr spielen.
oder spielt auch regelmäßig. Bereits seit etwa 5, 6 Jahren ist er am Start. 2019, wie gesagt, ist er in Vegas gewesen, spielt regelmäßig. Er sagt sogar 3 bis 4 Mal pro Woche und schätzt sich selber auch als guter Spieler ein. Und gleichzeitig sagt er auch, ein Sit-and-Go, wo 100'000 Franken zu verdienen sind in total als Preisgeld. Das ist auch für ihn Neuland. Alors sur cette main, Sandro a misé 250. Dès que Sandro fait quelque chose, il lève le pull. Hein. On comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose. Donc il faudrait qu'il fasse attention à ce genre de mimique parce que les autres joueurs vont commencer à comprendre un petit peu comment ça se passe. Et c'est Manuel qui a une meilleure main actuellement. 82% de chance de gagner cette main face à Sandro. Man sieht auch in den Gesichtern an, wie die Spieler sehr konzentriert sind. They're very focused. You see them chewing the gums. They want to hold down their nerves. They don't want to do mistakes. Das ist jetzt zum ersten Mal, for the first time, it's an overbet. So he did bet more that was in the pot. Donc Manuel face Good. à Sandro. Manuel qui a fait une table finale il y a 7 ans à Lucerne, qui a été éliminé en 9e position. Donc là ils sont 8. Donc on verra ce que ça va donner. Das hat er jetzt sehr gut gemacht. Bravo Manuel, die Hand gut gespielt. Der Manuel, können wir ein paar Sachen zu ihm sagen. Genau. Muss ich schnell schauen, dass ich kein Seich erzählen. Der Manuel ist 33. Kann er nicht sagen, woher er kommt. Ist auch ein erfahrener Pokerspieler. Hat auch schon verschiedene Turniere in der Schweiz gespielt. Leider noch nie in Vegas, aber auch schon in Tschechien. Und nehme ich darauf ab, dass er in Rotzwadov war. Das ist das grösste Casino in Europa. Sehr bekannt. Er ist ein grosser Fan von der Schweizer Live-Poker-Szene. Zum Beispiel das Poker Circle, Swiss Open hat er schon gespielt. Und dort auch schon an den Finaltisch gekommen. Genau, und spielt doch auch regelmäßig nicht so viel Poker, aber regelmäßig schätzt sich auch als guter bis besserer Pokerspieler ein. Und das hat er jetzt aber auch gezeigt. Es ist ja gut, man sieht jetzt schon langsam, die Spieler reden manchmal schon langsam ein bisschen reden. Die meisten haben sich jetzt, spielen jetzt schon knapp 3/4 Stunde, haben sich jetzt ein bisschen daran gewöhnen, fühlen sich jetzt langsam schon ein bisschen wohl am Tisch, reden sich miteinander reden. Man sieht aber auch während der Hand sind die Leute sehr ruhig, man sieht die Anspannung. Es geht ja auch um viel, der Gewinner verdient doch 22'000 Franken, der Runner-up, der zweitplatzierte 17'000 und so weiter und so fort. Das ist doch einiges. So, ciao Marquito. Ich bin gerade von außen reingekommen. Ich denke, ich muss sicher mal besuchen ja, im Booth. Es ist krass draußen, die Spannung ist spürbar. Du kannst sie fast greifen im Raum. Super. Die Leute sind angespannt, habe ich das Gefühl. Es geht um viel, man merkt es. Für die die Stimme noch nicht oder nicht kennen, das ist der Manuel alias The Brain Kühne. Er ist verantwortlich für sehr viele Sachen. Da ist hauptsächlich eigentlich da vorne beim Tisch, in der Produktion und kümmert sich um sehr vieles. Wir haben ihn schnell eingeladen zu uns im Booth, damit er schnell sagen kann, wie die Stimmung ist, wie er das einschätzt mit den Spielern, wie es sich eigentlich anfühlt dort. Ja, es ist, ich weiss nicht, euch ist bestimmt aufgefallen, wir haben wirklich ein gutes Feld hier am Start. Das sind gute Spieler. Man merkt, das sind erfahrene Spieler. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Ich glaube, wir werden hier einen interessanten Tag können verbringen mit diesen Spielern, mit guten Moves. Und ja, es steht viel auf dem Spiel. Absolut, das sehe ich auch so. Also man sieht auch schon ein bisschen den Stil vom Spielen. Wer macht was, wenn und warum. Ramon hat das Glück als Händchen.
Ramon spielt viel Hand. Er spielt viel Hand, ja. Hat nur mit dem 2 geholt. Hat jetzt noch das Two-Pair bekommen. Per drauf, raus. Und obwohl er jetzt 2 Pärchen hat, sieht man jetzt bei der Statistik, also er ist hochhausen Favorit. Und zwar Er zu wird aber nur 94%. zahlen, wahrscheinlich. Das war ein höherer Bett jetzt vom Sandro. Er zahlt es nur, er wartet natürlich den Flush Draw ab. Mal schauen, ob der Flush Draw ankommt. Der kommt nicht an. Und der checkt nochmal. Ja. Das ist jetzt natürlich für Sandro recht schwierige Das ist Situation. eine blöde Situation, vor allem weil er vorher Barrelet hat. Was macht er jetzt? Genau, er checkt, er muss aufgeben. Er muss aufgeben. Er weiß, dass er wahrscheinlich verliert. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Er bettet natürlich im Turn so viel, dass es normalerweise klar machen würde. Und jetzt siehst du, der Ramon gewinnt die Hand, ist locker, ist entspannt, ist fröhlich. Man sieht den Sandro. Da ist ihn angespannt, ja. Ja. Ja, das würde ich auch nerven. Ich meine, wann machst du den Move? Ich meine, Genau. Jeder von uns, der schon mal Poker gespielt hat, weiß, wie sich das anfühlt. Jetzt hast du rechts von dir den Spieler, der jede Hand spielt. du und auch nicht so verfluchst in dem Moment, wo du die Karte gezogen hast und denkst, wieso hocke ich neben dem? Es ist natürlich auch spannend für ihn. Ja, Es ist wie viel in seinem Leben. Es ist gleichzeitig ein super Platz Richtig. und gleichzeitig ein mega blöder Platz. Wenn er nicht hittet, wie jetzt gerade, dann ist es ein guter Platz, weil er der kann es ausnutzen, dass er viel Hand spielt. Und er hat die Position auf ihn. Das hat er jetzt versucht. Das hat jetzt nicht geklappt. Das wird jetzt vielleicht in der nächsten Hand, die sie gegeneinander spielen, ihm seine Entscheidung vielleicht beeinflussen. Das ist spannend auch im Poker, dass auch vieles auf einer Ebene passiert, wo nicht nur Karten sind, sondern eine sogenannte History. Was ist vorher passiert? Mache ich es jetzt noch einmal gleich? Warum zahlt der Ramon immer? Sehr foldet. Ich habe mir vorher überlegt, wie würde ich das Sit and Go spielen, wenn ich jetzt da könnte mitspielen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte glaube ich echt die Hose voll in dem Moment. Nein, einfach, ich könnte mir gut vorstellen, dass das würde mich nervös machen. Ja, also Wir sind ja beide auch erfahrene Spieler, aber trotzdem, ich glaube, der Moment, den da zu sitzen und zu wissen, es geht um viel. man muss sich vorstellen, die haben sich in das Turnier hineingekämpft. Das ist eigentlich schon ein Erfolg. Jeder, der jetzt dabei ist, auch der 8 wird, verdient doch Geld. Und zwar der 8 Platzierte kommt doch 3000 Franken über. Aber gleichzeitig, jetzt hast du es mal geschafft, willst du natürlich gewinnen. Das ist natürlich doch ein rechter Unterschied zwischen 3'000 Franken und 22'000 Franken plus das WSOP-Package. Da liegen dann doch 2-3 Restaurantbesuche dazwischen. Richtig, also es ist jeder Platz, oder, wo man jetzt weiter raufkommen kann, ist viel wert. Der 8. Platz gibt 3000 Franken, zum Beispiel der 5. Platz gibt schon 8000 Franken, der 3. Platz 14'000. Ich weiss ja nicht, was jeder von euch so im Leben schafft und das Geld verdient, aber mit 11'000, 14'000 Franken kann man schöne Sachen machen. Du, eindeutig, es tut da der Bankroll gut für das kommende Turnier. Ganz genau. Also es ist... Der Bankroll ist das, was wir nennen, das Geld, das du eigentlich hinten hast, das du nur für Poker kannst ausgeben kannst. Die schon ein bisschen Poker spielen, wissen, was das ist. Das ist eigentlich das Geld, das du hast. Und auch wenn du das verlierst, tut es dir nicht schlecht. Du bist nicht traurig. Du bist natürlich immer traurig, wenn du nicht gewinnst und Geld verlierst. Aber es ist nicht so, es ist nicht existenziell. So. Ah, schau mal, jetzt sehen wir am anderen seine Karten nicht. Aber sie wären nicht wahnsinnig gut gewesen. Richtig. Es ist ja so, die Technik läuft ja so, die haben alle haben an ihrem Platz haben eigentlich ein Lesegerät, das sie gar nicht sehen. Dort legen sie die Karten herlegen und dann tut das System die Karten lesen und dann sehen wir sie, gibt uns das die zusätzliche Informationen. Das macht Poker so spannend. Manchmal ist die Karte nicht am richtigen Ort und dann kann das System nicht lesen und dann erscheint es bei uns schwarz. Das ist überhaupt kein Problem. Magst du dich erinnern, es hat eine Zeit gegeben, wo es eine Weile lang nicht mehr gezeigt worden ist, Karten in den Streams, weil sich die professionellen Spieler
beschwert haben, dass man ihr Spiel analysieren kann. Und was ist passiert? Die Zahlen der Zuschauer vom Stream sind so zusammengebrochen, dass sie gemerkt haben, es geht nicht ohne. Weil es gibt, kannst du dir etwas Langweiliges vorstellen, um ein Kartenspiel zuzuschauen, ohne dass man weiss, was die Leute für Karten haben? Nein, ich nicht. Wenn ich es nicht selber spielen darf, sondern einfach nur da 8 Männer zuschauen, wie sie ernste Mienen machen und keine Ahnung hast, was sie haben. Selbst wenn wir uns mega viel Mühe geben mit Kommentieren, mit Kameraeinstellungen, mit Fotos, also, aber das, was der Manuel sagt, ist, man würde gar nichts sehen, beziehungsweise man würde die 4 Karten, die da liegen, die Damen, die 2, 3 und das 8, das würde man sehen, aber man würde nicht wissen, was hat der Lehrerin, was hat der Manuel. Jetzt ist es auch zum Beispiel eine sehr spannende Situation. Ja, wir haben jetzt doch einen Flush-Draw da und ja, aber es ist schon fertig. Genau, und er bettet den an und das Bärli 5 wird mit dem rausgedrückt. Wenn wir das nicht gesehen hätten, wäre das brutal langweilig. Ja, das brutal. Also wir hätten ewig lang etwas darüber zu schwätzen. Was hätte er echt gehabt? So, 1000 Theorien, aber so ist natürlich doch das Ganze viel runder und macht eindeutig mehr Spaß. Wir haben hier bereits die erste Nachricht reinbekommen. Ihr dürft uns auf Instagram schreiben bei Swiss Casino. Sie könnt ihr Fragen stellen. Jemand sagt, er glaube, ich sei nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass der Ramon auch schon mal Schweizer Meister geworden ist in Baden. Das ist auch so eine Turnierserie, die stattfindet. Und das bedeutet, dass der Ramon ein erfahrener Spieler ist. Und jetzt haben wir ihn schon viel genannt, weil er halt auch schon sehr viel jetzt gemacht hat. Sehr ein aktiver Spieler ist, in der ersten Hand doch fast 30% von seinem Stack verloren hat, sich dann jetzt aber wieder aufgekämpft hat. Jetzt haben wir natürlich eine spannende Hand, sorry, wenn ich dich unterbrechen mag, gibt immer 9 gegen 9. Jetzt können wir mal wirklich schauen, wer spielt die 9 skillmäßig aus. Hat Positionen Einfluss auf die 9? Mal schauen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das wird sicher spannend. Genau. Wir sehen da ja Positionen. Julian steht HJ, das ist der Hijack. Und der Michael ist CO, das ist der Cut-Off. Der Cut-Off ist eine Position vor dem Dealer. Gibt es echt einen... Oh nein. Michael hat in Position Clear-Raised. Ja. Schon mal cool. Ja, das ist schon mal sehr cool. Der Julian ist im Tank. Aber er wird natürlich callen. Da ist der Call. So, wir spielen 9 gegen 9. Jetzt am liebsten tiefe Karten. Ja. Das ist auch spannend. Das ist das Gegenteil. Es ist ziemlich das Gegenteil. Und ich bin ziemlich sicher, dass jetzt die Position sehr wichtig wird werden. Du kannst ja jetzt ein Stück weit ein bisschen sagen, was wahrscheinlich passiert. Es ist Genau, schon passiert. Wir haben früher, magst du dich erinnern, in unserem Club haben wir doch immer den Spruch gehabt, you bet, you win. Genau. Richtig. Also das war jetzt eigentlich sehr, sehr typisch gewesen. Der Hijack hat mit einer guten Karte bettet. Der in der nächstbesseren Position hat ihn Clear-Raised mit der genau gleichen Hand. Und dann kommen 3 Overcards von beiden. Und dann tut der erste Check und der zweite sagt dann einfach, hey, da ist ein Ass und ein König. richtig, und ich habe ja 3-betted Pre-Flop. Wahrscheinlich habe ich ein Ass, ein König, irgendetwas in dieser Range. Genau. Und er muss es natürlich annehmen und glauben. Für einen erfahrenen Pokerspieler ist das, wir nennen das ABC-Poker, ist ganz klar. Deshalb macht es auch Sinn. Und das hat der Michael super gemacht, hätte ich gar nicht gedacht. Er sieht so nett und harmlos aus und hat aber da schon 2, 3 ganz coole Sachen gemacht. Das heisst, man darf sich nie blenden lassen von Aussehen, Geschlecht. Ich kann dir sagen, ich habe mit all diesen Spielern ein Interview geführt, die werden wir noch sehen im Verlauf des Turniers in der Pause, werden wir die Interviews sicher noch sehen. Ich habe mit allen Spielern Interviews geführt und es sind alles erfahrene Spieler. Sie haben alle schon gespielt, sie haben alle schon grosse Turniere gespielt, viel Cash-Game. Wir haben keinen einzigen Anfänger am Tisch und deswegen sind so Entscheidungen, ja, so ABC-Entscheidungen eigentlich auch logisch. Ja. Was wir auch sehen, es wird viel 3-bettet.
Und ganz speziell jetzt wieder beim Ramon ist es so, er hat jetzt so oft mitgespielt, aber mit nicht guten Karten und hat ab und zu müssen zeigen, dass man ihm jetzt natürlich nicht mehr so glaubt. Richtig. Man gibt ihm natürlich nicht bei jedem Freebet eine gute Hand. Also, das heisst, seine Range, also das, was die anderen denken, dass für Karten er will spielen, ist sehr groß. Man weiss, er macht 3-Bets mit 5-6 Suited, aber auch mit 4-2 Off, aber eben auch mit Tennis, mit Jacks, mit Ass König. Also das heisst, seine Range ist sehr, sehr groß und das macht natürlich ihn sehr schwierig zum Spielen. Genau. Ich denke, er ist, wo wir auf der Rechnung haben. Und jetzt hat man jetzt, während wir jetzt da geredet haben, hat man jetzt gesehen, wie sie die Hand gespielt hat. Also er hat vor dem Flop 3 bettet, ihn sozusagen geraced. Und nachher ist ein König Hochflop gekommen. Dann haben beide gecheckt. Dann ist eine Dame gekommen, dann wieder beide gecheckt. Und auf dem River nichts Bedeutendes und dann wieder beide gecheckt. Das heisst, er hat dann ein bisschen Gas rausgenommen, ein bisschen Gas zurückgenommen. Richtig, Manuel. Ja, man hört auch den Manuel, auch eine Legende aus Luzern, aus dem Goldstone Club. Ganz wenige können das vielleicht noch wissen. Grüße an die alle. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei und habt Freude. Das Einzige, was schade ist, dass ihr da selber nicht am Tisch sitzt. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Heute vielleicht nicht, aber wir hoffen, dass es Turnier weitergeht. Wer weiß, was in Zukunft durchführt, die Turnierreihe. Schon gut. Ass König im Julian. Die Blinds sind übrigens mittlerweile gestiegen. Wir sind bereits im dritten Blindphase bei 75, 150. Ja, 25 Minuten sind dann doch immer schneller rum, als man denkt. Der Ramon ist so aktiv. Ich habe ja auch schon gegen ihn gespielt. Gerade kürzlich. An einem anderen Turnier im Ausland. Und ich bin hier neben ihm gesessen und habe hier schon gemerkt, ui, das ist sehr ein aktiver Spieler. Schwierig zum Lesen durch das. Und er zeigt es auch in dem Turnier. Und irgendwie... Kannst du gerade weiter sagen? Wir sehen jetzt, oder? Jetzt einfach wie ein kleiner Gott. Spannend ist jetzt auch, dass wir Karten nicht sehen vom Eric. Platz 60 voll, oder? Es ist natürlich schwierig für den Julian, das loszulassen. Die Frage ist, muss er es loslassen, aber... Gut, Julian ist halt trotz seiner jungen Jahre ein erfahrener Spieler. Er hat schon oft in Rotswadorf gespielt, bereits auch schon in Berlin, sogar Nizza, Monte Carlo, Paris, Kopenhagen, Amsterdam, Barcelona. Oh, der ist schon mal gekommen, ne? Und siehst, er geht jetzt kein Risiko, er sagt, das mache ich jetzt nicht. Hat die Hand aufgegeben, sagt einfach, weißt du was, AK, Asskönig, Anna Kunikova, sieht gut aus, gewinnt nicht so viel, muss man manchmal einfach aufgeben. Das hat er gut gemacht, mit dem hat er sich Chips gesaved. Das macht halt einen erfahrenen Spieler, sie müssen halt immer herausfinden, wann sollen wir das machen und wann nicht. Julian spielt sehr gerne Hold'em, auch Omaha und auch so Mixed Game Format, das ist natürlich auch recht spannend. Er hat mit knapp 13 angefangen, online zu spielen. Ja, er hat mir eine schöne Geschichte erzählt. Er hat, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das sagen oder wir das Interview abwarten. Ich glaube, wir warten jetzt ab. Okay, ja, da sind wir gespannt, was da kommt. Es hat auf jeden Fall mit seinem frühen Anfangen, mit dem frühen Start von seiner Pokerkarriere zu tun. Das ist wirklich eine schöne Story. Ah, okay. Aber ich möchte es jetzt eigentlich nicht im Ja, Weg nehmen. gut. Ich möchte ihm Haben wir uns etwas selber drauf erzählen, freuen? oder? Ja, das ist doch gut. Es ist ja so, wir machen alle 2 Stunden, ganz genau alle 2 Stunden, 5 Minuten machen wir eine Pause von 15 Minuten. Der Stream läuft natürlich weiter, ihr bleibt hoffentlich alle dabei. Der Spieler hat dann schnell Pause zum Durchlüften, wir dann schnell alles schauen, ein paar Sachen kommentieren, dürfen uns schreiben. Dann werden wir in dieser Zeit, in dieser Pause, werden wir auch das ein oder andere Interview einblenden. Dann sehen wir wieder die Spieler und wahrscheinlich auch den Manuel hinter der Kamera. Dann können wir uns ein paar Insights, ein paar Informationen von den Spielern holen, wer, wie, was, wo. Also vor der Kamera. Vor der Kamera. Ja. Und ich sehe hinter der Kamera. Ja, hinter der Kamera ist
Die einen fühlen sich wohler vor der Vor der Kamera, die Kamera, anderen hinter der Kamera. Jetzt sehen wir auch wieder, zum Beispiel bei Manuel sehen wir jetzt nicht genau, was er hat. Jetzt können wir das «We can play the guessing game». Ja, es macht es doch auch spannend jetzt in dem Moment. Er checkt auf jeden Fall. Mal schauen, der Jan bleibt dran. Der ist high. Und der Manuel fold. Ja. The guess what game is not so funny. Wie gesagt, der Ramon und der Michael haben sich oben ein bisschen abgesetzt mit 20 bzw. 21'000 Chips. Blinds sind immer noch 75, 150, sprich das sind irgendwie 130 bis 140 Big Blinds. Und selbst die nur noch 9'000 oder 10'000 haben immer noch 60 und mehr Blinds. Also das heisst, wir sind immer noch deep. We're still playing very deep. Niemand unter Druck, niemand unter Pressure. Jeder kann noch sein A-Game für holen. Nein, old school anything, ja. Aber für dich anständig. Wenn Dentis können wir schon tun. Ich gebe dir da meiner Kollegin weiter oder Krokodile. Da wird mir zu mühsam. Da lässt sich der Ramon höchstwahrscheinlich nicht lumpen. Platz 1 voll, Platz 2 voll. Ja, es hat ja noch Platz 3 Raise, einen Hand-Akkord, aber noch. Ramon auf Platz 3. Nein, Raised also ja, Platz 2 voll. du hast gesehen, wie ein Call. 550 voll, Platz 7. Derek aus Montreux, unser Spieler aus dem Welschland, der Romo, eher vorsichtiger Spieler bis jetzt, ist auch absolut okay. Das heisst jetzt noch nicht, muss jetzt nicht heißen, dass er jetzt ein defensiver Spieler ist, sondern er wartet auch. Er ist auch der bis jetzt noch nie etwas gerettet hat. Er ist noch nie geredet und ich habe ihn glaube noch nie in der Hand gesehen, oder? Ist er schon mal verwickelt in der Hand? Ja, ein ist in dieser Hand, wo er zuerst den Gutshot hat, im Flop, und im Turn noch den Flash-Draw. Aber es kommt beides nicht an. Ja, und zum Glück kommt der Flash-Draw nicht, weil jemand hat ihn mit dem König gehabt. Dort hat er vielleicht 1500 Chips verloren, das war eine sehr spannende Hand gewesen. Und jetzt wartet er einfach. Platz 4 voll. Wir sehen Position 5, der Jan in mittlerer Position. Kann man die Hand spielen. Und für alle Zuschauer daheim, wir sehen ja immer die Person, die dran ist. Als nächstes die Karte sehen wir. Die ist eingeblendet und gelb umrahmt. Ihr seht den gelben Streifen beim Eric. Platz 7. Platz 8. Voll. Platz 1. Das ist ein starker 3-Bet. Der zeigt sehr viel Stärke und auch hoch. Das wird wahrscheinlich zu einem schnellen Fold führen. Aber lassen wir das den Jan entscheiden. Ich denke nicht, dass der Jan das wird zahlen darf. Immer der Fold. Also wir sehen jetzt nur schon, ohne zu viel interpretieren, sieht man schon, das sind gute Spieler. Ja. Der Jan hat gute spielbare Hände, 2 hohe Karten, Dame 10. Er raised, er schaut, was er hat, er wird 3-bettet. Das zeigt ganz klar Stärke. Dann geht er einfach auf, fertig, sagt gut. Der Jan ist ein Spieler, den man könnte. Ich habe ihn auch schon an mehreren Turnierserien gesehen, auch schon gegen ihn gespielt. Das ist ein bekanntes Gesicht. Ja. Vor allem auch in der Zentralschweiz. Genau, der Jan ist auch aus Luzern. Ah, sogar. Okay, ist auch sehr jung, erst 25, spielt aber auch schon einige Jahre. Ja. Ich denke, das ist auch immer ein schönes Zeichen, wenn man auch immer wieder mal, zum Beispiel jetzt hier an dem Finaltisch, Spieler sieht, die man auch kennt oder schon gesehen hat am Turnier. Das bedeutet, dass sich halt die Qualität durchsetzt, dass Poker nicht nur ein
Glücksgame ist, sondern auch sehr viel mit Skills zu tun hat. Und heute haben wir schon recht gute Skills gesehen. And I'm just going to change on English, so everybody, also our English-speaking people, understand from all over the world. Hello, thanks. You're watching the stream, the Swiss Poker Championship, live in the booth with Manuel Kühne and me, myself, and I. And I. Oh, wow. Check. Platz 3, check. Dann schauen wir uns das Turn an. Vielleicht kann man an dieser Stelle noch erwähnen, dass der Dealer, der Christoph, gerade wieder zurückgekommen ist aus Monaco und doch seinen Europameistertitel im Dealen wieder erfolgreich verteidigt hat. Wir haben also den europaweit beste Dealer am Tisch, der Karten verteilt. Auch das doch etwas Erwähnenswertes. Da lässt man sich natürlich nicht noch lumpen. Nur das Beste ist gut genug. Da holt man sich die guten Leute rein. Und man sieht, ist ein super Dealer, ist schnell, ist sauber, kommuniziert gut. Es ist schön für uns auch mit ihm zusammenzuarbeiten. So, und Sonja Mazza ist wieder zurück im Booth. Es hat mich sehr gefreut, hier bei dir zu sein, Marquito. Ich werde sicher ab und zu wieder reinschauen. Jetzt im Moment gehe ich mal wieder raus und check so die Stimmung aus. Ist eine Freude gewesen. Wir sehen dich nachher sicher. Wir hören und sehen dich immer wieder. Und sehen einander. Schön bist du da gewesen. Danke und ich wünsche euch noch viel Spaß. Merci. Call. Alle, die uns gerne schreiben würden, meldet euch doch bitte über Instagram. Und zwar Swiss Casinos. Die könnt ihr Fragen stellen. Und wir versuchen die im Chat zu beantworten. Quel plaisir de vous retrouver, Marquito Buller. Yes, welcome back, Sonia. On avait vraiment là des commentaires extrêmement professionnels de deux experts qui m'ont appris beaucoup le poker, énormément de poker. On reçoit des messages également sur Instagram, sur l'Instagram de Swiss Casino. N'hésitez pas à aller faire vos messages. Ganz genau. So very happy she is back in the booth. And we're already in the blinds 75, 150. We're gonna play a nice hand. And it's very funny to see how it develops because Sandro has a big, nice starting hands. 2 checks, valet e valet. But the flop is at all in his favor. Because there's 2 overcards with the ace and the king. And then Ramon is leading out. He's going to steal the pot and it's going to work. And he shows he shows the deuce. Ramon a pris la place de chip leader. That fast house goes and at the bottom end is Sandro and Jan. Für den Sandro läuft es noch nie so. Ich denke, ihm seine Fans, die am Zuhören sind, KSOS, ihn doch bitte mental unterstützen. Natürlich zuerst bitte die Hausaufgaben machen, sonst gibt es ein Problem nächste Woche. Die Frösche, die Foggy Baskets aus dem Aargau und natürlich seine Familie, ich hoffe, sind dabei und drücken ihm die Daumen drücken. Auch wenn er jetzt am Bottom-Ende, also eher am Unten der Rangliste zur Zeit ankommt, ist, bedeutet das gar nichts. He still has like 50-55 blinds available. He has to recover, keep his good vibe alive, and I'm very sure we're going to see some other good, nice stuff from Sandro. On a vu le tableau ici de aggressive players, les plus agressifs. Forcément, on a Ramon en tête, mais on a vu que Eric est le moins agressif. Et c'est le seul roman autour de cette table. Est-ce qu'on peut dire que les Suisses allemands ont un jeu plus agressif que les romans? No, I wouldn't say that. It really depends on what type of person you are. Eric also did not have a lot of good hands. He actually played, I guess he only played 2 hands
Donc Marquito dit que en fait ça dépend de la personne que vous êtes, votre caractère. Et puis il n'a pas eu des très bonnes mains jusqu'à maintenant, donc ça l'a pas aidé. Ça peut changer peut-être Yes, alors. Hein, absolutely can change ça peut changer. immediately. Ouh là là, Ramon. Platz 4 check. Yes, and Ramon Das, checks the ace, so oui. he's setting the trap. Oh là 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 là. Voilà. Jetzt sieht man etwas, was wir selten sehen. Das sind 4 Ass. And very unfortunate for Sandro is he also has a full house. So Sandro has 3 aces and 2 Il a un kings. carré d'as, Ramon. Là. Il est imbattable. Oh yeah, he's unbeatable. Imbattable. Oh, Oh là 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 là. Quelle main. also das ist... Donc, les deux pensent qu'ils Oh, ont... look, look, look. And he is all in. Il fait all-in. And he has to fold even. It is very unfortunate. Fold. Yes. Look, let's say if they say something. Full house, fold, fold. Ja, full house kommt das erste Mal. Wie geht das? Full house, fold. Crazy. It also means, I mean, everybody had a full house now. This was a crazy hand. And then you see that what Ramon did on the river, he massive overbetted the pot. Because he acts like, you know, we both have full house, so I go all in. And if you want to call, we split the pot. But it's a lie, because he has 4 aces. Ouais, il avait, He has il avait poker. 4 as, il avait un poker. A very bad player Et maybe would il call. proposait de splitter le pot, mais c'est Yeah, he acted like, so I go all in and you have to call and we split the pot. Ouais, ouais. Mais c'était un mensonge. It's a lie bluff thing. C'est un mensonge de bluff. Platz 8 Fold. Platz 1. Race 350, Platz 2. Re-Race auf 800. Gut, wir sind bereit für die nächste Hand. Michael im Hijack 350. Der Laurin mit dem Suited Ace. Re-raised in Position. Cut-off. Cut-off is the position before the dealer. La position avant le dealer, donc avant le bouton hein, que vous voyez tourner Exactement. sur la table, qui se déplace à chaque fois. Hein. Ah, and crazy, huh? Now you see Michael lay down Ace Queen very tight fold. But he don't want to be, you know, don't want to get himself into too much problems too early. It's okay, it's probably a bit too tight. But, you know, they're playing for real money. It's not us. C'est vrai, eux ils jouent vraiment pour de l'argent. Il y a 100 000 francs dans cette cagnotte. Alors tout le monde va repartir avec quelque chose. Hein. Le premier repart avec 22 000 francs, le dernier 3 000 francs. Quand on a 22 ans, qu'on n'a pas d'expérience, qu'on regarde, on part avec 3 000 francs pour dire si on gagne, c'est quand même déjà super. Hein. Yeah, absolutely. Mais effectivement, les experts de poker nous expliquent et m'expliquaient hier que si tu as peur de l'argent, si tu as peur de perdre de l'argent, tu es pas bon autour d'une table de poker. Ganz Tu genau. dois pas avoir Das ist, peur. das ist richtig, was Sonja sagt. Wenn man Angst hat vor dem Geld oder zu verlieren, wenn man eher ängstlich spielt, wird es sehr, sehr schwierig, sich an so einem guten Tisch durchzusetzen. Let's go back to the table. Ja. Now, finally, Sandro has a very, very good hand. On the button. So now let's see if Ramon is going to proceed. Alors, Sandro, paire de roi. Yeah. He Ramon, raised a 1 lot. point 2. On est au pré-flop I encore. really Hein. hope there is no ace. Good. Donc ce flop met Sandro en tête à 90% de remporter cette main. Les deux checks. This is interesting. I guess Sandro now decided, because he's playing in position, he checks the flop and he's now probably just calling. Calling turn and calling the river. As long as no ace. That's not the best possible card because
An 8 makes a straight. 2700. Ils sont côte à côte, hein, et ils se regardent pas. Hein. You see now, that's a stressful thing. Yeah. Because he beats a lot, he will call, I guarantee. Yes. See, and Sandro, Ramon is not even showing. So, da haben deine Schüler also Freude, Sandro. Jetzt bist du nämlich back in the game. Du siehst gerade, from the bottom, he came back on, he's now in 6th position, 13,200 chips. This was, for his motivation, his feelings, this was a very important hand. C'est une chose importante pour sa motivation. C'est très important pour lui. Ouais. Because he was, you just see it, you know, he was coming down, he was feeling less good, not that comfortable because he had good hands, didn't win any hand. Ouais, il a gagné aucune main. Il revient de loin et là il s'installe. Look at his face now. Ah ouais, Look at him. Il est heureux. Hein? Il se cache plus le visage, hein, avec son pull. He's now happy now. Finally, I did it to you. You know, saying like, Ramon, you cannot do this with me all the time. He's now relaxed. Mais Ramon ne le regarde pas. Hein. Vous avez, Ramon, don't look him. Hein. No? No. Ramon is doing his thing. This is great. Wie gesagt, ich bin überzeugt, dass Sandro ist bald wieder zurück. Das ist ein guter Spieler. Ist auch, tue ich auch als einer der Turnierfavoriten jetzt mal bezeichnen. I think for me he's one a favorite of this tournament. It's very good. He's back on track now. C'est un des favoris de ce tournoi, Ramon. En tout cas, il s'impose comme favori avec son attitude, avec son côté très leader de cette table. Il s'impose. Et il est au coude à coude. Hein. Michael et Ramon sont coude à coude comme chip leader. Yeah. Jan is a bit down, but this is no problem. Blinds sind immer noch 75-150. Wir streamen Swiss Poker Championship live aus dem Casino Zürich. Das ist eine Produktion von Swiss Casinos zusammen mit MM Poker, auch Wieso, das Project Axel Foley, Manuel de Brenkühne, Guido the Legend Schmidt, Sonja the Mouth. No, not the mouse. No. Sonja the Voice. Oh, ja. I'm so sorry, it's me. Ich habe mich selber verwechselt. Aber ich bin doch immer noch da. Marquito ist mein Name. Schön sind ihr dabei. Bitte bleibt drinnen. Poker ist eine coole Sache. Wir streamen hier aus dem Casino Zürich mit einem RFID-Table. Das ist eine spezielle Technik, dass wir die Karten sehen können. Die Spieler sehen sie natürlich nicht. Nur ich und Sonja sehen die Karten, plus ihr im Stream. Et on joue depuis 1h30, quasiment. 1h30 de jeu. Ça peut durer combien de temps cette finale, Marquito? 8 heures? Yeah, I think something between 7.5, 8 hours. Ouais. It's gonna probably be the tournament, and every 2 hours and 5 minutes we do a break for 15 minutes. Now we're playing for whatever, 75 minutes or something, I guess. Around. On retourne à la table. And it's interesting now, we don't see the cards of Ramon. And Jan also don't see the cards and don't know. Eh oui. Comme ça, on peut se mettre dans la tête du joueur, comme ça. Parce que c'est vrai que quand on voit, ben voilà, on se dit, mais attends, c'est facile. Non. Les joueurs ne voient pas forcément ce qui se passe. That was fast. Jan bets, Ramon folds, Jan wins. Ouais, ça a été très vite. Ramon s'est couché. Et donc, on va rappeler que cette table de finale, c'est une table RFID qui permet donc de lire les cartes et de retransmettre l'action donc sur des écrans. Et c'est comme ça que nous, on peut commenter cette finale de Texas Hold'em No Limit. Il y a 15 000 jetons au début, toutes les 25 minutes. On augmente, là, ça fait à peu près 1h30 de jeu. On est à combien au niveau du pot, là, actuellement? À combien? How much the pot now? You mean, what you mean the pot? Sorry, the blind. Not the pot, the blind. Yeah. How much is the blind? 75 and 150. Right. You always see it in the bottom half of the screen. 75
Et ça va augmenter. Hein. Toutes les 25 minutes, on va augmenter la blind. Whoever is interested in sending us some questions or maybe answers, go on Instagram, Yeah. look for Swiss Casinos, send us a message. We try to answer your questions, and let's see what we get from you, what we get out of it. You can ask whatever you want. If it makes sense, we try to answer it in the stream. Und jetzt hört man im Hintergrund das Piepsen. This signal means next hand the blind is going up. Voilà, donc vous avez entendu, on parlait tout à l'heure des blinds qui augmentent toutes les 26 minutes. Là, on a entendu le signal qui annonce qu'on va justement augmenter les blinds. This is the last hand we play, 7550. C'est la dernière main avec laquelle on joue 75 en petite blind et 150 en big blind. Le directeur Marc Baumann disait que cette année, il voulait un championnat que peut-être plus longtemps il y ait tous les joueurs. Parce que l'année passée, on a été rapidement, il y a eu rapidement des éliminations et cette fois, il aimerait voir plus longtemps les joueurs. That's why we increased the chips. Last year were 12,000 chips. This year is 15,000 chips. And blind a bit longer, 25 minutes. So Manuel has 70% chance of winning this hand. Ouais, 70%, 84% maintenant de chance, Manuel, de remporter ce face-à-face contre Ramon. Now you see how Ramon, this is a great close-up, how he stares down Manuel. Manuel bets, Ramon gives up instantly. Manuel wins 2,000 chips. This is how often they play flop race. It's Ramon and Jan a lot, Manuel and Eric almost never. Ça, c'est toutes les mises qui ont été faites avant le flop. Donc le flop, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est avant de poser les 3 premières cartes sur la table. C'est ces mises-là et on voit que Ramon a misé beaucoup avant le flop, ce qui fait de lui un joueur assez agressif et assez leader autour de cette table. Vous pouvez nous suivre bien sûr en stream sur pokerchampionship.ch. Vous nous suivez également sur l'Instagram de Swiss Casino où vous pouvez poser vos questions, notamment à Marquito Muller de Maus parce que c'est vraiment un expert de poker, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également passer des messages pour les finalistes pour leur souhaiter bonne chance. On a 8 finalistes, 7 qui sont suisses-allemands, 1 qui nous vient de Montreux. C'est celui où c'est écrit Papa Love et donc c'est lui le finaliste de Montreux. Il s'appelle Eric. Eric qui ne s'est pas encore beaucoup imposé sur cette finale, mais voilà, il n'a pas eu incroyable. Ça va venir. Genau. C'est long. La journée est longue. It's a very long day. It's a long trip to heaven. Exactly. Ouais. And we also, for example, I say it in German, mix hand auf Position 1. Jetzt sehen wir gerade den links vom Dealer, das ist der Michael. Jetzt haben wir ihn gerade im Bild, sehr fokussiert. Junger Spieler, hat bis jetzt hauptsächlich online gespielt und nur oder in der Schweiz. Er spielt am liebsten gern genau das, was wir jetzt machen, No Limit Hold'em, aber eigentlich Cash Games. Hat erst vor kurzem angefangen, und zwar so sogenannte Home Games mit seinen Freunden, Kollegen, Unigeldeinsatz. Und erst etwa vor einem Jahr. Ist natürlich auch noch nie in Vegas gewesen, und das ist sein erster Final Table. Und er tut sich selber einschätzen als mittelmäßiger Spieler, aber er hat heute eigentlich schon sehr cooles Zeug gezeigt. Er ist der jüngste Spieler bei uns am Tisch. Michael ist 22. Falls ihr Fragen habt zu Michael, dürft ihr uns das natürlich gerne stellen. Oder zusätzliche Informationen freut uns immer. Pendant qu'ils sont en train de s'installer pour la suite, alors petite anecdote comme ça qui dit que les chiens sont interdits et portent malheur autour d'une table de poker. C'est pour ça qu'ils sont interdits dans la plupart des casinos, parce que ça porte malheur un chien à côté d'une table de poker.
Oui, oui, c'est comme ça. C'est une I didn't know anecdote. that, huh? Oh, I crazy. learn you something. Hey, you learn me some crazy stuff. Et la légende veut que porter des habits sales, ça peut porter chance autour d'une table. Alors, je sais pas si du coup ils vont tous apprécier, but be dirty, it's good for play poker. Okay. Yeah, I don't know why. Okay, crazy, huh? Very interesting. I don't know. That's funny. So we see Yeah. the blinds are actually still the same Yeah. blinds, but we now have the ante, the ante. So everybody, ouais. small blind 75, big blind 150, and every player has to pay 25 chips Yeah. Donc, before they get the hand. yes. Donc NT, c'est la mise obligatoire posée par tous les joueurs avant la distribution des cartes. Exactement. Et elle est valeur 25 chips. Voilà, on a changé de croupier Accent. et on est reparti. Ramon hat undergone graced, then the flop checked. Jetzt wird natürlich müssen betten. Ramon Undergun, donc premier à parler sur cette main. He already did. Der Laurin hat natürlich müssen checken, aber Laurin auch immer noch mit 14.900 chips is right in the middle. You see the chick counts went a little bit like together, you know, sometimes one guy had like 20,000 chips and the other only 8,000, and now everybody is between like 19 and Ça 12,700. commence à s'équilibrer, à se resserrer au niveau des chip leaders. Ouais. Genau, es hat sich jemand gemeldet und gesagt, ich finde es ja super, dass man all die Sprachen hier kann. Was ist denn mit Spanisch? Habe ich natürlich schon mal gebracht. Bueno, gente de España, para mi gente latina, bienvenidos al torneo de Swiss Poker Championship live en directo del casino en Zurich. A mi lado es Sonia Mazza, mi nombre es Marquito Müller y nosotros representamos junto este torneo con Swiss Casinos, Poker. Who else? Project Axel Foley, our great cameraman, el hombre de la cámara en vivo y nuestros socios de la técnica, la compañía che si chiama Avviso. Siamo internazionali oggi qui al casino di Zurigo per questo campionato svizzero di poker organizzato da Swiss Casino con una team incredibile di tecnica, di veramente bellissimo lavoro che stiamo facendo tutti qua per questa finale. 8 finalisti. Abbiamo iniziato un'ora e mezza fa e sono con Marquito Müller e ci potete vedere su pokerchampionship.ch. Dann spacen wir da gerade in die Hand rein. 3 Herzen Flop. So 3 hearts on the board. Ramon checks, Jan bets, and the hand is over. Yeah. You see, this is a standard play. Ça n'a pas été long, hein, cette main-là. On s'est arrêté au flop. Ja. C'était mieux comme ça? Oh. C'était mieux de s'arrêter là. This is VPIP. This is called VPIP. Is let me see. How is it in English? Voluntarily put money in the pot. Voluntarily, genau. That was not frequently, but voluntarily. That means how many times did he put money in the pot without have to do it. So he was no small blind, he was no big blind, he did it voluntarily. And very right on the top is Ramon. Yes, VPIP, donc c'est le nombre de fois que vous avez mis de l'argent dans le pot volontairement, sans que ça ait été imposé par une petite blind ou une grosse blind. Et donc c'est Ramon aussi qui s'impose dans ce tableau. Allez, on est au pré-flop. Celui à parler en premier, c'est Yann, under the gun. Il mise 350. Avec une paire de 9. Das ist eine gute Hand. Michael se couche.
Laurine a une paire de 4 et il va voir. Ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas Laurine sur un face-à-face. Hein. Ja, il va voir, ja. Il va voir, He ouais. has to. Absolutely very good card. Ich sehe jetzt auch im Bild, der Ramon hat manchmal seine Karten nicht ganz am richtigen Ort. Ich muss sie noch ein bisschen runter tun. Das tun wir nachher ihm sagen. Jetzt haben wir sie nicht gesehen, es wird spannend. Wieder extrem hoher Flop. Und es ist jetzt sehr spannend. We don't know if Ramon has an Ouais, ace on ne sait pas ce qu'il a, Ramon. and if he has a club. Ah bah là, il fait couleur hein, s'il a les trèfles. If he has a club, would be interesting if he has an ace. Sandro has now the biggest chance to win this hand. Sandro He has a a- king and he has the nut flush draw with the queen. Sandro a 91% de gagner cette main. They played it very fast, huh? Ça va très très vite. No flush for Sandro. Non. Sandro aurait pu faire un flush avec un trèfle, mais c'est pas le cas. That's a very interesting spot now because we don't know if Ramon has. On ne sait pas ce que Ramon a dans les mains. Wenn es jetzt zum Showdown kommt, he has eights. Oh my goodness, he made a set on the river. You see. Qu'est-ce qu'il avait dans les mains? On n'a pas vu. Pocket eights, 2 eights in the hand, and on the river comes an 8. Il avait 2-8. Ah, donc là, ils vont tester de nouveau la table pour voir si ça fonctionne. Donc 2-8. Wolltest du noch sagen, was du hast? Einfach fürs Publikum. Ja, du weißt es aber noch. Ramon qui non seulement s'impose par son côté très leader, son côté agressif, son côté de mettre l'argent dans le pot même quand c'est pas nécessaire, il a aussi beaucoup de chance, hein, on peut le dire. Il a des très très bonnes mains depuis le début, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je disais que Ramon, au-delà d'avoir cette attitude leader et agressif, il a beaucoup de chance aussi. Ja, das ist richtig. Il a beaucoup de chance. Oder jetzt sehen wir, jetzt haben wir im Stream kurz die Karte nicht ganz genau gesehen. Das heisst, unser Editor muss das schnell verarbeiten. Ramon Erst schon 2 Minuten. gönnt halt Erst die Vorbereitung. hat die Hand gewonnen. Der Ramon hat natürlich Pärli 8 gehabt. Tut man das schnell regeln, aber das gibt uns eigentlich die Möglichkeit. Also das Abgleich da so dann. So, kann ich mir sie mit kaputt. Aber schön, haben wir zum Reden durchgezogen. Nein. No, it is. It's just they're going to change. Ja, ich würde Nicht auch wenn die Karte kommst, ist das auch nicht. aber ich habe Chips da gehabt und da ist der Punkt. Das zieht rechts. Das ist echt viel Chips. Das ist nicht das Hauptproblem. All good. They have to put it in order. Okay. Ja, das Ziel ist auch, dass wir... Petit problème technique. No, pas Problem. Das ist normal. Das ist, was wir jetzt eigentlich gesehen haben, ist, dass der Ramon auf dem River ein Set gemacht hat, durch das die Hand gewinnt. A bit unfortunate for Sandro. He is now again back down to 8,000 people, 8,000 chips. Aber das ist in Ordnung. Dann machen wir weiter. Wir haben jetzt auch gesehen, wir sind immer noch bei 75, 150, 25 Ante. Und alle müssen zahlen zum Mitspielen. Wir haben jetzt auch eine neue Dealerin, die immer in der Mitte ist.
Und bis jetzt am meisten vorausgemacht hat der Ramon der Michael und im Mittelfeld Julian, Laurin, Manuel. Und halt das andere hat halt von seinen 15.000 Chips schon knapp 7.000 verloren. Ça, c'est le nombre de fois où ils ont gagné en fait. Everybody started with Ouais. 15,000 chips. That means Ramon now is gonna have like 23.2. Ramon, Michael et Julian, c'est un peu le trio de tête en ce moment, donc avec des profils très différents, parce qu'on a un Ramon, on a compris, très expérimenté, 15 ans d'expérience, qui a déjà été à Las Vegas, qui joue quand même très très régulièrement. Lui-même se classe en 6e, enfin, s'il devait se donner une note entre 1 et 10, il se donne 6, Ramon. Moi, je pense qu'il pourrait se donner un peu plus. Hein. Il pourrait se donner un peu plus. On a Michael, le plus jeune, le moins expérimenté, qui joue uniquement online, qui a joué que en Suisse, et il est quand même dans ce trio gagnant en ce moment. Il se donne un 4, donc vraiment il se sous-estime un petit peu. Moi je pense que lui il peut aller très loin malgré sa jeunesse et son manque d'expérience. Il est en train de s'imposer autour de cette table également. Le seul Roman, Eric, est encore un peu timide autour de cette table. Yes, Eric elected to call, to limp in this hand, and then Julian raised him and he called. Ramon hat die Karte wieder nicht ganz richtig her, aber es macht nichts. Ouais, ça marche de nouveau That's pas. an interesting flop for Eric. Ah, allez. And it's also very good for Julian, so Julian leads out, he bets out. Eric a une chance de s'imposer sur cette Yeah. main et ça lui ferait du bien également. But it's difficult for him because c'est pas Julian évident. did bet and Ramon did call. We don't know what Ramon has. On ne sait pas ce que Ramon a. Et puis Julian et Ramon sont présents sur cette main. Qu'est-ce qu'il va faire? Yes, he calls. So we go three-way to the turn. Alors la turn Schneller check qui laisse from toujours Eric. Eric en première position dans cette main. Ramon ist der zweitälteste Spieler bei uns Ramon, am Tisch. Er ist, Mise. he's 32 years old, kommt von Senwald, St. Gallen. Er hat jetzt relativ viel bettet. Eric se couche. Il aurait pu y aller là, Eric. Il aurait dû y aller. Ou il a bien fait de se coucher. C'est bien fait. C'est bien Ouais, fait de ouais. se coucher. You see Julian's brain working hard to find out, can I call, and if I do, what happens on the river? Ouais. Il se pose la question, qu'est-ce qu'il y a à la river? Il observe son adversaire. Et on entend toujours ce bruit incessant des jetons de poker. La nervosité, il se couche. Et Julian se couche. Ramon a une capacité de mettre la pression à ses adversaires. Auch die Hand gewinnt er. I think the player asked if he didn't want to show the cards. I guess he said, like, I cannot show the cards all the time. I do anyway too much.
Was für du? Ja. Ja. Nachher hast du mal einmal nicht mehr Kopf. Ja, das werden nachher wieder bleiben. Ich denke, 12.000. Ja. 11 minus 11. Ich denke, das ist fast nicht mehr im Bluff. Position 4. Small Blind auf dem 5, Eric Big Blind auf dem 6. So first to act ist der Manuel. Aber es gibt 2 schnelle Folds. 37e main. 1h45 de jeu. Je parlais des jetons qu'on entend. Les jetons sont apparus à la fin du 19e siècle. Avant, ils jouaient avec du bois ou des os. Okay. No? Oh, okay, didn't know that. Wir sehen, Sonja hat sehr viele Hintergrundinformationen eingeholt. Das ist super. So ergänzen wir uns auch sehr gut, oder? Oui, ils utilisaient des pièces de monnaie, il n'y avait pas les jetons. Ouais, c'est depuis le 19e siècle qu'ils jouent avec des jetons. On retrouve Eric. Es gibt eine schnelle Checkrunde. So, Laurin hat jetzt den Open-Ender. Mit einem Ass oder einem 9 kann er eine Strasse machen. Der Ramon hat einen sogenannten Gutshot. Mit einem 4 könnte er die Strasse machen. Und der Eric doesn't have anything. You see? Ouais, Eric, Ramon, il a rien du tout. Ramon is calling and is hoping for a 4. Yes, ja. Man sieht richtig, schießt ihn an, aber er muss. So he can win with a 7, a 5 or a 4. That's interesting now. Is he gonna tell his story to the end? Like, you know, I had a king or I had a check. Sehr gut, he bets. Gut. Gut gemacht, Laurin. Well done, Laurin. So, der Laurin ist 27, aus Luzern und hat mehrfach schon Turnier gespielt. No Limit Hold'em ist auch seine Lieblingsspielart. Das, was wir heute machen, jetzt etwa 6 Jahre spielt er. Eigentlich beides online und live. Und er hat gesagt, wenn er heute den Titel gewinnen würde und die Trophy und das Preisgeld und dann dürfte die Main Event spielen in Las Vegas, wäre das für ihn ein Traum. Donc on parle de Laurine. Laurine qui a déjà participé à une finale de poker à Lucerne et qui joue maintenant depuis 6 ans environ, online et en live, hein, tous les deux. Hein. Exactement. Ce qui est une bonne chose parce que c'est 2 exercices complètement différents. Check, check. Deuxième main. Oder Suited Ace von der Julian Anderegan. Das Bett dran. Donc Julian qui mise à 400, donc c'est le premier à parler. Michael se couche. Laurine également. Ramon également. Sandro. Yann. Eric. Only the big blind elects to call. Donc il reste Manuel et Julian sur cette main. And you see, because of the blinds and the ante already, 1,100 chips are in the pot. That's probably going to be an easy one.
très bonne main Oi, oi, oi. pour Julian. Kamera ist nach vorne und dort rein. Ja, da gibt es auch noch einen. Aber so ein guter Tisch, das geht schon. He had too good. Manuel had nothing. Also Ramon klar an der Spitze. Nachher kommt der Michael, der Laurin, Julian. Hinten dran sehen wir immer noch die Sitzpositionen. Wer wo sitzt. Aggression, Frequency. Ja, non, Verschiedene Statistiken, oder eben, you see Michael and Eric are not very aggressive, No. playing a little bit more defensive. Ramon, Jan and Lauring are the three ones playing the most aggressive. ja. Das letzte Mal eigentlich auch wollen, aber sie haben es irgendwie... Ja, und wenn sie es auch nicht sagen, ich hätte ich gerne gemacht. Ich finde, Wir sind auch sehr, sehr stolz, dürfen wir aus dem Casino Zürich zusammen mit unseren Partnern den Stream machen. Das ist ein RFID-Table, ganz neu bezogen mit einem neuen Feld. Die Farben sind sehr schön geworden und so wie es aussieht, fühlen sich auch die Spieler wohl. Man hat genug Platz um einen Tisch, sie können reden. Die einen reden ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, je nachdem. Vorhin mit Anti-Six. Doch, aber ich habe nicht gelernt, Anti. Ich meine, Das machen wir live. Ja, genau. Also es zahlt einer für alle, oder? Wenn du dann auch Sportler bist, hast du mehr schon. Das ist halt im Poker auch noch oft so, wenn niemand nichts hat, dann wird halt einfach gefoldet. Und sie schauen auch so, wie wenn es so irgendwie ein Session und so, das auch im Big Blind auch nachher wieder. So, jetzt ist das eine Hand, wo der Erik kann gewinnen und auch direkt gewinnt. Okay, this is, for example, also a good example. It's a little bit a disadvantage for Eric because he doesn't play too much hands. When he then finally plays a hand and races, everybody thinks like, you must be very strong because you were very defensive, so they fold. Alors oui, il explique Marquito que justement Eric n'a pas joué beaucoup de mains jusqu'à maintenant, donc c'est vrai que dès qu'il commence à jouer, les autres se disent bon bah forcément c'est parce qu'il a quelque chose, parce que sinon jusqu'à maintenant il est pas venu dans le game, donc ils se disent forcément il y a quelque chose là derrière. But if he is smart, he can use this, you know, for his advantage, and then also start playing or racing not so good hands, and the people still believe he only plays very good cards, like premium hands. He can use this for himself. There's also es gibt Leute, die uns auch fragen, du, wie kann ich denn das schaffen? How can I make it possible also to participate on a final table like this? Das ist, das muss man sich qualifizieren über Swiss Casinos. Das ist ja die Schweizer Plattform, wo man kann online spielen und pokern. Dieses Jahr ist es so, dass es verschiedenste Turniere geben, mit Free-Roll und mit Einkaufen. Und das ist über mehrere Wochen gelaufen. Bis jetzt gibt es dieses Event einmal im Jahr, immer ungefähr Anfang Mitte Juni. Letztes Jahr war das erste Mal, dieses Jahr das zweite Mal. Und man hat auch schön das Preisgeld erhöht. Also Swiss Casinos lässt sich da nicht lumpen. Darum kann man dieses Jahr auch 100'000 verdienen. Checkt das doch mal ab, swisscasinos.ch. Dort kann man online spielen. Auch sonst ganz normal, legale Pokerturniere. Und immer mal wieder für die Turniere, die online sind, wo man sich für dort qualifizieren können, heisst SPC, Swiss Poker Championship. N'hésitez pas à aller sur les sites internet, Swiss Casino, Swiss Poker Championship, si vous voulez vous aussi vivre cette expérience, jouer online, essayer de vous qualifier pour des championnats. N'hésitez pas. Ui, das ist jetzt ganz, ganz spannend. So, Manuel hat unglaublich gute Hand. Manuel a une très très belle main. Brelan de 4. Ramon non, mais bon, on le connaît maintenant, Ramon. Ouais, 96% de chance de gagner cette main. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Et surtout, qu'est-ce que va faire Ramon?
Hat er noch eins gereist? C'est Tatsächlich. couché. Il lui donne pas la possibilité de jouer et on entend le bip qui va faire que les blinds vont encore augmenter. Il y a déjà 25 minutes qui sont passées. Yeah. It's quickly, hein, 25 minutes. Hein. Yeah, goes very fast. So I would say this hand the blinds go up to probably 100, 200 and Ça the ante. monte. So this was a very special hand because Ramon was bluffing. Ramon a bluffé sur cette main qu'on vient de He voir. raised Manuel. Manuel bet 550. Ramon re-raised on position number 3 to 1500. And Manuel then decided to re-raise again. Donc Ramon a misé, Manuel a remisé. And then Ramon gave up immediately. Because Ramon then threw away his hand because he was bluffing. Ah, il était en train de bluffer, il avait rien. Maybe it was not the best decision from Manuel to re-raise again. C'est pas une Because he bonne had- décision de remiser pour Manuel. I would not say it was a bad decision, but if he would know that Ramon is completely bluffing, he should let him bluff. Ouais. He would give him the opportunity to bluff. Ouais, So let him do his thing. Il lui a donné l'opportunité de bluffer. Because when you re-raise him and he is bluffing, he's giving up immediately. That's what happened. And Manuel had the position because he was on the button. So, Ouais. but you know, sometimes Il poker avait une bonne players. position. Il avait une Yeah. bonne position parce qu'il avait le bouton. Ça, c'est la meilleure position Yeah. justement parce que tous les autres ont parlé avant vous. Et c'est pour ça que c'est une bonne position le bouton. Konskina, you can watch everybody playing and then you're the last to act. Vous êtes le dernier. This is the power of position. C'est la puissance de la position. And it's very funny, Manuel now has the same hand again. Il a la même main que tout à l'heure, Manuel, une paire de 4. Oh, and the great 3-bet from Julian. Where did that come from? Stark. Et une paire de 7 pour Yann. But he calls because he wants to hit his set again. Allez, on va au flop. Ah, très, très jolie main pour Manuel. Set Il again. le sait. Il check. Que va faire Julian? But he check it. Now Manuel has a full house. Alors, Manuel a une full house. Donc, 3, 4 et 2 dames, hein, full house. Qu'est-ce qu'il fait? Il va miser 1300. Oh, Julian re-raises Et again. Julian remise 3000. Il y a 8100 chips dans le pot. Il se regarde, en tout cas Julian regarde Manuel, qu'est-ce qu'il va You see faire? how Julian stares Ouais. down Manuel? Ouais. Là, il se regarde du coin de l'œil. This is great stuff. Ah, ouais. See, this time he only calls. He learned his lesson already. Eh oui. Il a appris de son dernier And cours. he's probably going to check now. Ouais. Il check. He's giving Julian the opportunity to bluff. Voilà. Il donne l'opportunité à Julian de bluffer. Regardez comme il le regarde, comme il cherche des indices dans son visage. Mais Manuel le reste. So Julian is now thinking, Il pense. with which cards did he call my re-raise 2 times? Qu'est-ce qu'il a comme carte pour remiser comme ça 2 Yeah. fois? Can I win Qu'est-ce with qu'il my fait? 3? Est-ce que je peux Or gagner do I have avec... to bluff? Est-ce qu'il faut que je bluffe ou est-ce que je peux gagner? C'est ça la question. Now Manuel watches at him for a second. On vous laisse déguster ce moment
de tension. Yeah. Julian is in the tank. Par contre, les lunettes de soleil avec le miroir, c'est c'est geil. pas une bonne idée. Hein. So we see Manuel's hands or his own hands. Ah, he checked. Julian checked. Needs to show first. Ils doivent montrer. Oh, hey, look. Everybody's smiling. Yeah. So Julian can be very happy he did not bluff. Ouais. Of course, he is a bit angry about himself, but it was a great play. Es war ein geiler Spielzug, Julian. 3-2 suited ist zwar schon nicht gerade die Welt, aber er hat doch nach der Position gehabt. Auf jeden Fall ambitioniert. Aber es ist natürlich auch Pech. Also ich meine, der Manuel hat jetzt zweimal nacheinander Set gefloppt. He flopped a set of fours 2 times in a row. Wenn es so hart gespielt hätte, dann wäre er eingegangen. Weißt du, das Set klappt. Also. Immerhin gegen 4 verloren. Ja, das war eine ganz spannende Hand. Manuel back-to-back, Set 4, sehr cool. Und das mal auch bedeutend, oder das mal wirklich gut gespielt. Das ist super, das freut mich sehr. Natürlich für den Manuel. Gerade mal schauen, woher der Manuel ist 33, spricht Deutsch und Englisch und hat schon vor vielen Jahren angefangen zu pokern. Er war auch schon mal an einem Finaltisch. An einem grösseren Turnier dort leider als 9. rausgeflogen. Das wird heute sicher nicht passieren. Er hat auch schon in Deutschland und in Tschechien gespielt, in dem Fall höchstwahrscheinlich in Roswadov, das grösste Casino in Europa. Steigen wir in die nächste Hand rein. 2 heures de jeu. On est à 2 heures de jeu, Marquito. Mhm. Et on sent que maintenant on rentre vraiment hein, dans le game. Hein. On sent maintenant que l'attitude, elle commence à changer. Les joueurs commencent à se connaître. Hein, ils commencent à s'observer. And now we're going to be in the break after this level, so... Oui, après ce niveau-là, il y aura une petite pause, bien sûr, parce que c'est très physique. Hein, c'est un sport. Le poker est un sport. D'ailleurs, on en a vu 2 qui se sont déjà levés pour se dégourdir un peu les jambes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui n'ont pas bougé d'une oreille. Voilà, je le disais justement. So, wir sehen, 3 Spieler sind in dem Pot. Ramon mit Dame 10, das heisst, er hat einen Gutshot. Eric mit dem Paar 5. Auf dem Turn hat der Ramon checkt. Donc on parlait de la Beziehungsweise pause. Ramon und der Turn hat der Ramon, im Flop hat der Ramon bettet, der Eric hat called. Now comes the Queen. Then check the Ramon. Now Ramon is trapping. And he checked. Probably, ich denke, der Ramon hat jetzt bettet. Yes, korrekt. Ja, korrekt. Der Ramon setzt jetzt natürlich, denkt, er ist vorne, was er auch ist. 1800. He bets out 1800 and now Eric has to think about to call. It would be a light call, a difficult call. But he also called the flop with the check 8, so he was convinced he's ahead. So maybe Ramon convinced him to call now again. It's an interesting decision. Because nobody wants to get bluffed from Ramon anymore. Yes, this is the psychology of the game. They really don't want to get bluffed, especially from Ramon, because he plays so much hands, he's so active.
he's the most annoying player. Ouais. But not in a bad way, in a poker way. Ouais. C'est un très très bon joueur et pas tout le monde a envie d'aller face à lui au duel et encore moins pour bluffer parce qu'il est très très bon. So in 15 Minuten haben wir das erste Mal Pause. 15 minutes et il y aura la pause. Der Ramon, der Erik lässt sich jetzt ein bisschen Zeit. Entschuldigung, von ihm haben wir nicht so viele Informationen. Zumindest wissen wir, dass er aus Montreux kommt, dass er 35 ist. Er ist der älteste Spieler und auch experienced, also mit Erfahrung, aber er hat jetzt aufgegeben. Gut, alles richtig. Toujours Ramon en tête de ce tableau, des fréquences, de l'agressivité sur cette table finale. Il s'est vraiment imposé dès le départ, Ramon. Et il garde le cap, en tout cas, face à tous ces joueurs. Après, voilà, c'est un joueur qui a énormément d'expérience. Il a plus de 15 ans d'expérience. Et sa variante préférée du poker est le pot limite Ohama, où pourtant, normalement, les montants des mises sont limités à la taille du pot, ce qui n'est pas le cas ici aujourd'hui. Pourtant, il s'impose aujourd'hui. Il a déjà joué en dehors de la Suisse. Il a déjà joué une table finale. Donc, il a déjà une certaine expérience. Oh. Et il doit avoir un caractère comme ça aussi. Pourtant, on ne dirait pas. Yeah, Hein, he has a good table presence. Ouais. They already know he plays a lot. Sometimes they don't know what he has. He's bluffing. Sometimes he has it. He's putting a lot of pressure on the other players. And as a poker player, of course you want to be friends with the others, but you also want to put on some pressure with them so they don't feel too comfortable. Et on sent comment les autres le regardent. Et même au niveau des physiques, hein, vous voyez comment il est positionné par rapport aux autres. Il est là. He's present. He's here. Yeah, he's the absolutely. boss. For the moment, he's the boss. On sent d'autres un peu plus en retrait en ce moment, notamment Eric et je ne sais non maintenant. Sandro également un petit peu en retrait en ce moment. So, der Laurin. Oh, das ist gut. Der Laurin auf dem Button. König Jack Offsuit raised 500. Sandro hat eine sehr gute Hand. Will den Pot nicht zu teuer machen. He doesn't want to inflate the pot too much. So he's calling with the King Queen. Alors, Sandro et Laurin. Das ist sehr guter Flop für den Laurin. Even you see he's still the underdog of winning the hands, but he raised pre-flop. He has the king of spade. He bets and wins. Easy game. Easy game. Easy for you, Marquito. Easy for you. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist natürlich viel einfacher, wenn man natürlich Karten sieht, was die Spieler machen. It's way easier, to talk like this because we see everything. We have all the statistics. We see the behavior. We see the cards. In this last hand for Sandro, I mean, he had a nice starting hand, but after a flop, he did not hit a king or a queen, and he had no spade in his hand. So if somebody bets, it's very difficult for him to continue with his hand. Ouais. Ce que dit Marquito, c'est clair, c'est que c'est facile, nous, de parler, on voit tout, on a les statistiques, on a les pourcentages, mais c'est vrai que d'être autour de cette table, de vraiment ne pas savoir ce que les autres ont dans les mains et d'être en live, parce que c'est pas comme online, hein, c'est quand même une autre dimension, eh bien voilà, c'est beaucoup plus compliqué, ce qui est normal. Main 44 et on aura une pause d'ici une dizaine de minutes pour les joueurs, mais vous continuez à regarder sur le stream parce qu'il y a des interviews, il y a plein de choses, donc ne bougez surtout pas. So Eric decides under the gun to raise a6 suited. Suited means he has the same color. Oui, donc il a In un As et 6 de la même couleur. Il a été le premier à parler parce qu'il est under the gun, donc il a misé 500. Ramon spielt mit. Et il suit, Ramon il suit. Ja, genau. Suited doesn't look like a very nice hand. And Jan has exactly the same idea. On va voir ce qui va suivre dans le flop. À qui va aller la préférence?
and that's also poker. Der Flop ist auf jeden Fall gekommen, wir sehen ihn noch nicht, da ist er. Nobody did hit anything. Personne. So who is going to win this hand? Sonja? Qui va gagner cette main Eric. Yes. Vous avez vu, Marquito, je suis concentrée. Hein. No, it is very, very important because he raised under the gun before the flop. Normally Right. this means you have a good, strong hand, Right. and then two players with weak cards, bad cards, elect to call. Then comes a flop, and they don't have anything. Then you keep betting as a pre-flop aggressor, and they fold. This is the plan. So very well executed, Eric. Bravo, Eric. Oui, les romans sont capables Genau. aussi. Hein. Et attendez, le seul roman autour de cette table, il faut qu'il s'impose maintenant. Genau, der Erik ist ja aus Montreux und auch Französisch sprechend. Darum redet er auch nicht so viel am Tisch. Spielt aber auch gut. Und alle sind noch im grünen Bereich. Das ist bereits die 45. Hand. Das ist eigentlich nicht so schlecht in knapp 2 Stunden. 45 Hände. Ich denke, gefühlt spielen wir relativ viele Hände. Also 45 Hände durch 120 Minuten. Sagen wir 4 Minuten pro Hand. Das ist nicht so schlecht. So they play very disciplined. And we play a lot of hands, which is great. Wir hoffen, dass ihr, liebe Zuschauer, alle immer noch euch wohlfühlt. Nachher ist eine Pause, etwa circa ein bisschen mehr als 10 Minuten. Da kann man sich ein bisschen gut erfrischen, das Bett hinein im Pool, einen Drink holen, ein Bier, ein Hawaii-Schirmchen. Und dann machen wir 15 Minuten Pause und dann sind wir dann wieder zurück. Jetzt sind wir aber noch und die Hand ist auch wieder spannend. Ramon hat jetzt wieder 3 bettet und die Pocket Fives rausgebracht. On a toujours Ramon en tête en chip leader. Sandro qui est beau dernier. Pourtant, alors lui, il est expérimenté. Hein, Sandro, 10 ans d'expérience. Il n'a jamais été à Las Vegas, mais il aimerait beaucoup aller à Las Vegas. Et c'est lui qui saluait un petit peu tous ses amis qui nous écoutent en ce moment sur le stream. Hein, donc son coach, un KSOS, Diffrochen, Foggy Basket, Argao et sa famille. Vous rigolez quand je dis Diffrochet, hein, ça vous fait rire. I don't know exactly what this is. It's probably a group. Yeah, I think so. Maybe something from Fadi, or maybe it's a name of friends. Yeah. Sure. And KSOS is probably his class because he's a teacher. And it's very nice from him that he sent out greetings to the school and in his class. And very hopefully some of them are watching. If you guys want to write us something, go on Instagram, Swiss Casinos. And then write us if you have questions, if you want to send out greetings, if you want to say something, and then we see if you can include it in the stream. Quelques minutes avant la pause, donc on a commencé à jouer à 13h, donc voilà, ça va leur faire du bien quand même, une petite pause, c'est important, c'est très très physique, hein. Et on est parti en tout cas pour une finale qui va durer peut-être 7-8 heures, donc voilà, il faut rester concentré, en plus il fait quand même chaud autour de cette table avec tous les spots, et donc voilà, ça demande beaucoup de concentration, donc une petite pause, ça va faire du bien à tout le monde. Yeah, and you hear Ramon, he bet, he get 3 betted from Sandro with the pocket queen, so he had a queen and a queen. And then he folded and he said, because you 3 bet me, the only hand I would call you this 3 bet is aces or kings. So he gave him some information.
Pour l'instant, on n'a pas d'élimination pour l'instant. À quel moment on va commencer à voir des joueurs être éliminés? That's very difficult to say. It really depends on the setups. Maybe sometimes two very good hands hit hard and then they're gonna play for all. I don't expect anybody to leave the table before the first break. So like the next 10 minutes in the planning, I don't think somebody eliminated before, but maybe in the second part, so hour 2 to 4, I think we're going to lose one or two person. Ouais, je pense aussi qu'on va... Là, jusqu'à là, en tout cas, la première pause, on n'a pas eu d'élimination. C'est une bonne chose. Mais ça risque de commencer peut-être après la pause. On va peut-être commencer à perdre des joueurs autour de cette table. Est-ce qu'on perd forcément ceux qui ont moins de chips ou pas forcément? We lose the player have not too much chips or not? Is not this one? Yeah, but it can happen now because when you lose a few pots and you get down with the chips, then sometimes comes the moment where you have to do something. And But you it's can't. but still, you know, now is 100, 200, and so even Sandro has like something around at least 8,000 or 9,000 chips, so that means he has 40 blinds. 40 blinds. 40. This Yeah. is a lot. 40, it's too much. Normally Yeah. you don't go broke with 40 blinds. Okay. Ce qu'on le disait But tout it's à l'heure. poker, everything can change in a C'est second. ça. Le poker, tout peut arriver, tout peut changer surtout. Et comme on le disait au tout début, enfin peut-être vous venez de nous rejoindre, mais le plus important, c'est pas vraiment le nombre de jetons que vous avez, mais c'est le nombre de big blinds que vous avez jusqu'à la fin du tournoi. En tout cas, les experts de poker, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et ils ont tous débuté avec 15 000 jetons. Et toutes les 25 minutes, ça monte, ça monte. Donc, il faut s'accrocher en tout cas. Le Texas Hold'em, qui est le jeu le plus joué au monde. Yep. Il faut 5 minutes pour l'apprendre, plus ou moins, les règles, et toute une vie pour le maîtriser. Vous êtes Ganz d'accord genau. avec ça? Yeah, 5 minutes to learn, a lifetime to master. That's what you said, right? You learn every day, no? Yeah, it's true. Yeah, and you also evolve your game. Yeah. And your attitude evolve too. Exactly. Now, for example, very special. Jan elected only to call with his hand. He didn't want to 3-bet because when he 3-bet and Ramon would raise again, for example, then he would have to play for all his chips. He didn't want that, so he only calls 600. This opens the doors for other players. For example, from Manuel. Yeah. It's a very good quality of playing, I tell you that. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a une bonne main qu'on en fait forcément quelque chose de bien. On l'a vu tout à l'heure quand il y avait deux as, je ne sais plus qui avait deux as. C'est pas forcément, c'était notre ami, je vais y arriver. Notre ami Yann, non, notre ami Julian, pardon, notre ami Julian qui avait deux as. Il aurait pu faire beaucoup mieux, il aurait pu gagner beaucoup plus de chips s'il avait peut-être un peu plus de technique. Donc, Yes, but he didn't want to risk too much. il n'a pas voulu risquer trop, c'était au tout début du jeu. Hein. And this is a special. Yeah, Right. that's very nice. Very, very happy to see that. And I really hope for an action flop. There Alors, it is. deux paires des deux côtés. Hein. Mais une chance, 74% de chance pour Yann de remporter cette main. So the pre-flop racer, the Manuel, hat in Position 3-bettet. Und in einen Pot von 5000 setzt er jetzt 1800. C'est la dernière main avant la pause. Yann en pleine réflexion.
as long Jan knows or thinks he's not playing against an overpair like jacks or queens or kings, he has to call. Check. Und man sieht da bereits, fast 9000 Chips sind bereits im Pot, already in 8,700 chips in the pot. And Jan only has pot size bet behind. Et vous avez entendu le bip bip qui annonce qu'on va encore augmenter les mises. Et là, c'est le face-à-face Yann Manuel. Spannend. Man sieht jetzt auch, dass das jetzt auch wirklich, das ist jetzt eine schwierige Decision, weil eine Dame oder ein Bub hätte er können treffen, den Manuel. Let's see if he pulls the trigger. No, he checks. Oh, Jan is going to be very happy. Yann est très content. Yeah, look. Look. Oh, Il a regardé au ciel. Yeah, because he wins 5,000 chips. Il a gagné Das ist 5000 jetzt. jetons et c'est l'heure de la pause. On va retrouver tout ce qu'il y a autour de ce championnat suisse de poker. Avec peut-être des interviews. Ganz genau, das ist jetzt das, was ist. Die Spieler haben 15 Minuten Pause, der Stream läuft natürlich weiter. Wir werden jetzt bald ein Interview einspielen. Und ich würde sogar sagen, weil das so eine gute Idee ist, dass wir das jetzt gerade sofort machen, schalten wir doch gerade direkt ins erste Interview. On retrouve des interviews tout de First suite. interview of the day, I would say. Et on se retrouve dans un instant. Yeah, whenever you're ready, we're ready. Yes. Toujours ici en direct du Casino de Zurich. En direct du Casino de Zurich pour cette table finale championnat suisse de poker organisé par Swiss Casino. Et moi, j'ai le grand retrouver le directeur, monsieur Marc Baumann. Bonjour. Enchanté, Sonia, merci beaucoup. Quel plaisir de vous retrouver pour cette édition 2022. Alors, on se retrouve pour ce championnat suisse de poker. Pourquoi Swiss Casino l'organise? Quel est l'objectif de ce championnat? Oui, nous sommes le leader du marché suisse, d'abord une fois ça, et puis nous sommes aussi les premiers qui ont mis poker en ligne en Suisse, et c'est clair que nous voulons, avec cette possibilité, montrer le poker à un public large et emmener les gens dans ce jeu très fascinant. Et à qui s'adresse Swiss Casino? À qui vous voulez vous adresser exactement? Nous nous adressons à tout le monde qui veut venir, tout le monde qui veut jouer. Naturellement, nous savons, il faut un peu de connaissances, il faut de la tactique, et c'est pour ça qu'on voit ici, naturellement, il y a un peu quand même les grands gens qui sont au final maintenant, mais tout le monde peut y participer. Et donc l'année passée, on a vécu une édition magnifique, en 2021, malgré la situation qu'on connaît. Quel a été l'impact de l'édition 2021 sur le poker en ligne, justement, de Swiss Casino? Nous avons très bien pu voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le poker, qui sont renouvelés. Il y a comme un peu une renaissance du jeu et nous sommes très contents qu'on peut élargir un peu et entrer dans ce marché et de ressortir les gens dans le jeu. Et ce qu'on voit maintenant, il y a eu beaucoup de participants et puis c'était quand même très intéressant. On est très contents avec ça. Alors pourquoi cette formule, c'est-à-dire de jouer jusqu'à la demi-finale online et puis la finale comme ça en direct à une table? Je crois que l'avantage de jouer online, c'est que tout le monde peut y participer parce que s'il fallait faire tout le trajet, je crois il y aurait beaucoup moins de participants. Et je crois l'intéressant, c'est de voir les gens à table ici, le final, mais de faire tout ça. Mais l'idée, avec votre question, qu'on a quand même un peu eu, c'est peut-être pourquoi pas faire des pré-finales dans les régions, peut-être en Suisse, quelque chose comme ça. C'est une idée seulement. Une très bonne idée. Et pourquoi cette finale au Casino de Zurich? Comme vous le voyez vous-même, il y a une grande infrastructure très professionnelle et on ne pourrait pas installer ça dans tous nos casinos. Ça, c'est au fond la raison principale. Mais aussi ici, on pourrait, pourquoi pas une fois, par exemple en Suisse romande ou quelque chose comme ça, un changement. Mais en ce moment, on reste à Zurich parce que tout est préparé là. Alors là, on est au cœur de cette finale. Vous, c'est quoi la finale que vous souhaitez, que vous rêvez, que vous attendez, Monsieur Baumann?
Oui, l'année dernière, on avait un final. On a vu que très rapidement, on était à 2 personnes au fin, puis ça durait longtemps. C'était très passionnant ce qu'on a vu. Et cette année, j'aimerais plutôt un plus progressivement, lentement, et puis de voir, et puis toujours un peu voir qui gagne et qui va en place 2, en place 1. Ouais. Un peu plus progressivement que l'année dernière, mais ce qui se passe, c'est le jeu. Hein. Ouais. Et il faut dire que les 8 finalistes vont de toute façon repartir avec quelque chose. Hein. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, est-ce que vous souhaitez maintenir ce format de finale et est-ce qu'on peut déjà se réjouir de l'édition 2023? Naturellement, quand on est en deux pour les championnats, il faut continuer. Oui. C'est notre but. Et puis, naturellement, on va aussi un peu développer le jeu et puis continuer à développer, mais je crois qu'on y reste là. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos joueuses, nos joueurs de poker? Oui, d'abord, il faut observer vos adversaires quand vous êtes dans le jeu, ça c'est clair. Apprenez leur comportement, comment ils sont dans le jeu et évaluez toujours et calculez vos probabilités. Ça c'est très important, mais le plus important c'est amusez-vous bien. Ah oui, c'est sûr. Et vous, Monsieur Baumann, personnellement, qu'est-ce qui vous fascine dans le poker? Oui, c'est la tactique qui me passionne quand même. Et puis, je dois dire un peu, j'ai aussi appris un peu quand je fais des négociations. Oui. J'ai un peu appris au poker, je crois. Ouais. De voir un peu comment on fait, comment on parle. Et je vous ai déjà une fois raconté, je crois qu'on dit aux États-Unis, on ne devient pas président si on ne sait pas jouer au poker. Je crois que c'est un peu... Et on apprend une tactique. Il faut avoir le poker face, en fait. Mais est-ce qu'on a le droit de vous demander si vous jouez au poker vous-même? Naturellement, vous avez le droit. Je joue, surtout en famille, avec des amis. Mais là aussi, il y a des fois un peu des moments d'émotion. Ah oui. Ça fait part du jeu. Hein. Alors, le championnat suisse de poker, c'est le seul de ce type en Suisse. Comment Suisse Casino parvient-il à être toujours aussi innovant? Vous voyez, on est dans une branche très réglementée par la loi. Et je crois, pour démarquer ici, il faut avoir des nouvelles idées. Et notre objectif, c'est de gagner dans le marché, de se mettre un peu en place prioritaire avec des innovations, avec des nouvelles idées, comme les championnats de poker, mais aussi comme on a dernièrement commencé à mettre la Gambling Night Show, qui a un succès, qui va, j'espère, encore mieux. Et c'est là où on peut aussi aller plus loin. Et surtout, je vois aussi que dans nos employés, ils aiment ça, l'innovation, et ça les attire, et puis ça fait tirer quelque chose, parce que ça donne quelque chose dans leur cœur. Ouais. Peut-être, si je peux me permettre, le Gambling Night Show, c'est vraiment pour donner la possibilité à tout le monde de jouer, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Donc ça, vraiment, aller voir. Entrer dans le jeu, et puis voir sans que ça vous coûte quelque chose, sans risque et tout ça, et puis c'est en même temps qu'une show de TV, et puis c'est vraiment très bien, je crois. Allez voir sur le site internet, vraiment, ça vaut la peine. Pour terminer, une petite question, Monsieur Baumann, votre porte-bonheur? Le porte-bonheur du directeur, c'est quoi? J'ai une vieille, j'en ai vraiment un, c'est une vieille clé rouillée qui est à côté de ma porte, qui me donne la clé. C'est la clé du bonheur, mais c'est la clé du bonheur du cœur, parce que je crois le bonheur, le vrai bonheur, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à Marc Baumann qui a répondu à nos questions. Nous, on va retrouver à cette table, on va retourner à cette table finale de poker, championnat suisse de poker organisé par Suisse Casino. On retrouve bien sûr Marquito Muller et moi-même pour les commentaires. À tout de suite. Faites pour jeu.
Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. Les deux sont faits et un ne va plus. 7 rouges. Mesdames et messieurs, faites au jeu. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. Les deux sont faits et un ne va plus. 7 rouges. Mesdames et messieurs, faites au jeu. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos.
gehört mich in der Wunderbar. Dann machen wir jetzt weiter mit 150, 300 und einem Entity von 50. Alle Entis bitte. 50 von jedem. Und der ist unfreeze und wird geschoben. Das ist bei dir. 50 von jedem bitte. Vielleicht den Service noch machen? 50, ja. 50. Du kannst schon den Service noch machen. Das bin ich Cola. Trinken noch jemand was Mineralwasser? Mit, ohne? Mit. So. Also. Weiterhin viel Spaß. 150, 300 wird gespielt. Stopp. Nein, drinnen lassen. So, folgt. Von Platz 3. Platz 4. Folgt. Und da sind wir schon wieder zurück, liebe Leute. Immer noch Swiss Poker Championship am Spielen. Blinds bereits auf 150, 300 und 50 Ante. Die Spieler können kurz ein bisschen Pause machen, bei vertreten etwas trinken. Jetzt gilt es wieder voll konzentrieren. Wir spielen immer noch um total 100'000 Franken. Der Gewinner nimmt 22'000 und ein World Series of Poker Package mit heim, wert 15'000 Franken. Davon ist der Turnier bei Ihnen schon 10'000. Das Turnier wird dann, der Main Event wird dann in Las Vegas gespielt. Für alle die sich gefragt haben, warum sitze ich nicht am Tisch? Wie kann ich mich qualifizieren? Zurzeit gibt es das Turnier einmal jährlich. Man kann sich online qualifizieren auf swisscasinos.ch. Da gibt es verschiedene Arten, sich zu qualifizieren. Die besten 8, die sich dann durchgesetzt haben, sind die wir heute sehen. Das ist Position 1 Michael, Position 2 der Laurin, Position 3 der Ramon, auf dem 4 sitzt der Sandro, das 5 ist der Jan, das 6 der Erik, 7 der Manuel und 8 der Julian. Alors, de retour de cette pause, on a pu voir pendant la pause des joueurs, certains parlaient entre eux, certains en profitaient pour manger quelque chose, pour boire quelque chose. Et puis, un des joueurs marchait tout seul, je ne vais pas dire lequel, mais marchait tout seul dans le casino pour se concentrer. Et on peut voir un changement de tenue pour Ramon qui a mis une veste maintenant autour de la table. Une petite touche d'élégance comme ça pour Ramon. Et également un petit changement avec petit foulard autour du cou. C'est le petit moment fashion de cette finale. Et c'est notre ami non pas Manuel, notre ami Manuel, oui, qui a mis un petit foulard autour du cou. Voilà. Et donc vous étiez en train de donner les positions également des joueurs. Yes. Et donc position 1. No, Manuel is position number 7. Level 7, for example. Ouais. Alors, but now this first hand, it's good to see Eric wins this hand with he hit the king, so king high hits and win. This is great. Eric a gagné cette main et ça fait déjà plusieurs mains où il commence à y aller. Hein. C'est un diesel, Eric. Hein. He needed a bit of time to come in to the right voilà. flow. C'est un Suisse romand. You know. Il y va Genau, tranquille. aus Montreux. De Montreux. Wir sind weiterhin immer noch live aus dem Casino Zürich. Das ist die Swiss Poker Championship, Schweizer Pokermeisterschaft, live aus dem Casino Zürich. Zu gewinnen gibt es einiges, unter anderem das WSOP-Package wert 10'000 Franken. Das heisst, der Gewinner nimmt so ein Ticket mit heim und darf das bald einmal in Vegas ausspielen. Ich danke Swiss Casinos für das tolle Event, organisiert in Zusammenarbeit mit Poker. Die Homepage wäre mmpoker.ch, unserem grossartigen Technikpartner Auviso, unser Top-Filmer, den wir am Start haben, Project Axel Foley, natürlich Swiss Casinos und unser Editor, nicht zu vergessen, ganz wichtig, der für Grafik und all die Einblendungen auch zuständig ist. Das ist unser Guido.
Donc on va rappeler qu'on est ici en direct du casino de Zurich pour cette finale du championnat suisse de poker organisé par Swiss Casino. 8 finalistes qui vont s'affronter, donc qui s'affrontent déjà depuis plus de 3 heures maintenant pour une cagnotte de 100 000 francs. Le grand gagnant aujourd'hui remportera 22 000 francs et son World Series of Poker Package, et ils vont tous repartir avec quelque chose parce que même le dernier repartira avec 3000 francs. Un grand merci à Swiss Casino pour cette organisation. Et d'ailleurs, on en parlait un peu avec la direction tout à l'heure, mais cette année, le niveau est haut. Cette année, le niveau est très haut au niveau du jeu, au niveau des joueurs. Ils ont dû se battre pour arriver à cette table finale. Et donc, ça nous fait penser que l'année prochaine, ce sera encore plus haut. Das ist möglich. Ouais. Dieses Jahr ist es schwieriger gewesen, sich für das Finale zu qualifizieren. Dafür sieht man jetzt die Qualität, la qualité des joueurs. Ouais. Es ist sehr gut, ist besser geworden. Es ist ein gutes Niveau. Wir haben schon sehr viele Races, 3 Races, 3 Bets und Sachen gesehen. Also das ist gutes Poker, das da gespielt wird. Das heisst, ist auch interessant zum Zuschauen. Auch jetzt sehen wir ein Race von Michael aus dem Hijack. Der Ramon mit einem Ass geholt. In Position. Alors, Michael, quelle bonne chance pour cette main avec une paire de 9. Ramon. Michael ist jetzt first to act. Beide checken. Tching. Ah. Brelan de 9 pour Michael. Là, c'est vraiment l'expérience contre la non-expérience. Michael, tout jeune, pas d'expérience. Ramon, on a pu voir un leader autour de cette table. Il faut y aller là. Jetzt ist es spannend zum Schauen, finde ich super, haben wir ihn hier in der Totalen. Was macht er jetzt? 800. Because he cannot lose the hand anymore because he has a set, except he folds. Michael has a full house. Full house pour Michael. On commence à sentir quelques gestes de nervosité. Gibt es vielleicht auch der eine oder andere, fragt sich, ein Full House, was soll das? Ein volles Haus, das bedeutet, er hat 3 Neunis und 2 Zehnis. Und der Ramon hat einfach nur ein 7. 3500 und Platz 3 Fold. Yeah, Insta-Fold after a bet of Michael. He drags this pot in. Hier sieht man die Payouts, also es sind grosse Sprünge zwischen Rang 8, Rang 5, dann zum Beispiel Rang 1. C'est les prix, hein. De quelle façon les prix vont être distribués. 22 000 francs pour le premier avec un World Series of Poker Package, 17 000 pour le deuxième, 14 000 troisième, 11 000 pour le quatrième, 8 000 pour le cinquième, 6 000 pour le sixième, 4 000 pour le septième et 3 000 pour le dernier. Mais c'est quand même 3 000 francs. Ja, ist immer noch. Ist einiges. 53e main de cette finale. Kann ich auch gerade sagen. Michael auf Position 1, andere Gun plus 2 ist seine Position. Alors Michael qui parle en premier, mise 700. Qu'une paire de 3. Wir sehen viele 3 Bets. Ja, das ist halt zum Beispiel, der Jan hat jetzt schon mehrfach schwierige Entscheidungen gehabt, weil er halt immer nach dem Ramon sitzt, der oft 3 bettet. Aber der Michael lässt sich nicht rausdrücken. Oder noch nicht. On retrouve Michael et Ramon en face à face.
Das Bärli gegen die 2 Overcards. Heads up. Okay, Platz 3. Okay, 1600. Das ist natürlich offensichtlich ein schwieriger Flop für den Michael und darum muss er auch aufgeben. Das ist das Problem, wenn man mit kleinen Pärchen spielt. Pärchen 2, 3, 4, 5. Ist dann meistens, wenn der Flop kommt, 1, 2 oder meistens 3 Overcards. Bis jetzt sind der Sandro Position 4 und der Julian Position 8. Die 2 Herren, die am unter Druck stehen. Sie haben zwar immer noch genug Chips und genug Blinds. Blinds steigen alle 25 Minuten. Alors, je sais que vous aimez bien les anecdotes, Marquito. Vous en voulez encore une? Quelle anecdote? Anecdote. Vous ok. voulez une petite Yeah, anecdote? please. Alors, les World Series of Poker, ils ont débuté en 1970. Il y avait 7 joueurs seulement à l'époque. Avec Vous avez 7 vu? joueurs. 7 joueurs, voilà. Yeah. Comme quoi, And you know who won? alors vous m'en demandez un petit peu trop, mais comme quoi, c'était à peu près le nombre d'aujourd'hui, et c'était les World Series of Poker. Yeah. Et vous voyez, en 30 ans, 40 ans, 50 ans, comment ça Yeah, ça a augmenté. nowadays between 8, well, let me see, like 6,000-7,000 people play the main event. Comme quoi. Which is crazy because the main event you have to buy in for $10,000 US dollars. Ouais. C'est It's impressionnant. Hein. quite a lot. C'est vraiment une croissance exponentielle des chiffres de fou pour le poker. C'est un jeu passionnant, il faut le dire, avec beaucoup de stratégie. Il faut une vie pour peaufiner son art, sa technique, même s'il faut 5 minutes pour apprendre les règles. Wow, this is absolute dream flop. So, der Ramon hat graced on the hijack. Der Sandro hat re-raised. Darum ist es bereits 5000 im Pot. Jetzt hat er natürlich einen Top-Flop gefloppt. Ramon qui compte sa montagne de jetons. Oh, look, he's not sure. No, he's going No. to fold. See, he is good. Ouais, Stark gespielt. il a hésité. Auch leicht glücklich, dass das andere also Light 3 bettet und dann das Ass trifft plus noch der Flush drauf. Aber ist gut. So, Sandro is back in the game. Ich hoffe, alle seine Fans haben Freude. Natürlich die vom Ramon, vom Jan, Julian, Erik, Laurin, Michael und so weiter. Natürlich hoffentlich alle auch. Ich erzähle jetzt weiter. Man kann immer noch auf pokerchampionship.ch kann man sich einloggen. Wenn ihr vielleicht noch jemanden kennt und denkt, ihr könnt es interessant finden, was da läuft, das Turnier, könnt ihr ihm das weiterschicken. Wir sind bereits in der 55. Hand. Vous voulez traduire un peu ce qui se dit autour de la table là en ce moment? On entend les joueurs parler entre eux. Ils parlent de quoi? Ja, ein bisschen reden tun sie manchmal schon. They do speak a bit, but not during the hand. Call, Slot 7. Fold, Plus 8. Alors, voir si vous êtes attentif un peu sur le côté plus fashion de l'event. Est-ce qu'il y a un autre changement à part la veste? Regardez, vous l'avez en gros. Quel changement il y a encore? Non? Absolutely. Vous voyez, Julian, il a changé quelque chose. Il a des lunettes maintenant. Il n'avait pas de lunettes avant. You see? He wanna see very clear now. Yeah, sure. Now he can see very clear. Yeah.
Alors ça veut dire qu'il a fait toute la première partie sans ses lunettes. And he's also in this hand. So both checked. Then Eric tried to steal the pot, but Julian is not ready to give up. And the 9 is not the best card for Eric. You know why? Because if Julian was sure that Eric doesn't have a 9, so he calls, and now comes another 9, this makes the chances lower that he has a 9. But this looks like a big bet, and he takes it home. Oh, okay. Il sait qu'il n'a pas de 9, pourquoi il sait? Well, because if it comes another 9, it's only 2 9s left in the deck. There's total 4 9s, and if a 9 is there and comes another 9, the chances are very slow that you as a player have a 9 in your hand. Oui, donc si on a déjà 3 sur la table, c'est comme s'il y en a So très when peu the de board chance. pairs, it's sometimes a bit difficult for the players, because then you say like, yeah, okay, the board paired, so the chances that you have this card is lower now. Ouais, très peu Then de you chance. keep calling. But he bet a lot, so Eric is decided now to start at the next phase. So he's now in Phase 2, playing a bit more, being a bit more aggressive. Il commence à être plus agressif pour vous, Eric. I think he's starting now. Il commence maintenant, ouais. Mais peut-être parce qu'il a des meilleures mains qu'au début de ce championnat où il avait très peu de mains. Ou bien c'est vraiment son attitude qui est en train de changer. Now he just played the position. He was on the button, so he had position Il a une everybody. bonne position, ouais, c'est vrai. Juste avant le bouton, c'est une très bonne position. Parce que tout le monde a parlé avant vous, tout le monde a fait une action avant vous, donc c'est plus simple. Laurin hat 10 insuited, andere Gun. Oh, gut. Wer immer uns schreiben oder Fragen hat, geht doch bitte auf Instagram, Swiss Casinos, stellt eure Fragen. Wir versuchen die zu beantworten oder im Stream integrieren. Ihr könnt uns auch Grüße schicken, wenn ihr wollt, falls ihr einen Spieler kennt, verwandt sind, verliebt sind. Da sieht man gerade, follow us on Facebook und Instagram. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur Instagram de Suisse Casino, sur Facebook également. Donc si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous voulez, des messages que vous voulez passer également aux joueurs, ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous nous faites un message sur Instagram Suisse Casino. Platz 5, Goal, Platz 6, Goal, Platz 7, Goal, Platz 8. Jetzt hat er einmal eine richtige schöne Hand. King Jack suited. Goal, Platz 2. Ja. Goal. Laurin zahlt. Wir sind Heads up. Wir haben mal einen schönen Flop hoffentlich. Ah, c'était un check bien assumé. Check, Platz 3. Bet 700. Platz 2 folded. So Laurin decided not to get into any troubles. Ouais. Just check fold. Yeah, Ramon a very préféré se understandable. retirer. On approche les 3 heures de jeu pour ces 8 finalistes. Pas d'élimination encore. Ils sont tous là. Avec forcément un joueur qui se différencie un peu des autres, en tout cas qui s'impose un peu plus autour de cette table. C'est Ramon, on le disait tout à l'heure, mais tout peut changer, tout peut évoluer. Hein. On voit que les autres joueurs commencent à rentrer aussi un peu dans le game. Donc c'est une table essentiellement de Suisse allemand.
Et il y a juste Eric qui nous vient de Montreux, de Suisse romande. Unique finaliste à parler français. La fourchette d'âge, c'est entre 20 et 40 ans à peu près. Beaucoup de jeunes. Raise 750. 750. Platz 7 Volt. Platz 8 Volt. Platz 1. Und auch die disziplinierte Volt vom Julian, Ass 4 off. Volt, Platz 2. Oder? Wie gesagt, der Eric ist jetzt ein bisschen verwacht. Wird jetzt aber wohl höchstwahrscheinlich 3 bettet. Laurin geht jetzt durch den Denkprozess und entscheidet sich für wie viel. Race 2800. Platz 3 Volt. Das ist ein zünftiger Re-Race. Und das wird jetzt recht schwierig sein für Eric zu zahlen. Aber schön in Totalen. Und Platz 6 Folded. Und Fold. Ja, alles richtig gemacht, Eric. Ich habe gedacht, ich nutze mal die Möglichkeit für ein paar Shoutouts an die Leute, die uns auch geholfen haben, das Projekt zu realisieren, zusammen mit Swiss Casinos, neben den Leuten, die ich genannt habe, wie auch Wieso, Poker, Project Axel, Foley und der Guido Schmidt zum Beispiel, auch die Leute um uns herum. Ganz konkret ist das die Lea, dann die Vivian, dann Shoutout to Sinmay and Luis. Thanks for being there for us and helping us, keeping up the good vibes. Ich nicht zu vergessen, Cindy, Freya und Lotta, die ich gehört habe, gestern eine ganz spezielle Person kennengelernt hat. Der beste Federballspieler der Welt. Wäre ich auch gerne der gewesen. Ich habe mich aber für dich sehr fest gefreut. Und alle anderen Leute aus dem Goldstone, aus der Pokerwelt, Leute, die wir kennengelernt haben, danke, haben ihr uns immer auch animiert, das zu machen, was wir möchten. Wir machen das aus Leidenschaft und deshalb sind wir da. I love you. Okay? C'était les messages pour Sandro? Pour les amis. Ouais. Ah, pour les amis. Pour les amis. À qui vous avez dit I love you? Pour la femme. Love you to everybody. Ah, c'est beau ça. Jetzt kommen wir zurück. Platz 4 Call. Jetzt. Jetzt kommen wir zusammen, wie ihr, machen wir eigentlich zusammen den Guessing Game, weil wir nicht wissen, was das andere hat. Jetzt muss man sich mal versuchen, in die Situation hineinzuversetzen. Der Laurin weiss nur, was er hat. Er hat geraced Preflop, ein Ass ist gekommen. Er wird jetzt nach dem Betten versuchen, den Pot heimzubringen. On ne sait pas ce qu'il y a Sandro. So now, for example, what do you think that Sandro has? Ah, alors, attendez une seconde, je me concentre. Je pense que... Attendez, il faut que je le voie. Et là, je le vois pas. Je peux pas décider comme ça. Il faut que je le voie. I mean, for example, he can have a pair of sevens, pair of sixes. He can have the flush draw of diamond, or he has an ace. Mais il a quand même augmenté sa mise en cours de route. Now, the three of heart is a very good card for Laurin, because he now has a flush draw. Alors, je vais vous dire ce qu'il a. And he makes it expensive. So he's sending À out mon avis, il a pas grand-chose. he's sending out the message now to Sandro. Ouais. So if you don't have an ace, you Il a have to rien, fold. il a rien. Yeah. Je vous l'ai dit qu'il avait rien. Good. Well Das played, war- Laurin. Wollen wir sagen, das hast du gut gemacht. Gut gespielt, Laurin. Sack stark. Mutig,
Aber da sieht man halt auch ein bisschen die Erfahrung, dass du schon mehrmals gespielt hast schon an einem Finaltisch und auch schon in der Schweiz an anderen drei, beziehungsweise auch außerhalb, dass du auch gerne live spielst. Und ich hoffe für dich auch, dass dein Traum in Erfüllung gehen kann und du den Titel gewinnst und den Main Event in die WSOP kannst spielen. Ich mag den natürlich in allen gönnen, aber jetzt für dich, weil das so gut gespielte Hand war. Gut, in dem Fall ist die aktuelle Hand die letzte in dem Blind Level. 3 heures de jeu, pile poil maintenant. Il est 16 heures. Et c'est l'heure également de augmenter les blinds. That's the last hand 150. with this blind. 60e main. And next hand blinds go up. Et on va, ouais, Blinds sind wir prochainement, immer unten in der Mitte, 150, 300, 150 Small Blind, 300 Big Blind, Ante 50. et toujours pas d'élimination. C'est génial, ils Ja, sont tous Poker là. ist ein Geduldsspiel. It takes a lot of patience. Après, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, ouais. Nächste Hand ist die erste im neuen Level. Platz 2 Fold, Platz 3 Call, Platz 4 Fold. Und Platz 5 Fold. Damit sind wir im Heads-Up. Der Manuel bleibt seiner Linie treu, in Position. Zahlt er einfach immer. Trifft gut, so he hit his ace again. Das ist super, jetzt sehen wir den Manuel und im Hintergrund sehen wir auch einen Teil von der Crew, der das Ganze möglich macht. Platz 3. Call. Kommt sogar zum Turn. Platz 7. Wie man jetzt oben rechts sieht, sind das eigentlich die 4 Outs, die der Manuel hat. Er braucht den König. Wenn er einen König hat, macht er die Strasse. Es zeigt 4 Outs an. Ouais. Er hat aber nur 3. So he has 4 possible kings to hit for his straight, but there's only 3 kings left in the deck. Il y en a déjà 3 qui sont sortis. yeah, Ouais. because somebody had a king and folded it, and the program shows us. Quelqu'un avait ce fameux roi, mais il s'est couché, donc il Call. n'y a plus de chance d'avoir un roi maintenant. Finish. Well, he has to hit the roi now. Oh. Platz 7. Check. Platz 3. So Manuel geht auf. He's giving up. Platz 3 macht ein Bett von 4100. Yeah, you see it? Ouais. Ouais, je vois, je vois. I mean, he hates to lose this hand. Das ist, wenn wir in den Kopf von einem Pokerspieler hineinschauen könnte, würde man jetzt Sachen hören aus dem Kopf von Manuel. Sachen, die wir auch nicht sagen können. Und mit einem gewissen Fluchwörteranteil. Das nervt ihn jetzt natürlich mega und er weiss, er muss folgen. Il se couche. You see? Ouais, oui, bien sûr. He knows he has to fold, but he hates it. Especially because it's Ramon. Oui, oui, alors oui, Ramon il met une pression incroyable, ce qui fait que les gens ils y vont pas là, ils y vont pas au duel, hein. They don't go. Well, they can't because he hits a lot. I mean, now he had 3 aces, and Manuel had no ace, so he cannot. Et surtout regardez la table, le nombre de jetons de Ramon. Il s'impose et il s'est imposé dès le départ. Manuel plays a lot of hands, and Ramon plays a lot of hands, so his chips go up and oui. down, and then up again, and then down. Il a joué beaucoup de mains, Ramon.
So I guess the blinds went up. Die Blinds sind jetzt aufgegangen in dieser Hand. Neue Blinds, 400 zum Callen. Genau, Blinds ist 200, 400. Les blindes augmentent maintenant. On avait entendu le signal tout à l'heure. Donc 200 pour la petite blind, 400 pour la big blind. Fold, Platz 2. Fold, Platz 3. Race. 700, 800 ist mein Race. Aus dem Cut-Off ein Race auf 800 vom Ramon. Platz 4 Fold, Platz 5. Fold und der Platz 6. 800 Fold. König 9 is a hand to call. Und Heads up. Easy for now. Sieht man, oder? Die Wahrscheinlichkeit 67 zu 33%. Check, beide gecheckt. Post check. Platz 6 check, Platz 3 check. Platz 6 check und Platz 3 Prennent pas de risque. Both check. So what happens now? Showdown. Yeah, but nobody wins. Both players have 2 sixes, 2 5s, and the king as the 5th card. So they And split the as we pots? love to say, everybody loves chop pot. Es gibt so ein ganz bekanntes Kommentatoren-Duo aus Amerika, wo das immer sagen und noch halb singen. Das wollte ich euch jetzt natürlich nicht antun. But everybody loves a chop pot means that everybody loves a chop pot. Chop pot is a split pot, yeah. Yeah, split pot. And both can be happy they did not lose any money. Both win, I mean, just a small amount, but Voilà, c'était un petit montant, mais les deux ont gagné quelque chose, personne n'a perdu. Voilà, c'était une main un peu easy. Hein. Et on remercie toute l'équipe technique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de cet événement. Donc peut-être rappeler également qui travaille avec nous aujourd'hui. Aoviso. Aoviso, merci à eux, merci à toute l'équipe de techniciens qui fait un travail formidable. Et les gens bien sûr de Swiss Casino. 1000. Platz 1. On peut suivre cette finale dans de très bonnes conditions. And now we're gonna see, I guarantee you already, this is gonna be a nice hand now. So under the gun, Julian has ace king off suit. So he raised to 1000. Next position, under the gun +1 Michael with pocket nines. Platz 5. Donc under the gun, Julian And avec, Eric in this moment. Yes, see, avec very Anna Kournikova et une paire de 9 pour Michael. Call. 3 Spieler. and Manuel 10-7 Manuel qui est en big blind suited. 10 et 7. Oh. Il y a du trèfle. Check, Platz 8. Bet 500. Platz 1. So in a pot of 3,600, Julian as the pre-flop aggressor bets 500. Call. Platz 7 Call. He gets rid of Manuel, so they're now heads up. Encore du trèfle. Uh-huh. Another flush card. Bet 1300. So there's a lot of clubs out there. Viel Kreuz. Und niemand hat eins. Platz 1 folded. Ja, well played from Julian. Gut gemacht. Auch mutig. Und natürlich auch zum Glück hat niemand einen Klaps gehabt. Ich sehe das zum Beispiel, dadurch, dass Blinds und Antes drin sind, ist jede Hand immer schon 1000 Chips im Pot. So now every hand when they start playing
because of the small blind and the big blind, and the ante is already 1000 chips in the pot. That's a lot. Oui, c'est beaucoup maintenant. C'est beaucoup. 1000 chips. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Hein. Volt, Platz 2. Volt, Platz 3. Race, 1000. Platz 4. Es sieht ganz so aus, als würde der Sandro die Hand ausspielen und eventuell racen. Race, 2600. Platz 5. Hui. Volt, 2600. Diszipliniert. Platz He 6. hates to fold, but he has to. Volt, Platz 8. Volt. Platz 3. Call. Der Ramon zahlt. Heads up. So. Jetzt wünschen wir uns einen schönen Flop. Check auf Platz 3. Platz 4. See how he's smiling. Ah, il est incroyable. Und jetzt als Zuschauer fühlt man sich genauso wie als Pokerspieler. Bet 1300. Weil wir jetzt nicht wissen, dass das andere hat. So fühlt sich jetzt der Ramon. Voll auf Platz 3. Das andere hat sich stabilisiert, 15.700 Chips. Und unten eigentlich auch stabil, Manuel Julian mit 10, knapp 11.000. Und dann dies bitte 50 von jedem. Und wenn man sich fragt, warum spielt da eigentlich keine Frau mit, das ist eigentlich Zufall. Es ist natürlich ein Fakt, dass viel mehr Männer Poker spielen. Aber auch ab und zu auch immer wieder Frauen und das auch sehr erfolgreich. Letztes Jahr haben wir 2 Frauen am Finaltisch, dieses Jahr leider keine. Dieses Jahr ist es auch ein junger Finaltisch, also alle sind zwischen 22 und 35. Also alle voll im Saft. Und man sieht das auch teilweise an der Aggressivität, wie sie spielen. Platz 5, voll. Platz 6, 800. Call, Platz 7. Der Eric mit seinem Pocket 9 zahlt und der Manuel mit Ass 8 suited auch. Das sieht nach einer spannenden Hand aus, meine Damen und Herren. Gut disziplinierter Fold von Julian. Platz 1. Oder rein theoretisch müsste Michael jetzt nur 400 Chips zahlen für einen 3400er Pot. Trotzdem entscheidet er sich zu folgen, er hat auch eine schlechte Hand. Wir sind das dritte. Hoi. Platz 4. Check. Platz 6. Im Flop ist 8-6 von Spade und Herz 3. Der Eric hat Overpair, das heisst, er hat ein höheres Pärchen in der Hand als Lead. Platz 7. Der Manuel. Call. Platz 4. Bin nicht ganz sicher, ob der Manuel die Hand kann haben, die er hat. Heads up. Jetzt sehen wir im Bild, es ist ein 8 von Kreuz. Heisst, der Manuel hat Top Pair, der Eric hat
Das Overpair. Eric, 80% de chances de remporter cette main avec 2 paires. With 2 pair, yes. Une paire pour Manuel. Und der Manuel hat Ass 8 von Spade in der Hand. Ouais, und im il attend le... Flop liegt aber das 8 von Kreuz. Das heisst, er hat Top Pair. So, der Eric hat gecheckt, der Manuel bettet jetzt 2000. Platz 7 Call, Platz 6 Call. It's already more than 10,000 chips. Platz 6. Check. Platz 7. So he has now one decision. Manuel. Il a une décision à prendre, Manuel. He needs to decide if he's going all in or not. Okay, 2 Paar 8er gegen 2 Paar 9er und 3er. 9er und 3er. So Eric wins. This was a good hand. Big hand. Yeah. Eric a remporté cette main. So a bit Et il frustrating. remonte. Il était tout en bas du tableau tout à l'heure dans les chip leaders, dans le chip count. Et là, il est en deuxième position. Donc il commence à Yeah, he's s'imposer. having a good run now. Ouais. And for Manuel was a bit difficult. And he's pretty much unhappy he didn't win this hand. But you know, keep your faith up. All good. You're still in the tournament. You still have chips. As we say, you can win the tournament as long as you have a chip and a chair. You need one chip and one Ouais, chair. alors pour gagner un tournoi, tu as besoin de jetons et d'une chaise. Et normalement, tu peux y arriver. Es gibt ja sehr viele so Sachen oder Bezeichnungen für Hände. Oder zum Beispiel, eben, wenn jemand 2 Asse in der Hand hat, sind das nicht nur die Aces, sondern Pocket Rockets oder die American Airlines. Oder manchmal hat man auch noch gesagt, the Weapons of Mass Destruction. Vous qui aimez bien les anecdotes, j'en ai une autre pour vous. Est-ce que vous savez ce que c'est la Dead Man's Hand? Ne regardez pas. Yeah, what's Dead Man's Hand? Vous savez ce que c'est? Pocket 8? Alors, c'est 2 As et 2 8, tous noirs. Et pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que, selon la légende, c'est la main qu'avait Bill Hickok au moment où il a été abattu d'un coup de revolver. Et donc, c'est la main de l'homme mort, Dead Man's Hand, avec 2 As, 2 8, tous noirs. Voilà. Comme quoi, bon, ici, il n'y aura pas ce genre de drame. Hein, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Mais, Okay. It's always nice to learn something, right? mais oui, on apprend des choses. C'est des légendes, hein, Marquito. It's legend. hein, Genau, es ist eine Legende. Ja, ja, c'est Legende. So, der Jan hat sich entschieden, das kleine Pärchen zu racen. Im Big Blind defendet der Laurin zu Recht. Jetzt sieht man, das ist eigentlich ein 50-50. Platz 2. Check, Platz 2. Jetzt hat es ein bisschen geswitcht, die Prozent. Jetzt sieht man, der Jan hat 61% die Hand zu gewinnen und er muss die betten. Yes. That's the power of pre-flop. Yeah, an immediate fold. Ouais. Even sometimes people don't understand why is he now folding. He still can hit the jack or the 10. But if you think that your opponent, there is an ace, and the guy raised pre-flop. So when there is an ace and you think he has an ace, you have almost no chance to win. So you just give up. Because if you don't give up, you're gonna play the guessing game. You will never know. Quand on est au pré-flop, qu'il y a un as et que l'autre personne mise, des fois c'est mieux quand même de fold parce que si l'autre a un as, on va quand même dans un combat un peu compliqué. Donc des fois c'est mieux savoir se coucher au bon moment. Ich hätte es nicht besser können sagen. Hand 66 und Route 66 sind wir jetzt in dem Fall. Blinds 200, 400, Ante 50. Bereits 1000 sind im Pot, wenn die Hand angefangen wird zu spielen.
Wenn ihr Fragen an uns habt, geht auf Instagram, schickt uns die Swiss Casinos. Ihr könnt uns Nachrichten schicken, Fragen zu Spielern, zu Pokerfragen, zu der Technik, zu der RFID-Technik, zu den Kameras und so weiter. Platz 9, Platz 1. So richtig ICM Regardez le regard, le regard de Laurine sur Michael. Il a bien observé. Der Michael ist der jüngste Spieler am Tisch. Position 1 jetzt auch auf dem Button, 22. Und hat sich jetzt entschieden, die Hand zu racen. Tout jeune, 22 Und ans. der Ramon hat das sofort entdeckt, dass das wahrscheinlich keine starke Hand ist. Immediately 3 bets because he knows. And with this re-race he wins 1500 chips. Maybe he shows something. He shows a deuce. He showed the deuce. So Ramon is like he's sometimes showing the cards and showing everybody I 3-bet you with nothing. He's kind of trying to say like I do whatever you want with nothing you can do, and then next time he does it he maybe has something or not. So they never know. He's playing with this. Ouais, et il change souvent de stratégie, non, Ramon, c'est ça, donc c'est compliqué pour. Then he's pour smiling. les He feels very adversaires. comfortable. I Ouais. think he feels very comfortable. He's Oui. also a gambler. Non, mais ça se voit, comme je disais tout à l'heure, la position de son corps, comme il est positionné autour de cette table. Vous jetez un coup d'œil, vous voyez tout de suite que c'est celui qui est le plus à l'aise autour de cette table. Il n'y a rien à dire. Il a une présence comme ça, un charisme. Et il joue très bien, il faut quand même le dire. Auf Platz 7 haben wir 5600. We have the first all-in of the day. Manuel hat Premier noch all-in. 6000 chips, Manuel, 15 blinds. 600 ist der All-In. all-in pour Manuel. And he's very nervous. Look at him. Ah oui. Folgt von Platz 2, folgt von Got Platz some 3 fast folds. und folgt von Platz 4. Good. Pourquoi Because they didn't have anything. They all fold very fast. Non, mais pourquoi il a fait all-in à ce moment-là du jeu? He went all in because the big blind is 400 and he has 6000 chips, so it's like 15 blinds. A very experienced player, when he comes down to like 15 to 13 blinds, Yeah. you're not raising anymore, you go all in. Yeah, sure. Because, for example, he would raise 2.5 blinds and then somebody re-raises. He would lose from his 15 blinds 2.5 blinds. It's too much. It's too much, sure. So you need at this time to Yep. do all-in, ouais. Donc il lui restait quoi, 15 big blind à peu près. Et And donc c'est now pour he ça qu'il a has décidé. and now he has 17.5 big Voilà. blinds. Ouais, donc c'est pour ça qu'il a décidé de faire all-in. Parce que sinon ça va trop vite, il risque de perdre trop vite ses jetons. Donc c'est une bonne décision au final, ça lui a réussi. Ja, das ist eine richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung. So aus Mittelposition. Ein bisschen riskant. If somebody wakes up with Ace Queen, Ace King or like Pocket Nines or Pocket Tens, of course they call. Aber das ist glücklicherweise nicht passiert. Race 800. Platz 4. Platz 5. Und der Jan, ja, nothing. Was mir aber am Jan auch gefällt, er lässt sich Zeit, he takes his time, even he knows he's going to fall, he's not folding immediately, take a few seconds, think about it, don't give too much information to your opponent. Alors il savait qu'il allait se coucher, mais il l'a pas fait tout de suite. Il a fait genre je réfléchis pour pas donner trop d'informations aux adversaires. Et après il s'est couché comme il avait prévu de le faire. Genau. He's like maintaining his contenance. De quoi? The contenance? It's like Yeah. Sans froid. yeah. Ja. Yeah.
Du hast nur einen 25er drin, darum habe ich jetzt gewechselt, die rausnehmen. Wir sehen jetzt auch von unseren ganz jungen Spielern, eben zum Beispiel von Michael, der 22 ist, oder von Jan auf Position 5 mit dem blau-grün-schwarzen Pullover, der jetzt im Small Blend ist. Sehen wir ein gutes Spiel. Es hat noch niemand einen Fehler gemacht. Niemand kann sich bis jetzt etwas vorwerfen. So, no mistakes so far. So, the quality is very good. I'm very happy to be part of this. And now, this is a pretty good starting hand. American Airlines pour Yes, Michael. best starting hand. Ouais. Mise 900. Et le petit signal qui nous annonce que, encore une fois, après cette main, on va augmenter les mises. Mais pour l'instant, on regarde cette main. On ne sait pas ce qu'a Eric. Bah, il se couche. Comme ça, c'est réglé. C'est réglé. So, now pre-flop aces have winning chance 73%. Oh, c'est Deux paires pour Michael. Là, c'est serré. Hein. Là, c'est Ramon qui reprend la main. Das könnte jetzt zu Problemen führen. Ouais. This Là, ça might become a problem. Ça va être intéressant. Bet 800. Michael pense, Good. il pense qu'il est au-dessus, non? He goes Forcément, very il y va. small bet. This is very good. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Il a mis une petite mise, ce qui est une bonne But chose. Michael still has 13% of chance to winning, and also Sandro. Mais je pense que Michael croit qu'il est le meilleur dans cette main. Il doit penser qu'il est le meilleur. C'est ça le danger. Ja, natürlich. As long as your opponent don't have a 7, you're ahead. Ouais. Il croit qu'il est... Both check. Both check, les deux check. Lot size. Ja, spannend ist jetzt, wie viel er wird setzen und ob der Ramon nur callt. Difficile, hein, Michael. 22 ans, pas d'expérience. Il doit prendre une décision là. Qu'est-ce qu'il va faire, Marquito? Well, I mean, the question is... Il y va. Yeah. An immediate call, and he has to show aces. And he shows king 7. He bet how much? 2,000. And an immediate call. Il a perdu. But it's funny when these hands clash against each other. They play aggressive at the beginning, but on the turn and river they slow down a bit. Because that hand he could have gone broke. If Ramon would like re-raise the flop or the turn. So on the turn, both checked. Michael a été agressif au début et après il s'est calmé. This saved his ass. Yeah, cannot say differently. C'est ce qu'il a sauvé, ouais. Yeah, if he plays the Il turn. a perdu combien sur cette main? Around 2000, yeah. 2000, ouais. Ouais, also 2000 am Schluss. So it was like 900, 800 and 2000. So almost 4,000 chips total. It's okay. So, Platz 8. 500 mitzugehen. Platz 8 voll. Platz 1. Wir sind immer noch live aus dem Casino in Zürich. Spiritos Swiss Poker Championship 2022. Es werden 100'000 Franken verteilt. Der Sieger kommt 22'000 Franken über. Plus ein Paket für den Main Event an der WSOP. Das ist die World Series of Poker. Der Main Event dort, das ist sozusagen eigentlich die Weltmeisterschaft vom Pokern. Hat Wert von $10.000. Der Gewinner nimmt das ein Ticket und darf das spielen. Wir sind aber noch weit entfernt. Alle 8 Spieler sind immer noch am Tisch.
Und aus der Hijack-Position hat der Ramon graced. Ist immer ein Chip-Leader. Eric hat eine sehr schöne suited hand. It's a very nice starting hand. 10-9 of clubs. C'est une bonne main. Re-race. Et remise. 3350. Ja. Fold voor Platz 7. Race through 3,400. This is a lot. Ouais. Platz 3 fold. Stark gespielt, Eric. Bravo. 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 Papalov. Papalov, genau. Yeah, maybe he heard us. You heard he called you Papalov because he's smiling instantly. So man sieht, Manuel only has 12 blinds left because the blinds increased, went up. He only now has 12 blinds. Donc on va commencer à avoir plus de all-in et plus de risques de son côté. Ja, schon noch sicher. Ich glaube, nie bepasst hat. Ja, irgendwie beim Small Blind ist noch etwas komisches Ding. Yeah, so they're talking to each other and say like, it's funny, we're playing now like around 3 hours and nobody busted so far. Zum Call. Busted means nobody is out. Yeah, sure. Well, nobody wants to be out. Et personne, mais c'est fou, hein, 3h30 de jeu, personne n'a été encore éliminé. Alors c'est ce que voulait M. Baumann, le directeur Swiss Casino, c'est ce qu'il voulait. Il a dit j'espère qu'il y aura le plus longtemps possible des joueurs et c'est ce qui est en train de se passer. Genau, also der CEO von Swiss Casinos, der Marc Baumann, hat das gesagt, dass man das Turnier, die Struktur extra so gemacht hat, dass man auch lang spielen kann, dass die Spieler können ihre Fähigkeiten ausspielen und dass es ein gutes, gepflegtes Spiel ist und nicht so schnell. Mais vu comme on est parti, on peut être là toute la nuit en fait. C'est possible. Yeah, it's possible. But most probably not, because the blinds going up and up and up, and in total is we have 15,000 chips per player. Is 8 players, so have total 120,000 chips. And if the blinds one day or sooner or later will be up to, let's say, 5,000, 10,000, then you have almost no blinds. You only have like small blinds left. And with many, if you only have like 5-4 blinds, you can almost not play. Ouais, donc il nous explique que ça peut pas durer non plus des heures et des heures parce qu'il y a aussi les blinds qui augmentent et au bout d'un moment, il n'y a plus assez pour jouer. Donc on sera pas là jusqu'à 2h du matin. Mais on sera là jusqu'à tard. Ça, c'est sûr. Yeah. Avec grand plaisir d'ailleurs. Yeah. Ouais. Platz 6, 1100. C'est un plaisir de les voir jouer. We think that the tournament's gonna last probably like till something at around 9 and 10. Yeah, I think so. 21h. So we have a few hours left. On est là, on est avec vous, on a un grand plaisir, Marquito Miller, Sonia Mazza, The Mouse, The Voice, ensemble pour cet événement au Swiss Casino, au Casino de Zurich avec ses 8 finalistes qui vont se diviser une cagnotte de 100 000 francs aujourd'hui. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. So. Je pense à une chose en tant que joueur de poker, vaut mieux ne pas être un fumeur. Parce que si vous êtes nerveux et que vous êtes fumeur et que vous ne pouvez pas fumer, ça doit être horrible. If you want, you can leave the table anytime. Yeah, but imagine a big smoker all the time out the table. Yeah, that would be a bit difficult. I mean, now they're all 2 hours. They have the opportunity to go out and smoke. You can stand up from the table anytime you want. Est-ce que vous pouvez louper des mains? You can miss hands. You can miss hands. Yeah. Normally, so now, for example, they stood up. Maybe now Sandro knows like just standing up, walk a bit, refresh myself. Yeah. It's normal on poker tables. On tournaments, a little bit less. Most of the time people keep sitting, but when you, for example, play cash games, people stand up a lot. Check und check von Platz 2 und 3. Der Laurin trifft das 9, aber checkt. Platz
So he now has 2 pair. Check. Platz 3, 500. Bet. Und Platz 2, Yeah. Call. On ne That's voit not pas ce gonna qu'a work. Ramon. Alors maintenant, je vous pose la question à vous, Marquito. Il a quoi, Ramon, selon vous, dans les mains? À votre avis? Bet 1600. Now he's going to the process. Platz 2. Toujours ce petit sourire, hein. Très calme, très posé. Il n'a pas changé de position depuis le début. Aucun signe de nervosité. What did he say? So now, what you think? Is Laurin going to call? You don't answer my question. I ask you, what is the card of Ramon? Yeah, well, I don't know. Yeah, but you can imagine. Yeah, the way he smiles, he has a deuce. Okay. But it's very, very much possible he's bluffing. Yeah. He checked so fast on the flop that I actually don't think he has a queen or a deuce. C'est très important ce que font les joueurs au flop, hein. C'est vraiment l'indicateur numéro 1, c'est celui-ci. That's in a position now I maybe would call. Ça a été le premier à parler en plus. Laurin l'observe. Mais lui ne regarde Und personne. Ace 4. Oh, so lucky. See? So Laurin thought he's not having a queen and he's not having an ace, so I call. He was wrong. Empties, bitte. Ça c'est quoi le manque d'expérience de Laurin? Well, I mean, if I go to the process, I might call too. You see, even the best players are wrong sometimes. Yes. But it's good. Ja, je länger das Spiel geht, sieht man auch, wie sich das Feld ein bisschen auseinanderzieht. Der Ramon hat mittlerweile sehr viele Chips. Der Manuel und der Jan und auch der Julian ein bisschen weniger. Also so ein bisschen leicht in Gefahr sind Position 5, 7 und 8. Und dann ist Platz 4 dran, der foldet. Platz 5 foldet. Platz 6 foldet. Sandro, Position 4, hat sich sehr stabilisiert. In der letzten Stunde, 1,5 mit 12.000 Chips. Platz 1. Immer noch safe. Blinds sind auf 250, 575. Platz 2. Ich denke, ich gehe ein bisschen davon aus, spätestens im nächsten Level wird die erste Person rausgehen. Obwohl er ein 2 hat. Ein 2 zeigt und doch gefoldet. Man hört jetzt auch den Dealer ab und zu reden, das ist gut. Das ist ein sehr bekannter, erst gerade zurückgekommen, glaube von Vegas. Und er hat dort dann irgendwie die Weltmeisterschaft als Dealer gewonnen. Das gibt es also auch. Der Manuel hat noch 11 Blinds mit 6'000 Chips, der Julian hat noch 16 Blinds. Manuel ist in der Danger Zone. Folgt uns doch auf Facebook und Instagram Swiss Casinos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns die, wir die gerne beantworten. Platz 5. Volt. Platz 6 Volt. Platz 7. Volt. Platz 8. Volt. Platz 1. Ja, tighter Fold from Julian. Volt. Das ist zum Beispiel für den Michael, wie auch auf Position 2. Für den Laurin ist es immer schwierig, wenn jetzt zum Beispiel der Ramon auf dem Button ist oder in den Blinds.
weil er halt sehr viel zahlt oder reinbettet. Also wenn sie nicht zu leicht mit zu schlechten Karten reingehen, damit sie nicht immer wieder aufgeben müssen, damit sie halt nicht ausgespielt werden. Race auf 1750 und Platz 3 folded. Das ist das, was das andere muss machen muss, um nicht zu viel umgeschöpft zu werden vom Ramon. Einfach leger reinbetten. Wir haben noch 10 Minuten in diesem Blind Level. Das habe ich eigentlich noch ganz vergessen zu sagen. Wir spielen ja nicht nur um das Preisgeld und um das Paket. Es gibt natürlich auch noch wunderschöne Trophäen zu gewinnen. Die werden wir dann später irgendwann zeigen, auch designt von einem Künstler. Die dürfte die Person, die gewinnt, auch noch mit heimnehmen. Da ist sie natürlich. Ist ein schönes Ding und das ist das, was man haben will. Neben Geld, neben der Reise, der Trophäe, der Ruhm und Ehre. On voit le magnifique trophée là. Magnifique, yeah. Ah oui, ça c'est beau. Hein. Vous aimeriez bien avoir un beau trophée comme ça chez vous, Marquito? Sorry? Vous aimeriez bien avoir un beau trophée comme ça? Yeah, yeah, vous êtes absolutely. un bon joueur, vous, hein? Yeah. Un excellent joueur. Oh, Même. thank you. Very kind from you. C'est mieux ne pas être à votre table. Yeah, that's true. I mean, you know, first you have to become a poker player to do a project like this. Yeah. You know, as the project we now do together, because when you know the rules, you know how to play, you know how to build a table, you know how to commentate, you know which technique you need. It's a lot of things because, you know, it's a lot involved. It's poker, it's the technique, it's the RFID, it's all the partners you need. So we're very happy with this collaboration we're having with Aviso and with Swiss Casinos. Yeah. And for me, everybody it's a pleasure. involved. You learn you, many things. Yeah. And also my French is getting better and better. Peu à peu. Petit à petit. So this is our interesting hand. Jan has the flush draw. He checked. Laurin tries to buy the pot. And for one time Ramon is going to give up. Not yet. Race auf 3100, Platz 5. Mise 3100. Yeah, the invisible hand raises. Et invisible hand, donc on voit rien. On ne sait pas ce qu'il a dans les mains, Ramon. Mais en tout cas, very frustrating. il se couche. Sieht man jetzt, hat man jetzt gesehen im Gesicht von Jan. You can read his face. Very frustrating opponent, Ramon. Yeah, because he has a flush draw. And look how he feels confident. Toujours. Safe. Ouais, il est tranquille, Ramon. Has now 35,000 chips. Next one, 21, and Jan with 15. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va gagner. Oh, il est bien parti, mais ça ne veut rien dire, on est d'accord. It doesn't mean anything. Ça ne veut rien dire. But he's now putting himself in a position. He increases his chances to win this final table. Or become first, second or third. En tout cas, il a gagné le respect de tout le monde autour de la table. Ça, c'est sûr. Das ist richtig. Und weiterhin sind wir immer noch Blindphase 250, 500, Ante 75. Bereits in der Hand 77. 77e Main. Platz 7 und 8, sprich Manuel und Julian sind beide nicht mehr so viele Chips. Manuel muss dann bald einmal etwas gehen. Und das werden wir jetzt bald merken. Aber jetzt wird er natürlich nicht schlecht oder blöd reinstellen, vielleicht in Position oder halt einfach, wenn er eine Hand hat. Und Cut-Off raised der Ramon Ass 5 von Clubs. Und Call von Platz 6, Heads up. Und der Eric, der den Pot nicht zu dir machen, zahlt mit Ass Check off. Oh, das ist gut. Und Check von beiden. Ramon trifft 2 Perlen.
It's very trappy. Ramon traps a lot. Bet Spannend. 1400. Race. Yes. 3000 von Platz 3. 1400 vom Eric 3000. und 3000 total vom Ramon. Das ist wirklich sehr schwierig zum Lesen. Der Ramon, manchmal hat er extrem gut und dann checkt er. Jetzt hat er 2-Pair gefloppt. He flopped 2-Pair Ace and 5, but he still elected to check. He gave Eric the opportunity to bet on the turn and then re-racing him. Check von Platz 6. Platz 3. Pot is already 9,000 chips. I think he's gonna bet like 5-1. I More. think. 5-8. Bet 5,800. 5,800. Yeah. Oh, he's calling. Call von Platz 7. Und dann Donc, haben il wir suit, He's not hein. gonna be happy to Asse, see. Il mise pas, mais il zwei suit. Paar, Hein. Asse und Fünfer und Platz 6. Wow. Ouais. 5800. Jawohl. That was a lot. He lost 10,000 chips now, Eric. Beaucoup, ouais, il a beaucoup perdu là, Eric, sur ce coup. He was second in position before this hand. He now dropped. Il était deuxième position avant ce coup et maintenant Now he's like Der 75. fifth or ouais, sixth. cinquième ou sixième. And Ramon jumped from 35,000 to 45,000 in chips. He's now overwhelming chip leader. And I'm gonna guarantee you one thing: he's now not stopping with his game plan. He's gonna be now. We call these people a big stack bully. A bully? You know what a bully is? Oh, en français. Oi, oi, oi. A bully is a person who like threatens other people. He threatens like being like bad and putting pressure on you. This is what he do now with his chips. He has so much chips. Oui, maintenant il a everybody- tellement de jetons que c'est comme s'il était pas intouchable, mais presque. Maintenant, il devient presque intouchable. He will, yes, for example, and he puts a lot of pressure on other people. Il met beaucoup de pression. He's gonna, Il peut raise, mettre beaucoup de re-raise. pression. He will. Là, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Et il nous a montré dès le début il pouvait être très agressif dans le jeu. Donc là, il va se faire un plaisir maintenant. Race 1000. So whenever Ramon is not in the pot, everybody is going to be happy and like willing to play. Oui, quand on n'est pas dans le jeu, en fait, dans le pot, ils sont contents, parce qu'ils peuvent jouer un petit peu, parce que sinon c'est compliqué. Après, il y a la chance. La chance, elle peut toujours tourner. Yeah, klar. Hein? On ne sait See? jamais. So it's this time was Sandro taking the opportunity to race. Et là, on commence à voir, ça commence à se dessiner. So Dans Sandro, le chip so 40. everybody is under 15,000 chips. Ouais. Only one person has more than 15,000 chips. Et Ramon. Crazy. Ouais. So he has 3 times the amount the second player has. Tough game. Poker is a tough game. Ich bin mega glücklich, können wir das zu erleben. Es ist eine spannende Dynamik an diesem Tisch. Der Tisch ist gebaut, konstruiert und ausgestattet worden von MM Poker. Wer sich mehr interessiert, mmpoker.ch. Platz 1. In Zusammenarbeit mit Swiss Casinos. Die ganze Technik, Kamera und die grossartigen Bilder kommen von Alviso. Bei den Interviews, bei den Zusammenschnitt ist das Projekt Excel Folie am Start. Neben mir Sonja Mazza in der Kommentatorenbox, Französisch, Italienisch. Links von mir der Editor Guido Schmid, eine Legende aus Luzern, und ich bin der Marquito. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Wenn ihr Lust habt, uns Fragen zu stellen oder etwas machen, geht doch auf Instagram und stellt euch dort Fragen, wenn ihr wollt, dass wir jemanden grüßen oder das soll ich im Stream erwähnen. Platz 7. Jump back to the hand. 2000. Unterwegs. Now, very, very special. Michael decided only to limp with his pocket kings.
Ah, And Eric pre-races with the jacks. And we might... All-in. all-in Ja. pour Michael. Ah oui, ben oui, mais il a Somit raison. ist es das zweite Il a All-in. raison, il faut le faire. 6 Folder. Hui. Eric gave up immediately, huh? Crazy. So, wir sind in den letzten Minuten von dem Blind Level. Wow, that was fast. So Ramon folded, and Alors, Eric Ramon s'est folded, couché. huh? And Eric s'est couché very, very fast. You Comment see? ça se fait que, par exemple, Ramon qui a beaucoup de chips, comment ça se fait qu'il n'a pas été un peu au combat? Il veut lui laisser une chance ou comment Yeah, ça se but passe? no, if somebody limps in, so Michael did only call 500, and then Ramon paid 500, and then Eric raised to 2,000. So he makes 2,000. When then the guy, well, Michael went all in with like 9,000. Ramon has to fold always. Il devait- Yeah, because he know he's not gonna win the hand. D'accord. So he folds. He's a good player. Il savait que... Oui, c'est un bon joueur, c'est vrai. Yeah. Ouais, c'est un bon joueur. The interesting is that Eric folded so fast. Ouais, ça c'est intéressant le fait C'est que intéressant, hein. Eric s'est couché rapidement. Comment ça se fait? Yeah. On comprend pas ça. Well, he doesn't want to play a coin flip. If he thinks his opponent has ace king or Raise ace queen, he doesn't want to gamble. Mhm. It's very disciplined. Jetzt sind wir bereits in der nächsten Hand im Small Blind raised. Der Julian 3-2. Position 1 Michael. Fragt jetzt gerade du, wie viel er noch hat. Ja. Call von Platz 1. Heads up. Jetzt sind wir Heads up. Platz 8. Bett, wie viel? 700. Und Fold von Platz 1. Dann ist das auch erledigt. Voilà, Button geht gerade hierher. Und es gibt einen Handwechsel. Dealer wechselt. Was für im Dealerwechsel Handwechsel? Ja. Ganz klassisch aus dem französischen Roulette, wo früher tatsächlich aber nur der Dreher. On approche les 4 heures de jeu. Toujours pas d'éliminé. Il y a eu 2 all-in jusqu'à maintenant. Bis jetzt Un haben wir zwei de All-in Michael il n'y a pas longtemps et un de Manuel tout à Manuel, l'heure. ouais. Voilà. Mais ils sont encore tous présents autour de cette table pour cette finale après 4 heures de jeu. Niemand will rausgehen. Nobody wants to leave the tournament. Et oui, personne As veut. the first person. Bien sûr, c'est Macht normal. Sinn. Personne veut quitter cette table. On va changer le croupier Genau. ou on lui arrange son micro. On ne sait pas. Non, on le change, Ça donne un petit peu de temps aux joueurs de boire quelque chose. Ja, ich habe überlegt, ob ich so all in oder so. Haben wir vorher einen kleinen Einspieler gesehen. Danke vielmals für die Regie. Jetzt sehen wir auch die Chipcounts. Manuel, Ramon 45'000. Noch Sandro, Jan und Michael in der Mitte. Und ganz unten der Manuel und der Eric. Sieht man alles hier, 17, 15 Blinds ist okay. Kann man immer noch spielen, ist spielbar. Für den Manuel wird es langsam eng. Er weiß selber, er muss jetzt dann etwas machen, hat nur noch 7 Blinds. Aber er wird jetzt dann, er hat Position, er hat noch ein bisschen Zeit, aber nicht mega viel. Jetzt haben wir einen kleinen Dealerwechsel. Es gibt uns auch immer wieder die Möglichkeit, allen Leuten Danke zu sagen, die hier mitarbeiten. Unseren Familien, Swiss Casinos, dass wir die Möglichkeit haben, das hier zu machen. Ist nicht, in der Schweiz gibt es das ja nicht so viel, dass man so Events kann streamen kann. Und dann auch mit diesen Preisen, die man da gewinnen kann. Man sieht hier von 3'000 Franken über 8'000 bis zu 22'000 Franken. Das ist viel Geld. Und wer nächstes Jahr auch möchte an so einem Tisch sein, das Projekt gehe ich schwer davon aus, dass das weitergezogen wird, kann sich auf Swiss Casinos registrieren und dort Turnier spielen.
Dann wird es dann irgendwann in Zukunft wieder Qualifikationsturnier geben. Wir sind ready, wir gehen weiter. Neue Dealer, schaffen ab und Deal und Glück für alle. 600 neues Fleisch. Was 3 Fold? Blinds sind bereits bei 300, 600 und wer schon eine Zeit lang zulässt, hat mich wahrscheinlich gehört sagen, dass ich davon ausgehe, dass bei diesem Blind-Level die erste oder mindestens die erste Person rausgeht. Platz 6 Fold. Weiß fast viel. Platz 7 Fold. Platz 8 Fold. Jetzt hat der Manuel Position gehabt, hat aber noch nicht getraut, hat sich entschieden, die Hand aufzugeben. Platz 1 Race auf 1500. Ui. Ça va se jouer entre Laurine et Michael. Très bonne main pour Laurine. Bis jetzt eigentlich alles richtig. Der Michael aus dem Small Blind probiert die Hand heimzubringen. Reist auf 1500. Der Laurin verwacht mit einem kleinen Monster in der Hand. Der zweitbeste, second best possible cards, starting cards in the hands, Pocket Kings. Vous avez remarqué que normalement Laurine est tout le temps en train de bouger ses jetons et là il les bouge pas. Yeah, it's funny that you see that. You know what this means? Parce qu'il est sûr de lui. Yeah, this is something like a tell. This is something like a tell. Normally he shuffles, as you said, he shuffles the card, and now he's completely not doing no sound. Parce qu'il pense qu'il a la meilleure main. No, he changed his. Il change sa stratégie. Yep. Und wir sehen, er ist im Tank. He never thought so long for now. It's the first time he's going to race and Michael is going to fold very fast. Vous pensez qu'il va se coucher, Michael? Yeah. Vous avez raison. Vous avez raison. Peut-être parce qu'il a remarqué aussi qu'il n'y avait plus cette nervosité dans les mains, il s'est dit, oh là là là, il y a quelque chose qui a changé. Yeah, and also Michael did not have a good hand. Et il avait He pas was une bonne trying main. to buy Ça the aide. pot. It didn't work out. Les petits mots échangés entre les deux joueurs. Yeah, now he's playing again. See that? Oui. Voilà. Vous Ja, avez vu? das ist witzig, dass der Sonja das auffällt, weil er sonst immer mit den Chips spielt. Les femmes, on est très observatrices. I see. No, this is a big difference, for example, between playing online and playing live, because you have to take care. I mean, you have to observe these little things, Yes. and this is something. Blinds sind auf 300, 675 Kanten. So bevor, wenn die Hand anfängt, sind bereits 1500 Chips im Pot. Jetzt fängt es sich langsam an verlohnen. Manuel. Danik. D'ailleurs, si on avait pris une photo au début et maintenant, vous voyez que les positions sont toujours les mêmes. Ils ont tous la même position depuis le début. Tous la même. C'est une position que eux ils ont dit ok, moi je dois me positionner comme ça autour de la table. Et ils maintiennent ça. Et je pense qu'on verra leur fatigue au moment où les positions vont changer. Ja, Où ils y pensent das plus. ist möglich. Zwei Spieler, Heads up. Alors. Platz 2 spielen die 600 Minimum. 600 angespielt.
Call 600. Il arrive à la turn. Ramon, 88% de chance de gagner cette main. 1000 von Platz 3. Fold. Sorry, nochmal. Alles klar. Auch diese Hand, auch diese Chips krallt sich der Ramon. Der Ramon ist mittlerweile schon fast bei 47'000 Chips. Je mehr Chips er kann kumulieren und ihnen umso schwieriger wird es für alle anderen Spieler. Aber so ist es halt. Der Manuel braucht bald eine Karte, die er reinstellen kann und hoffentlich verdoppeln. Da sieht man der Turm der Angst, die Chips vom Ramon. La montagne. La montagne. The Tower of Fear. Burncard, alles klar, danke. Deshalb mache ich das. Und können Sie nochmals bitte für mich wechseln? Danke. Karten kommen, habe ich noch schnell ein Shoutout an alle Schweizer Pokerspieler, Verbände und Vereine. Schön, dass es euch geht und dass es möchtet, dass jetzt auch Poker in der Schweiz breit abgestützt ist, dass man viele Turniere spielen kann, Cash Game und Turnier und an verschiedensten Standorten. Das ist super. Ich möchte auch all die anderen kleinen Vereine danken, dass die Games anbieten und natürlich all die Freunde, die wir in den letzten Jahren auf dem Poker-Trip kennenlernen. Die meisten wissen es. Vielleicht gerade, wer ich meine. Gianni, Umbi, Mammut, Tien. Ihr sind alles Maschinen und dank euch können wir uns auch weiterentwickeln. Ich hoffe, wir sind am Schauen. All-in pour Manuel. Und jetzt sind wir dort, wo höchstwahrscheinlich das erste Mal ein All-in geholt wird. The two short stacks. Short stack Manuel shipped all in 4,500 chips. Julian is most definitely going to call. Race or in. So we have our first all in and a call. 9.375. 9.375. Klasse 1 Fold. So, das heißt, Laurin foldet. Laurin s'est couché. Qu'est-ce qu'il va faire, Ramon? Ramon foldet und jetzt. Il les laisse régler ça entre eux. Und jetzt haben wir unser erstes All-in Ass-Check von Manuel. All-in Showdown. Und der Sandro hat gefoldet. Einmal check. Ass-Check gegen Ass-König. Turn ist ein 7. Only a check saves Manuel. No. Die erste Person, die ab dem Tisch geht, ist leider der Manuel. Gut gespielt, Manuel. Tut uns leid. Gratuliere trotzdem. Du hast es bis dahin geschafft. Der 8. Platz. Du hast gut gespielt. Der einen Hand vor der Pause, wo du nicht sicher warst, ob du kannst auf dem River oder auf dem Turn durchdrücken. Dort hast du ein bisschen Chips verloren und nachher ist es leider runtergegangen. Aber man sieht auch den Respekt unter den Spielern. Zum Teil kennt man sich oder hat sich jetzt angefreundet, schon halt in der Vorbereitung oder jetzt hier am Tisch selber. Alle wissen, der Manuel ist ein guter Spieler. You kinda sad he's out, but on the same hand, you're very, very happy a good player is out. Manuel donc éliminé de cette finale, de cette table finale, mais il remporte quand même 3000 francs. Et puis donc Manuel qui avait déjà été une table finale il y a 7 ans à Lucerne, il avait été éliminé en 9e position.
Voilà, c'est quelqu'un qui joue déjà depuis environ une dizaine d'années. Et il a commencé à jouer au poker pendant son master à l'EPFZ. En tout cas, voilà, il a fait un beau parcours dans cette finale. Il n'avait plus tellement le choix non plus avec sa position de faire all-in. Il a bien fait. Il a bien fait, and he did not make any mistake. The cards were not going his way. There's one hand before the break. He was not sure if he can push the other player out, so he didn't went all in. He's maybe thinking about that. You know, he's going to the interview. Maybe later we're going to hear something from him. Voilà, tout à l'heure on découvrira les interviews pour voir un petit peu ses impressions suite à son élimination. Et donc il a été éliminé après 4 heures et 5 minutes de jeu. Donc bravo à lui, félicitations. Et puis on continue cette finale à 7 finalistes pour cette finale de poker ici au Casino de Zurich. Ganz genau, jetzt sind wir noch 7 Spieler. Jetzt werden wir schauen, ob sich an der Spielkultur oder am Stil etwas wird ändern. Wahrscheinlich noch nicht gerade allzu viel. Aber es ist halt der mit den wenigsten Chips ist rausgefallen gegen den mit den zweitwenigsten Chips. Was aber heisst, der Laurin hat sich jetzt wieder, nein nicht der Laurin, sondern der Julian hat sich jetzt wieder stabilisiert. Aber so wie Poker ist, kann es zack zack gehen. Michael Top Pair, Ramon sehen wir es noch nicht ganz. Ein Spiel 1200. Ja, viel so zwischen 7er und Platz 3 Race auf 2800. Okay, also der Michael wird geraced vom Ramon. Ah oui, insupportable. Très fatigant. Et ça doit pas être facile pour Michael de se concentrer. Yeah, but Michael is not distracted No. about his body on the next seat shuffling. He probably does not even hear it. Yeah, sure. Because he does it so much. It's focus. He's doing the math. Oh, he's going all in. All in. Spiel all in. Fold. Platz 3. All in and fold. Very brave from Michael. Sehr gut. Da hat man gesehen, so schnell geht es. Manchmal geht es so schnell, you almost can't see it. It happened so fast. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, So ça a this été was très, très vite. this was the 4th all-in we had so far. And it was a good one from Michael, very brave, and he won a lot of chips. Il a été très courageux. Ja. Ouais. Bravo, Michael. Er ist, der Michael, also der Michael, ist der jüngste Spieler von allen. Hebt aber nicht zurück und er hat jetzt bewiesen, dass er keine Angst hat, all-in zu gehen. Der Michael ist da zum Gewinnen. He's here to win. Und das finde ich grossartig. Ich bin sehr stolz auf ihn. Er spielt ja richtig Poker wirklich erst, sagen wir vielleicht, seit einem Jahr. Davor hat er so ein bisschen mit wenig oder kleinen Geldeinsätzen unter Freunden gespielt, so die bekannten Homegames. Die meisten von uns sind so aufs Poker gekommen. Und hat auch bis jetzt eigentlich nur online gespielt. So maybe this is his ever first live tournament. Oui, c'est la première fois qu'il joue en live. La première fois qu'il a vraiment joué au poker, c'était il y a une année, mais il joue avec des collègues, sans argent, rien du tout. Et puis il a joué que en ligne, donc ça c'est vraiment pour lui une première expérience de poker en direct. Et il rêverait bien sûr d'aller à Las Vegas. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Bravo à lui, il a montré beaucoup de courage autour de cette table jusqu'à maintenant. Platz 4 all in. Okay. All-in, 200 €. So Ramon im Cut-Off raised auf 1500. 10.000. And 13.200. der Sandro geht mit allen Chips all in. 6 fold. And he's very, very, very happy to see Ramon folding. I tell you that. Il est très content de voir que Ramon se couche.
Mais Ramon, honnêtement, Ramon, avec sa situation là actuellement de jetons, il pourrait très bien y aller. Yes, but he don't want to lose Des chips partenaires on et des chips, in a stupid way. Ouais, il veut pas perdre des jetons inutilement. Inutilement, ganz genau. Mais il Unnötigerweise. pourrait le faire pour éliminer des joueurs. Hein. But he doesn't have to, because they can eliminate themselves. Ils peuvent s'éliminer each entre other. eux. Ouais. Il n'est pas obligé de le faire lui, le sale boulot. He just tries to steal. He's trying to steal chips, and then try to bust the player. But if he don't come to the right spot, he just folds, because you know he has so much chips. He can do some racing, some folding. When he has a good hand, he's going to call. So if he would have had like ace jack or let's say ace queen before, he calls. But king 10, he folds. He knows he's a good player. He's very experienced. He's a good player. Joueur, a good fair play. It's a good fair play. This also, and he's a good player. He's just a good player. Platz 1 Race auf 1200, Platz 2 Fold. So, mein Race auf 1200 von Michael. Fold. Platz 5 Fold. Ramon zahlt. And now Eric. Okay. So Eric now has 3 possibilities. Il a 3 possibilités, Eric. Fold. Se coucher. Call. Voir. And enfin, all suivre in. plutôt, ouais. And all in. Et all in. Qu'est-ce qu'il va What faire? you think is the best? Platz 6 Race auf 6300. So he's actually all in. Fold. He raised to 6,000 and has just 1,400 behind. Moi, je me coucherais personnellement. It's gonna be a couche-couche. Ouais. Now he's counting, look his lips. Mhm. So he's counting how much is it, what are my chances. Quelles sont mes chances? And he folds. Yes. Roman s'est couché. So there was actually for Eric only one possibility. It's all in. The hand is too good. You have to protect against Ramon. Sure. Gut gespielt, Eric. So shout out to Montreux. I hope you live right there at the lake and can enjoy the Montreux Jazz Festival coming up pretty soon. Sure. Maybe me, maybe you, Sonia, going to visit Montreux the next few weeks. If we're there, we're gonna think about Eric. Yeah. Because he did very well. And he's still in the game and he has chance to win it all. Yeah. Das ist mir auch gesehen spielen, es ist immer so ein bisschen kritisch. Wenn wir einmal das alles verloren haben, dann würde ich nach der Welt und spiele nicht so verteidigt wie jetzt. Ja, ich bin nur noch Freude nach der ersten Hand. Platz 2 Fold. Platz 3 Fold. Platz 4 Fold. Platz 5 Fold. So let's see what Papa Love is gonna do. Papa Love. What is the name of the... No? Yeah, Papa Love. Are you were looking if it's his nickname? Yeah, but there is not. There is not. 575. So Eric raises to 1,600 and in a small blind is Julian with a medium hand. Platz 8 Fold. Ace 5, but yes, you see it in his face, he has to fold. Hui. And under normal circumstances, we're going to here all in. So he's asking dealer, how much does my opponent has?
He want to know how many. Ok, donc il aimerait savoir. Michael aimerait savoir combien You de don't have jetons. to answer if you don't want as a player. If somebody asks you how many chips you don't have to answer. Non. But your chips have to be visible. Ah, Yeah. ok, ok. So Michael is all in. All in pour Michael. On ne sait pas ce que Eric a dans ses mains. Eric s'est couché. Ja, wieder richtig gespielt von Michael. Wir haben natürlich nicht ganz herausgefunden, was der Eric hat. Vielleicht Ass 10 oder Ass Check hätte er müssen folden. Michael ist jetzt bereits zweimal All-In gegangen, also relativ zweimal nacheinander. Jedes Mal hat es gehabt, hat er gewonnen, hat auch wahrscheinlich immer die bessere Hand gehabt. Et on vient de voir le tableau de voluntary put in pots. Yeah. Yeah, voluntarily put money in the pot. In the pots. So You see, I listen to you, no? Yeah, thank you. Je vous écoute, Marquito. So again, we see Michael collecting some chips. He has no fear. He plays like somebody who's playing like since many years. So very good, well done. Oui, beaucoup de courage. Hein, Courage, ganz genau. Il y va. Même qu'il n'a pas d'expérience, même qu'il y en a d'autres beaucoup plus expérimentés autour de lui, eh bien, il y va, il ose. Et ça commence à payer pour lui. Plus 3 faute, plus 4 faute. 88e main, 4h15 de jeu. Et on a perdu un joueur actuellement. C'était Manuel. Genau, Manuel ist vom 8. Platz rausgefallen, hat leider nur noch 7 Blinds gehabt. Und wie wir gedacht haben, ungefähr in diesem Level 300, 600 geht der erste Spieler raus und allenfalls im nächsten Level der zweite. Aber der Poker ist oft auch ein bisschen unpredictable, kann man es nicht genau sagen, weiss man nicht. Platz 1 Call. 1200. Das kleine Pärchen zahlt. Und ich denke, der Laurin ist noch dran. Et on voit que Ramon est plus discret depuis quelques tours. Et avant, il était très agressif. Maintenant, il laisse jouer les gens. Ramon. Yeah. Il laisse faire. Jouez-vous, Yeah. je vous regarde. He lost like 3 little pots. Ouais. He went down from 45,000 to maybe 38,000 chips. And now he's gonna wait a bit. Ouais, maintenant, il attend un petit peu. Il a raison. Yeah. C'est un marathon. Yeah, it is. And this is in tournament poker. Sometimes you have to adjust how you play. And sometimes you play more hands, sometimes less hands. And we have an all-in. All-in pour Laurine. 27 ans, Laurine de Lucerne. Ja, the speed of Olingo hat ein bisschen zugenommen, das sehen wir. Et ce petit signal que vous connaissez maintenant qui nous indique que les jetons, les mises vont augmenter encore et encore. Et donc là, on va voir ce all-in de Laurine. Ja, und das ist halt das Schwierige, das ist eine Hand, König, Dame, ist eine Hand, wo man gerne eigentlich selber all-in geht. It's a hand you like to go all-in by yourself, but you don't like to call. Yes. Platz 6 fault. Yeah, and also Michael is going to fold. Well played, Laurin. Shoutout für Laurin. Das war mutig, es hätte auch in die Hose gehen können. Aber da sieht man die Erfahrung vom jahrelangen Spielen. Und auch, dass du schon live gespielt hast. Du hast bis jetzt ja herausgefunden, dass der Eric nicht so gerne für seine ganzen Chips geholt.
Und auch der Michael hast du so eingeschätzt, weil er mit dem Pärli 3 noch gezahlt hat, dass er dich nicht wird zahlen. Also hast du das ausgenutzt. So at the end of the leaderboard is now Eric, 13 blinds. And then Jan with like 21 blinds. Donc Ramon qui a 33% de la possession des jetons. Qu'est-ce que vous... Was sind sie am Lachen? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit qu'on comprenne aussi? Aber man sieht, die Stimmung ist schon recht ausgelassen am Tisch. Man sieht, die Kamera fällt nicht ein, aber ich glaube, im Hintergrund ist der Manuel. I think Manuel is somewhere in the back and said something and they were making fun about his nickname, his poker nickname he has when he plays online. Let me see if we see something. No, I don't have. It's Manuel. It's Manuel. Yeah, it's Manuel. 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 Probably the nickname is another one. That's a raise of 1,600. So the blinds went up. Oui. 400, les mises ont augmenté. 800 and 100 ante. 400 petites blinds, 800 big blinds. Check. Faut se coucher là. Yes, but you know, he raised pre-flop, so he's probably going to keep betting, yes. 2000 plus 3. Call. Ramon immediately calls. That's a scare card for both. Hallo jetzt. Plus 3 Spiel. Ja. 2300. Yeah, very well done. He's no chance he can Oui, call. bien sûr. Mais So il aurait pu se coucher déjà bien avant. Hein. Whenever Ramon sees a chance to steal the pot, when it comes a difficult card, he immediately does it immediately. So well played. 3-6. They all hate him. Poker-wise, they all hate him. What? They all hate him because he's ruling the game. He's like the man now, and he can steal, he can bluff, and sometimes he have it. And if you take the wrong moment against him, you can be out. Now everybody's under pressure with chips, and he can put everybody under pressure. Yeah, sure. Donc tout le monde est dans une situation un peu critique au niveau des jetons et Ramon est le seul qui peut vraiment mettre la pression, s'amuser, bluffer, y aller, pas y aller. C'est le maître autour de cette table actuellement et il le sait. Genau, im Chat hat uns auch eine Person angefragt, ob jetzt hier tatsächlich um richtiges Geld spielen, also die 100'000 Franken, was das ist. Ja, also das sind 100'000 Franken, die verteilt werden. Das ist der Pot, den es zu gewinnen gibt. 8.050. So, Eric is all in. Aber er hat noch ein paar Spieler, die er muss überstehen muss. Eric Olin, aïe, ça sent pas bon. And again, Laurin is not shuffling any chips. Ouais, donc ça veut dire qu'il a une bonne main, on a compris maintenant. Et si nous on l'a compris, peut-être que eux aussi, mais ça va être compliqué cette main. Das gibt definitiv ein Call. But it's also good, he's taking his time. He's pretending like he's not sure. He watches Ramon. Plus
2 spielt all He's in. all in. Ouais, ouais. Oi. Look, you see how fast Ramon now folds Ace Queen? Ouais. Because he knows he is behind. Plus 3. Ramon s'est couché très rapidement, Sandro aussi. Ich glaube, Ouais, er hat Zehnis. Sieht man, was der Eric hat? On sait pas ce que... Achtis. Ouais. Pocket eights. The pocket eights we also call the snowmans. So he needs a snowman now. Das grosse Ziel war auch, He needs an 8 or he's done. Oi. Has he diamonds? Ouais. No. A 9 would be interesting. Voilà. That's it. C'est So we lose terminé. our player. Eric. Laurin makes it. Eric. And I guess he had more chips, so very unfortunate. We're losing a player, I guess. They're doing the exact counting. Eric qui nous quitte après 4h30 de jeu. Yeah, so very sorry, Eric Papalov. You were playing very good. You represented Montreux in a very good way. I'm very sorry. You played very nice. So, 7th position. Auf dem 7. Platz verlieren wir den Eric aus Montreux. Der älteste Spieler. Wir gratulieren ihm Eric, dass er sich bis dahin vorgespielt hat. Natürlich wirst du enttäuscht sein und trotzdem nimmst du 4000 Franken mit heim. Das ist auch nicht so schlecht. Andere Leute müssen für das einen Monat arbeiten. Donc on a perdu Eric, le Suisse roman. Ja, je suis triste parce que c'est le seul qui parlait français. Et Eric nous a quittés donc en 7e position et il repart avec 4000 francs. Yes. 4000 francs dans ce tournoi. On le retrouvera tout à l'heure en interview également pour savoir un petit peu ses impressions. Et donc ils sont plus que 6 autour de cette table. Après 4h30 de jeu. Genau. 6 Spieler sind noch dabei. Alle, der nächste Payout ist, glaube ich, 6000 Franken, richtig, 6000 Franken. Das heisst, der nächste rausgeht, verdient schon 6000 Franken. Das ist auch ein Monatslohn. Das ist auch ziemlich okay. Blinds sind jetzt halt schon bei 400, 800. Das heisst, der Julian, andere Gun, hat ein kleines Bärli. Und ungefähr 16, 17 Blinds. Der Michael auch 16 Blinds. Laurin is now pushed to 2nd position. Plus 3. Race auf 1500. 1600 bitte, ja. Blinds is gestiegen. Der Ramon missed that the blinds went up, so he wanted to raise 1500, but the minimum is 1600. Let's see. Okay. Plus 4-fold. Ja, der Big Stack Bully macht sein Ding. Er spielt das gut. Er setzt die unter Druck. Es ist mega schwierig für den Jan, jetzt irgendetwas zu machen. Aber er entscheidet sich zu callen und off-position die Hand spielen. Platz 2 Jack, Platz 3 Jack. Post-check. Der Jan hat jetzt einen Open-Ender, but there's 3 diamonds, so it's not gonna be too happy to bet. But he's looking at his chips, he's probably going for it. Platz 5 spielt 2500 an. Good, well played. Oh. Oder, man sieht jetzt Ramon und Laurin ganz schön vorne und alle anderen 19 bis 15 Blinds. From 12.500 to 15,000 chips, everybody under pressure, around 15 and 20 blinds. So we are arriving to the danger zone. Oui, ça commence à devenir, Danger zone. ça commence à devenir un peu plus tendu parce que
La plupart, à part Laurine et Ramon, ont de moins en moins de big blind à disposition pour terminer cette partie. Donc ça devient un petit peu tendu pour eux. Ramon loin devant. Richtig. Loin devant tout le monde. D'ailleurs, on a vu que pendant plus de 3 heures de jeu, tout le monde était là et en une demi-heure, on a déjà perdu 2 joueurs. Donc ça s'accélère. Ich denke, jetzt sind wir dann schon bald einmal etwa bei der 100. Hand. 92. Hand. Plus 1 Fold. Plus 2 Race auf 1000. Sevens from heaven. Plus 3 Fold. Plus 4 Fold. Plus 5 Fold. Gut. And you see, when you race and nobody calls, you win 1700 chips. Ja. Also die Chips-Werte werden jetzt eigentlich immer grösser. Es wird natürlich auch jetzt immer viel gefährlicher. Wenn man jetzt mal setzt und geraced wird, ist immer schon sehr viel im Pot. Die Spieler werden jetzt relativ vorsichtig. Ausser sie haben natürlich gute Hände. Weiterhin Position 1 Michael, Position 2 Laurin, Position 3 Ramon, Position 4 Sandro, Position 5 der Jan und Position 8 der Julian. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la finale suisse de poker organisée par Swiss Casino. On est en direct du casino de Zurich. Vous pouvez voir maintenant, il y a 6 finalistes autour de cette table. Ils étaient 8 au début pour une cagnotte de 100 000 francs. Donc on a déjà deux joueurs qui ont été éliminés, dont un Suisse romand. C'était le seul autour de la table. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques minutes. On le retrouvera bien sûr en interview tout à l'heure. Et on a là actuellement Ramon et Sandro. Et Sandro qui est all-in. Mit 1402. 14.200. Plus 6 Fold. Ja, da wird er durchkommen. No big drama. No Fold. Sehr schön. Bien joué. So in this hand, Sandro wins 3700 chips. Et c'est bien, c'est bien. Super. Oui, oui. And he's back now to 18,000. He's third on the leaderboard. Il est remonté à 18 000 chips, donc il remonte dans le classement. That's the last level before we go to the second break. Oui, bientôt une nouvelle pause pour nos joueurs, pour tout le monde, et on retrouvera des interviews justement, donc ne bougez pas. Richtig, ne bougez pas, also verlasst uns nicht, ihr könnt auch den Stream laufen, wir sind weiterhin dabei, wir machen einfach dann später eine kleine Pause, die Spieler, wir in der Produktion, Moderation, der Editor, Dealers, der Filmer, und wir werden nachher natürlich dann auch wieder Interviews einspielen. Ich gehe davon aus, etwa eins mit dem Manuel und dann vielleicht hoffentlich das auch noch mit dem Eric. Aber jetzt haben wir noch wir haben noch ein paar Minuten in diesem Blind Level und die spielen wir jetzt auch noch. Plus 4 Fold. Plus 5 Fold. Plus 8 Fold. Michael, Dame 10 suitet. Von Herz. Ja, Michael ist all in. All in. Fold. Gut. Plus 2 Fold. Wir sehen jetzt, es sind 6 Spieler und der Ramon hat ein Drittel von allen Chips, die im Spiel sind. Das sind knapp 40'000 Chips.
Für alle Zuschauer da draussen, schön sind ihr mit bei uns dabei. Das ist der Swiss Poker Championship 2022, live und direkt aus dem Casino in Zürich. Das ist eine Produktion von Swiss Casinos, Poker, Technikbude Auviso, Project Axel Foley, der filmt und Interviews macht. Unser Editor, der Guido Schmidt, Moderation Sonja Mazza, mein Name ist Marquito. Stay tuned, please. Marquito Müller, expert de poker. Et Sonia Mazza pour vous servir aujourd'hui. Merci à Swiss Casino, bien sûr. Et puis à Oviso également pour l'organisation de ce tournoi, de ce championnat. C'est la finale, la table finale. Plus que 6. Und mal schauen, if we make it to 100 hands before the break. Because now is the 95th hand. So Jan raises this hand. Call 1600. Gets called by Ramon, I guess. Yes. Heads up. Check. And Jan outflops Ramon. Platz 5 Spiel 1200. Call von Platz 3. Jan bets 1200, Ramon immediately calls. Then checks the turn. Das ist eigentlich that's a good card. The 9 of spade is good for Jan because he now has additionally a gut shot. It means if he hits the check with a volley, he has a straight. Check but he's checking back. So maybe Ramon tries to bluff this off. And he will. Il va bluffer. Platz 3 Spiel 3900. Ouais. Ja, also beim Jan sieht man die Nervosität recht gut. Das ist eigentlich noch recht cool. Ich denke auch, dass es muss callen. Donc Ramon a bluffé là. Yes. Alors que Jan a la meilleure main. It is especially this is a pot where Ramon bluffs a lot. And since they're now playing like almost 4 hours, they know already some information from each other. So he knows he should call, but he don't know if maybe Ramon called the flop with a queen. Because he would play it the same. If he has a queen, he would make check, call, and then lead. Eh oui. Là, il faut qu'il prenne une décision. You know, the problem is when he calls and he's wrong, he only has 8,000 chips left. Oh. Ah, that's been fold. Did he show it? Il s'est couché. Et c'est ça la fameuse pression qu'il a réussi à mettre jusqu'à maintenant. Il se couche même avec une bonne main. C'est dommage. Oh, das ist schwierig zu sagen, ist es richtig, ist es falsch. If he calls and he is wrong, he is down to 8,000 chips, which would mean he has only 10 blinds. If he calls and he is right, of course he has a lot, but you just don't want to lose. Sure. See? Ja, Jan, ich sage dir, genau so ist es. But that's also a reason you love poker, because of the mental pressure you get, and sometimes you make the right call or the right fold also gives you a good feeling. Even though now you don't feel this way exactly after this hand, doing well. You know, keep it up, keep your contenance, and everything is gonna be well. Because you already played many tournaments, even in Vegas and in London. Il a joué à Las Vegas, il a joué à Londres, Yann.
Platz 5, Fold. Genau. Durch das, dass du auch noch ganz jung bist, kannst du noch viel erleben, bist aus Luzern. Per Zufall bin ich auch aus Luzern, deshalb drücke ich dir noch ein kleines Däumchen noch mehr. Aber dann musst du halt ab und zu mal holen. Der Laurin mit dem nächsten Premium in der Hand. Platz Pocket 2, Queens. Race auf 1800. Platz 3, Fold. Es sieht aus, als ist der Sandro da, als würde er gerne etwas machen. Okay. Geht auf, korrekt. Platz 2, Gewinn. So, 5 Minuten sind wir noch. 5 minutes remain playing till the next break. Ouais. So nobody wants to. Tout le monde a besoin d'une pause. Yeah. Tout le monde. So everybody wants to survive. Yeah. If you make it to the break. Ah, only 2 minutes. 2 minutes. Ja, schaut in meiner Welt das 5 und das 2 sieht halt ähnlich aus. On approche les 5 heures de jeu. Aha. Yeah, with the break, yeah. Avec le Only break. playing is now 4 hours 10 minutes. Yeah. Yeah, sure. Ah, gut. Ja, Vielen Dank. Yeah, I should be more pressy in life and not only in poker. But you know, we all develop as human beings. Und wie wir ganz am Anfang gesagt haben, vielleicht schaffen wir sie Pausen rein zur 100. Hand. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Sind wir nicht, wird wahrscheinlich nicht ganz lange. Aber wir sehen, wir kommen immer näher so ein bisschen unter Pressure mit den Blinds. Platz 1, Fold. Platz 2, Race auf 1800. Platz 3, Call. 1800. Platz 4, Fold. Platz 5, Fold. Wir haben 2 Spieler. Platz 2 Schweizer Check. Platz 3 Check. Oh, 1 Minute hört man im Hintergrund. Das ist ein spannender Flop. Check. Laurin hat einen Open-Ender. Platz Und obwohl er noch nichts hat, hat er 900. 22% Siegeswahrscheinlichkeit. Und zwar mit einem König, mit einem 10 und mit einem 5 kann er die Hand gewinnen. Und da wird er höchstwahrscheinlich auch callen. Platz 2. Genau. Cold 900. Und Platz 2 Check. Laurin checkt wieder. Ramon is a happy Mac. Toujours avec le sourire. Rowan. Jetzt hören ihr im Hintergrund, das bedeutet die letzte Sekunde von dem Level. Wir haben es fast zu 100 Hand geschafft in diesen 2. 3009. Also kurz vor der zweiten Pause. Ça va être la pause. Der bettet viel, der Ramon, 3900. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was da der Laurin noch machen will. Und wenn wir nach dem Tail gehen, ist, wenn er fest Chips umspielt, macht er nichts. So I'm guessing he's now playing with the chip cards, so he's going to fold. Yeah. If this is right, then it is a tail. When he play with the... See? Yeah, I know. Now we know him. Yeah. Je connais maintenant.
So very good the other players don't see that, but even Sonja Mazza, the incredible journalist, find out the tale of a poker player. Yeah, This is crazy. On va avoir la pause maintenant, en tout cas pour les joueurs et nous, mais on va retrouver une interview tout de suite. Yes, we're going to, first of all, we're going to do a little break, but Regie is going to tell me when they're ready for the interview. So we go interview with Manuel. Let's go. À tout de suite. Laufen wir? Okay, es ist passiert, es ist soweit. Wir haben leider, einer muss immer der Erste sein, der aus einem Turnier rausgeht. Und es ist soweit, wir haben einen ersten Bastard. Manuel, es hätte gelüpft, habe ich gehört, gegen Julian. Aber es war, glaube ich, unumgänglich, so wie das war, oder? Magst du schnell noch was sagen zur Hand? Ja, Standard-Spot, 7 Big Blinds, Ass-Check, Offsuit. Geht immer all in. Und der Julian hat Ass-König off und gönnt die Hand. Und er hat ein paar Blinds mehr noch und dann genau. ist natürlich ein logischer Call. Ja, schade, aber ich hoffe, es hat dir Spass gemacht. Sehr. Es hat von außen, ich spiele auch sehr gerne, es hat von außen ausgesehen, als ob es wirklich ein guter Tisch ist mit einem Haufen Skills. Kannst du das bestätigen? Oder? Absolut, ja. Also, es sind gute Spieler am Tisch gehockt. Ich glaube, besser als letztes, kann man sagen. Und es war auch eine gute Atmosphäre. Man hat es gut miteinander und es war nicht irgendwie einfach 5 Stunden Stille, sondern ja. Und bist du irgendwie beeinflusst worden durch TV-Table oder das Ganze? Hat das irgendwie, oder hast du das ausblenden oder? Ja, also ich habe mich ein bisschen daran gewöhnen mit der Karte, dass du immer die richtige Position tun, aber sonst ist es echt ja, gut gegangen. Ja, jetzt bist du leider als Erster raus, trotzdem, du gehst ja auch nicht ohne Preisgeld heim, du hast ja schon auf dem Weg da etwas gewonnen und jetzt gibt es nochmal Geld. Und ich würde jetzt gerade die Elvira hier anbieten. Du kommst da ein paar Sachen über von euch. Das kannst du aufstehen, bitte. Das ist einfacher für sie. Alles klar. Gratuliere. Danke. Und noch die 8. Medaille. Vielen Dank. Gut, merci. So, nimm noch schnell eines das Mikrofon. Hey Manuel, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Super, schön gewesen, bist du da gewesen. Vielleicht können wir wieder auf dich zählen. Falls wir es nächstes Jahr wieder Türen führen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und sonst sehen wir uns vielleicht sonst irgendwo einmal an einem Kochentisch. Ja? Danke Manuel, merci. Hat mich gefreut. Ciao. Ciao, ciao. Hallo zusammen, guten Tag. Es ist soweit, Sonntag, 12. Juni. Es ist etwa 20 Uhr. Der Stream ist gerade losgegangen. Wir sind hier am Finaltag der Swiss Poker Championship. Ich bin der Manuel von M&M Production und neben mir ist auch gerade schon der erste Spieler, den ich recht herzlich begrüßen will. Hallo Jan, schön bist du da. Salut. Ja, Jan, nimmt mich Wunder. Hey, erzähl schnell ein bisschen von dir. Wer bist du? Was sind deine Poker? Wo bist du abgebunden mit Poker? Wie bist du hier angekommen? Gerne ein paar Worte von dir. Ja, also ich bin der Jan aus Luzern und ich habe so vor 5-6 Jahren angefangen Poker zu spielen, dort nur so ein bisschen online, so ein bisschen um ein paar Rappen und ein paar Franken. Und dann irgendwann habe ich so ein bisschen auf Cash Game gewechselt zu Luzern. Und jetzt spiele ich eigentlich primär hier in Zürich, also hoffentlich ein bisschen Heimvorteil. Spiele ich viel Cash Game und ja, ich habe eigentlich relativ spontan das Turnier gespielt. Ich war am Lehren für die Prüfungen und dann dachte ich, komm, probieren wir es mal. Und dann irgendwann bin ich dann unter den letzten Paaren und habe mich qualifiziert. Das war cool. Ja, großartig. Ja, in dem Fall, hey, ich wünsche dir für heute ganz, ganz viel Erfolg. Genieß den Tag. Es gibt einiges zu gewinnen. Definitiv. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Und wir werden im Verlauf des Tages nochmal miteinander dürfen reden. Hey, viel Glück. Danke vielmals. Alles Gute. Gell? Super, merci. So, wir haben bereits den zweiten Spieler hier neben mir. Ich begrüße recht herzlich den Ramon. Der Ramon und ich haben sogar eine kleine Vergangenheit. Wir haben uns nämlich letzte Woche bereits kennengelernt an einem Pokerturnier bei der Konkurrenz.
Ja, und ich hatte immer, es war witzig, wir sind nebeneinander gehockt und zumal ist herausgekommen, dass er den Sonntag wird da sein, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ramon, erzähl schnell ein bisschen, wer bist du? Stell dich kurz vor, bitte. Ja, mein Name ist Ramon Wicki. Ich wohne momentan in Sennwald und arbeite in Liechtenstein. Für das haben wir uns dort auch in Liechtenstein getroffen. Ja, Poker spiele ich eigentlich seit ich 18 bin. Halt vor allem Turnier, kleinere Turnier. Die letzten paar Jahre habe ich ein bisschen weniger Poker gespielt. Darum bin ich auch froh gewesen, dass es da wieder mal so ein super Event, wie sie jetzt da gemacht haben, dass wir da für das Finale qualifizieren können. Also spielst du eher noch online oder ist live eher das Ding? Ich spiele lieber live, vor allem Turnier spiele ich eigentlich nur live. Online spiele ich eigentlich fast ausschließlich auch mal. Ja, viel Erfolg. Deine Gegner für heute hast du schon gesehen. Es gibt einiges zu gewinnen. Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Glück und wir sehen uns später nochmal im Verlauf des Tages. Ja, danke vielmals. Hey Ramon, viel Glück. So, und es geht Schlag auf Schlag. Wir haben bereits den nächsten Spieler da, der eingetroffen ist und sich natürlich auf den Final Table freut, der ab Mai stattfindet. Es ist der Sandro. Sandro, guten Tag. Hey, schön bist du da, wir freuen uns sehr. Magst du uns schnell ein bisschen erzählen, wer bist du, wie bist du zu Poker gekommen, wie sind deine Poker-Skills, was spielst du? Ein paar Worte über dich. Ja, ich bin der Sandro, ich bin von Aarau. Angefangen habe ich etwa vor 10 Jahren mit Kollegen. Und ja, am Anfang habe ich immer verloren. Und dann, weil ich mega ein kompetitiver Mensch bin, habe ich mich da voll reingehängt. Und spiele eigentlich jetzt seit 10 Jahren vor allem online MTTs. Ja. Und also du bist online sehr erfahren, hast aber auch sicher schon Live-Erfahrungen gemacht. Ist es dein erster Final Table in Live oder kennst du das Gefühl, wie es ist an einem Final Table, wo es um so viel geht wie heute? Oder wie fühlst du dich da? Nein, ich kenne es eigentlich. Also ich habe schon größere Final Tables gespielt, auch schon in Livestreams gespielt. Also es ist mir alles relativ klar, wie es läuft. Und ich hoffe, die Erfahrung kann ich ausspielen. Okay, super. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück. Du hast ein gutes, hartes Feld vor dir. Ja, wir sehen dich später noch. Sandro? Ja, merci. Bis bald. So, und wieder ein neuer Spieler ist eingetroffen hier am Final Table vom Swiss Poker Championship am 12. Juni im wunderschönen Casino Zürich. Hey, erzähl, wer bist du? Wie bist du hier angekommen? Was sind deine Pokererfahrungen? Was ist ein paar Worte, etwas über dich? Also ich bin der Laurin, ich habe Satellites gespielt, 52er Satellites und ja, habe mich da reinqualifiziert. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Pokererfahrungen. Ja, ich spiele sehr gerne Turnier vor allem, online, aber auch live. Ja, und mich sieht man vor allem zu Luzern. Ah, du spielst in Luzern? Genau, Turnier, ja. Turnier in Luzern, die grösseren Circle und so Sachen? Genau, ja. Okay, den haben wir uns sicher auch schon gesehen. Ja, wie geht's da? Jetzt geht einiges, es ist ein grosser Pot zum Gewinnen. Wie fühlst du dich? Bist du nervös? Ja, ich muss sagen, ich bin recht nervös. Also ich bin jetzt einfach mit all dem rundum bin ich recht nervös, muss ich sagen. Aber so grundsätzlich ja, bin ich schon confident jetzt für das Turnier. Ich freue mich sehr drauf. Grossartige Erfahrung und ich bin parat. Hey Laurin, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück und wir sehen dich später noch und dann nochmal über die Erfahrung reden, die du heute hier versammeln. Merci vielmals. Merci vielmals. Danke. So, und als nächstes haben wir den Michael hier neben uns, auch ein Qualifikant für unser Final Table für das Swiss Chip. Hey Michael, schön bist du da. Hey, erzähl uns ein bisschen, wer bist du, was sind deine Erfahrungen im Poker und auch, was mich sehr interessiert, wie hast du dich qualifiziert hier für den Final Table? Ja, es freut mich, dass ich da sein darf, Final Table spielen. Und qualifiziert habe ich mich über ein Satellite, also über das 50 Eintrittsgeld und habe mich dort dann raufgespielt für das Halbfinale sozusagen und dort hat es dann geklappt. Und sonst allgemein Pokererfahrung kann ich sagen, bin ich eigentlich eher ein Cash-Game-Spieler, also nicht unbedingt ein Turnier. Und was auch noch ein bisschen speziell ist für mich, diesmal ist das erste Mal live. Ich habe bis jetzt nur online gespielt, also das ist auch noch eine neue Erfahrung für mich. Also du hast noch gar nie live gespielt? Ich habe noch gar nie live gespielt. Zweimal mit Kollegen, aber nicht um Geld, nur so zum Spass. Und das ist für mich nicht richtig Poker. Also von dem her kann man sagen, das erste Mal. Ja. Okay, wow. Das erste Mal live, dann gerade Final Table und dann gar noch ein gestreamter Final Table, ein TV-Table. Hey, ich wünsche dir viel Erfolg, Michael.
Merci vielmals. Und wir sehen dich später im Verlauf des Tages noch. Viel Glück. Danke. So, neben mir sitzt der Manuel, Namensvetter. Es hat mich sehr gefreut, wenn ich das gehört habe. Manuel, erzähl, wie bist du hierher gekommen? Was sind deine Pokererfahrungen bis jetzt? Und ja, was ist wirklich wundernimmt, wie hast du dich qualifiziert? Was ist die Weg, den du genommen hast, um an den Final Table zu kommen? Also, ich habe angefangen mit Poker vor 7 Jahren, während dem Studium, weil es mir ein bisschen langweilig war. Und so bin ich eigentlich das ganze Poker reingekommen, hauptsächlich online. Und dann bin ich jetzt inzwischen spiele ich hauptsächlich nur noch live. Habe aber von diesem Turnier gehört und bin am letzten Sonntag vor Pfingsten habe ich mich irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde vor Ende noch für 300 Franken eingekauft und dann Glück gehabt und jetzt bin ich heute da. Super. Also du hast gesagt, du bist eher ein Online-Spieler, oder? Nein, jetzt auch früher online. Und jetzt auch live? Früher online, jetzt eher live, ja. Und wie sind so deine Final-Table-Erfahrungen? Hast du schon viel sammeln oder ist das auch doch jetzt etwas Spezielles? Ja, schon etwas Spezielles. Ja. Also Final Table bin ich einmal in Luzern. Mal, das war ein grösseres Turnier, aber das ist auch wieder 5 Jahre her oder so. Okay. Ja, es wird herausfordernd sein. Es ist viel anders. Wir haben Licht, wir haben Kameras, es ist ein TV-Table und du hast ein starkes Feld, das auf dich wartet. Manuel, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, viel Glück und wir sehen uns später nochmal und werden noch ein bisschen über den Tag reden. Gell? Merci Manuel, danke. Danke. So, ich habe neben mir den Julian. Eine ganz schöne Geschichte mit dem Julian. Der Julian war nämlich letztes Jahr schon da und hat Nina begleitet, die letztes Jahr ja da sich qualifiziert hat für den Final Table. Und hat sie begleitet und ich mag mich erinnern, dass er ihn recht angeschissen hat, dass er selber nicht spielt. Und du hast noch gesagt, nächstes Jahr komme ich dann. Ja, und schau an, jetzt sagst du da. Ein Mann, ein Wort, oder? Ja, ein Mann, ein Wort, das finde ich sehr gut. Hey Julian, erzähl schnell ein bisschen, was sind denn deine Pokererfahrungen und auch was ist die Weg, wie hast du dich da angespielt an Final Table? Poker hat bei mir eigentlich schon sehr früh eine Rolle gespielt. Mein grosser Bruder hat über 150'000 Karriere gewonnen und deswegen ja mit 2011 habe ich angefangen Poker zu spielen. Im Versteckten, meine Eltern haben es gar nicht gut gefunden. Ich habe mir ein Konto über ihren Namen gemacht und dann immer am Abend, wenn eigentlich ins Bett war, habe ich dort gespielt. Und während 2 Jahren haben sie es gar nicht gut gefunden, aber als ich dann gemerkt habe, kommt regelmäßig Geld rein, haben sie es dann auch akzeptiert und jetzt sind sie die grössten Fans. Von dem her ist schön gekommen. Hier qualifiziert habe ich mich tatsächlich für 50 Franken. Okay. Aber ich habe natürlich auch das 300 gespielt, aber so ist es natürlich noch schöner. Und ja, nein, eben, freue mich mega, dass ich hier bin. Ich habe letztes Jahr den Pokal gesehen und habe mir gesagt, den muss ich holen. Und deswegen freut mich extrem, hier zu sein. Aber wir sind jetzt extrem stolz, denn während Sie heute den Stream sowieso. Schauen, sie sind auch schon sehr nervös und werden mitfiebern. Okay, alles klar. Julian, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, viel Glück. Merci. Und wir sehen uns später noch einmal. Okay. Freut mich. Merci. Bereits wieder, ich hoffe, haben die Interviews gesehen, da habt ihr auch etwas erfahren über die Spieler. Es ist immer sehr spannend, woher kommen die, was machen die, wie haben sie es empfunden. Jeder sieht es ein bisschen anders. Die Stimmung ist recht gut am Tisch. Das sind die letzten 1-2 Minuten von der Pause. Folgt doch uns auf Facebook und Instagram, Swiss Casinos. Die könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr wollt. Das wäre grossartig. Und jetzt ist auch noch eine Frage reingekommen bei uns. Und zwar, jemand fragt sich, ob es verschiedene Taktiken gibt, um Unsicherheit zu schüren unter den Spieler. Und ob das bedeutet, dass der unberechenbare Spieler sich so Vorteil erspielen kann. Oder heisst das gleichzeitig, dass der ein extremes Risiko eingeht und kann man das nur als Chipleader machen? Das sind gerade ein bisschen viele Fragen auf einmal. Natürlich gibt es verschiedene Taktiken, um Unsicherheit zu steuern. Als erstens mal, dass man immer aus allen Positionen raced, callt und 3-bettet. Man macht sich so unberechenbar. Da an diesem Tisch ist das ganz klar der Ramon aus Position 3, wo man nie genau weiss, was er hat. Er hat sich diesen Vorteil jetzt auch erspielt mit den Chips. Das heisst, er ist unberechenbar und er hat Vorteil als Chipleader. Wenn er Chipleader ist, macht er das noch viel mehr und tut die Leute unter Druck setzen. Weil immer, wenn er jemanden All-In setzt, müssen die für ihr Turnierleben überlegen, ob sie für ihr Turnierleben zahlen. Das ist ja dann schon noch
Das ist ja noch heftig, oder? Der nächste gewinnt 6'000 Franken, aber der erste Platzierte gewinnt 22'000. Das ist ein recht grosser Gump. Nur ein bisschen. Sprich, wenn man unberechenbar und Chip-Leader ist, ist das die Idealvariante. Die Pause ist vorbei, wir sind noch 6 Spieler. Blinds sind in diesem Fall auch gestiegen, nehme ich an. 500 und 1000, Ante 100. Nous revoici, on a pris des forces. Les joueurs ont repris des forces également. On les a croisés. L'ambiance était plutôt détendue. On sent qu'il y a un petit peu de fatigue qui commence à arriver. C'est normal, ça fait 5 heures qu'on y est. Et 2, 4, 6 joueurs encore en lice donc, pour ce prix numéro 1 qui est quand même très intéressant. 22 000 francs à remporter. Et le World Series of Poker Package a remporté donc le main event avec un buy-in de $10 000, le vol aller-retour hébergement à Las Vegas d'une valeur totale de 15 000 francs. Donc tout ça est possible. Il y a déjà 2 prix qui sont partis, c'est les 3 000 et 4 000 francs donc pour la 8e et 7e place. Donc Manuel et Eric qui nous ont quittés déjà. Und jetzt hat das andere gerade All-In geschoben auf dem Button. So hat er nur Small Blind und Big Blind zum Folden bringen. Das hat er geschafft. Hat er sich wieder schön Chips geholt. 2000 oder ein bisschen mehr. Und da sieht man, er ist glücklich, er ist zufrieden. Ich hoffe, ihm seine Schüler und ihm seine Unterstützer, wie auch seine Familie, ist immer noch am Zuhören und am Zuschauen. Er hatte einen harten Start am Anfang, war zweimal da unten, hat sich aber tapfer und gut zurückgekämpft, hat immer noch die Chance. Alles ist möglich zwischen Platz 6 und 1. 1000 zum Call. Voll. Platz 3. Raise auf 2800. Platz 4 Fold. Platz 5. Fold. Platz 8. Raised, relativ dick. On a misé Platz 1. 2800. Und wird auch hier durchkommen. Es sind bereits schon wieder 2000 Chips mehr. Für den Chip-Leader ist jetzt schon fast bei 49'000. So viel hat er eigentlich noch nie gehabt. Hier sehen wir es in der Overview. Zweiter Platz 22'000 Chips, dritter Platz 18'000. Michael, Jan und Julian sind jetzt wirklich in der Gefahrenzone, müssen bald schauen, dass sie ein bisschen Chips machen können. Sonst ist das Turnier plötzlich vorbei für sie. Aber as we say, die Hoffnung stirbt zuletzt und der Chip in der Chair, alles ist noch möglich. Platz 4. Fold. Platz 5. All in. Ass, König suited von Spade für ein Jahr. All in, Royal. Seine 10 Blinds gehen rein. Dann haben wir 9900. All in von Platz 5. Platz 1 folded. Platz 2. Open Fold. 2 und 4. Open Fold, der Laurin sagt, es ist 4-2, mit dem kommst du nicht andere weit. Karten, vielleicht ist es vorbei mit dem. Wer weiß. Endlich bitte 100 von jedem. Enti bitte. Ramon détient 41% de la totalité des jetons. C'est presque la moitié est à lui, donc ça prouve à quel point il a bien joué, il s'est imposé dès le départ. C'était important. Man sieht auch hier im Hintergrund, wir sind ja im Casino Zürich, wunderschönes Casino Zürich, in der Stadt Zürich, von Swiss Casinos. Im Hintergrund haben sich schon die Poker- und Kultur- und Kunstszenen versammelt. Und natürlich sind die auch völlig fasziniert von dem Spiel hier. Sie haben das auch mitorganisiert. Und es ist wirklich ein sehr gutes Level, das hier gespielt wird. Für das bin ich jetzt persönlich speziell froh. Platz 1. Hier sehen wir in Grossaufnahmen den Julian, der auch nur noch 9,5 Chips hat und reinsteht. All in für Platz 8. Good luck, Julian. Good luck. Jawohl, das sind 9500. Platz 1. Fold.
Platz 2 Fold, Platz 3 Fold ebenfalls. Gut. Et ça se couche. Und Entis bitte. Ja, das ist jetzt wichtig für die Shortstacks. Jan, Julian und Michael müssen jetzt ab und zu ein bisschen Chips machen. Wenn sie dann noch tiefer in den Blinds fallen, dann wird es sehr schwierig. Jede Hand kannst du etwas hinlegen, immer. Wenn es Zürich Cash gehen, nicht überlegen, was Party bekommst. Kann man vorstellen, für viele der Spieler ist heute, egal welchen Platz sie haben, vielleicht der grösste Zahltag, den sie je im Live-Poker gemacht haben. Also will niemand einen Fehler machen. Dazu wird sie noch gestreamt und alle können zuschauen. Da willst du noch weniger einen Fehler machen und blöd da stehen. Deshalb ist das sehr ein gutes, gepflegtes Spiel. Fold, Platz 2. Raise auf 2000. Platz 3. Auf dem Button Raise der Laurin. Das sieht nach einem Re-Race aus. Re-Race auf 5900. Platz 4 Fold. Ja. Da kann man etwas lernen. Nimmt mich jetzt aber Wunder. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Der Laurin hat eigentlich nur 2 Optionen. Die erste, das was er machen will, ist wahrscheinlich folgen. Aber es ist halt schwieriger, schaut über Informationen. He looked at him, he tries, Laurin is seeking for information, but he will fold. Fold. I shows when I fold, you show me. Look, he's able to show one. What is it, the 3? Das haben sie miteinander abgemacht. They say like you can choose one card. So Laurin picked one, and it was 3. So he knows that he was bluffing again. Entis bitte, 100 von jedem. C'était assez génial. J'ai été très silencieuse sur cette main parce que je voulais vraiment observer Ramon et uniquement Ramon. Pendant que tout le monde rigolait, tout le monde parlait, lui il était dans un silence absolu, il a observé tout le monde. Et quand il a reçu ses cartes, il les a même pas regardées. Il a d'abord regardé chacun et après quand chacun a regardé ses cartes, lui il a regardé ses cartes. Il a été très fort sur ce coup-là. En tout cas, si vous l'observez, il est passionnant. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas parlé pendant 5 minutes, ce qui est très rare pour une Italienne et une fille. Et qui ne parle pas pendant 5 minutes, c'est pas normal. Il est passionnant, il est captivant. En tout cas, bravo à lui, un excellent joueur. Absolut. Fold. Platz 2 Fold. Platz 3 Fold. Platz 4. Alle bis zu den Blinds gehen raus. Mal schauen, was das andere am Schild führt. Und Platz 5. Er limpt rein. Versucht in den Pot zu kommen. Falls man sich wundert, warum jetzt das andere sein Pulli sich so weit ins Gesicht hineinzieht. Er möchte nicht irgendwelche Tails freigeben. Manchmal macht man gewisse Bewegungen mit dem Maul, mit den Augenwinkeln, mit dem Hals, wenn man nervös ist. Dann sieht man Sachen. Er will nicht sagen, dass er nervös ist. Wett 1000.
Aber ich kann dir sagen, wer jetzt auf jeden Fall nicht nervös ist, das ist der Jan. Relance le 6. Chacun son truc. Hein. Un, il se tient l'épaule. L'autre, il se couvre le visage. Das wird jetzt natürlich nicht funktionieren. Der Jan wird jetzt nur callen, richtig, und lässt noch reinlaufen. Bett 2300 von Platz 4. Petite blind contre grosse blind. Yeah. Un investit plus que l'autre, forcément. Yeah, and generally this is a good play and is a good bet, because if Jan does not have the 6, he has to fold. But as we can see, he has it, and he will not go nowhere. So Jan now has to decide how to play this out. Call von Platz 5. Ja. Absolut richtig. Er lässt ihn reinlaufen. Platz 4. Wenn wir jetzt versuchen, in den Kopf hineinzugehen, let's go inside the head of Sandro. So if he thinks his opponent has an 8, let's say he has 10-8 or check 8 or 8-5, can he bet? And he will fold. That's his process of thinking. Because he then raised, the ace came on the turn, he bet, but his opponent called. So maybe he also has an ace. Can he bluff him out? That's a very difficult decision to take. Yeah. Yeah. Check, Platz 5. And he's making the right decision again. Il check, donc une bonne décision de la part de Sandro. So he's checking and giving up. He checks, then Jan is gonna bet and he's gonna fold. Comme ça, Yann peut miser et lui, il peut se coucher après. All in. Natürlich richtig, ein Insta-Fold. Vous l'aviez prédit. Yeah, but good from Sandro. So he survives with 12 blinds. You heard that? Non. You had it? Empty, He said, I know you had it. Und empty. Il a dit, je sais que tu avais, que tu les You avais. had it, I know you have the 6. Empty, Anna. He says like, I know you have the Je 6. sais que tu as le 6. He don't know, but now, because how Ouais. they played, La façon dont il a joué lui a fait comprendre qu'il avait le 6. so that's why he checks C'est pour and ça qu'il a folds. checké et après il s'est retiré du jeu. Platz 1. Blinds 500, 1000. Michael hat 10.400 Chips. Das sind 10 Blinds. Fold, Platz 2. Fold, Platz 3. Raise, 2600. Platz 4. Fold, Platz 5. Fold und Platz 8. Fold. Sehr gut. Also wir sehen neben Ramon alle zwischen 17 und 10 Blinds. Ich denke, in den nächsten
I think within the next like 40 to 60 minutes we're going to lose some Ouais. players. On va perdre encore quelqu'un d'ici 40 minutes. Moi, je pense avant. Between maybe 30 and 60 minutes we're going to lose, I think, like 2 or 3 players. Ouais. Aber es ist eine spannende Phase vom Turnier. Ramon hat ganz klar ist in der Pole Position für das Turnier zu gewinnen. Aber natürlich ein Double Up Platz 3. von einem anderen Stack und dann holt Race er wieder auf. 2600. Fold von Platz 4, Platz 5, Fold Platz 8. Ramon ist so fokussiert, dass er ab und zu vergisst, Karten ins richtige Feld zu tun, dann sehen wir sie amigs nicht. Kannst du deine Karten nochmal platzieren? There you see it. They're joking, and Julian is now going to push all in. Ouais, je pense. Race. Auf 9500. Ich kann noch folgen. Kannst du noch bleiben. Fold auf Platz 1. Also Karte. Ja, ist okay. Die Frage ist, ob er alle oder soll ich noch kaufen? Platz 3. Yeah, he's calling anyways. Look, we alle have a coin flip. Und dann schauen wir, was This da is like a passiert. classic race. Ace Also, King, wir haben auf Platz 3 die 9er. 46% und auf against Platz 8 Ramon Ass Pocket König Ass. Nines. Ah. You see, now Ramon has such a good hand. Ouais. Les deux sont all-in. Yes. So he needs an ace or a king. Or a 10. No. You see the outs? Ah! 9er haben. 9er und 8er Kicker Dame. Oh, we lose a player. In dem Fall haben wir Platz 8 Zeit Julian. open. Leider auf dem Julian. 6. Platz. Alors lui, c'était son rêve hein, d'aller à Las Vegas. C'était vraiment son rêve. C'est Julian qui a payé ses études avec le poker et qui rêve de ça. C'est vraiment toute sa vie. Donc bravo, il a été loin dans cette compétition. Absolut. Et il repart avec 6 000 francs. Was grossartig ist, wenn der Julian ist 24, kommt aus Freiburg, redet Englisch, Deutsch, Französisch, ist heute auch mit ein paar Freunden hierher gekommen. Die haben ihn jetzt beobachtet, die sind jetzt natürlich auch ein bisschen traurig. Es ist jetzt halt brutal, aber er hat es super gemacht. Es ist eine grossartige Story, dass er in so jungen Jahren schon so einem coolen Tisch ist. Und jetzt out of nothing sind wir nur noch 5 Spieler. Und ja, Ramon hat jetzt noch mehr Chips, oder? Ramon now has like 65,000. He's probably almost unbeatable now. Platz 5. Ouais, il devient imbattable en fait, Ramon maintenant. Fold, Platz 1. All in. 9 bis 10.000 ungefähr. So, das sind 3.500, 7.000, 8.000, 9.200 ist der All in. Und absolut sehen wir jetzt auch gerade wieder aus dem Small Blind. Der Michael, König 7 Suited von Kreuz. Seine letzten 9 Blinds. Vous aviez dit 40 minutes pour perdre quelqu'un, on en a perdu un en 10 minutes là. Ça s'accélère. Michael est au Michael gibt keine Informationen weg. Schaut stoisch, schaut seinen Gegenspieler auch nicht an.
Fold. Gut. Auf Platz 2. Happy Relief. So, wir haben noch gute 4 Minuten in diesem Blind Level. So 4 Minuten noch in diesem Blind Level hat der Dealer gerade announced. Nachher geht der Blinds ab. Wir haben bereits über 100 Hände gespielt. Live ja, aus es dem ist nicht der Casino einfache Zürich. nachher, aber Das es ist ist schön Platz Swiss 1, 2, 3, Poker 4 und 5 sind noch drin, oder? Mit ja für mich einfacher. 1000 Franken, die vergeben werden am Finaltisch. 3 Leute sind bereits rausgefallen. Auf der 8. Position Für mich ist es Manuel, angenehm zu moderieren, 7. so, weil ich genau 1, 2, 3, 4, 5 habe. Und ich muss niemand rauslassen, so nichts Komisches. Julian aus Freiburg. Und der ist doch geht heim mit stolzen 6000 Franken. Ist nicht so schlecht für einen Sonntagnachmittag. Il n'était pas bon être assis du côté droite parce que tous ceux du côté droite, ils ont été éliminés. Donc normalement, so in poker we call it, these are the jumping seats. All the seats 6, 7 and 8 all loose. Yeah. So the winner is going to be definitely on the left side. On the left side, yeah. Fold. Platz 2. Und vielen Dank, bekommen wir hier Nachrichten über, dass der Stream super professionell gemacht und gefilmt und moderiert ist. Da danken wir eigentlich. Gruß zurück in die Zentralschweiz und Hop FCL. Check. Heads up. Check von Platz 2. Platz 3 Bet 1100. Und Call Ramon von Platz trifft 2. halt auch noch sehr gut. So Ramon hits 6 and bets. Check von Platz 2. Platz 3 Bet 1700. Fold von Platz 2. Ja. The rich get richer. Und Enti bitte. C'est pas fou. Les riches deviennent plus riches. So, Ramon hat über die Hälfte, irgendwas im Bereich von über 55% von allen Chips, die im Play sind. Das ist recht viel, wenn noch 5 Spieler dabei sind. Alle anderen müssen hart kämpfen. Sprich Sandro, Jan, Laurin und Michael. Il a plus de la moitié des jetons à lui tout seul. Donc, c'est assez impressionnant. Mais peut-être ce qui est intéressant d'expliquer aux personnes qui nous regardent, qui ne connaissent pas très bien, c'est comment il est arrivé jusque-là. Qu'est-ce qui a fait que lui, il en est là maintenant? Parce qu'il a été agressif dès le début, dès la première heure. Yeah. From the very beginning, yes. Et il a eu de la chance. Fold, Platz 2, Fold, Platz 3. Et beaucoup de talent. All in. So all in from Ramon. Ooh, difficult decision now for Sandro. So, das ist jetzt eine schwierige Decision für den Sandro. Er weiß, er hat nur noch 11 Blinds. Wenn nicht so viel auf dem Spiel, so viel Geld würde auf dem Spiel stehen, würde er wahrscheinlich schon lange callen. Als Pokerspieler ist das eine Hand, wo du halt selber möchtest all-in gehen und nicht callen, weil du weißt, du verlierst gegen blöde Ass. Ja, das ist gut. Das ist hart. Hart. It's correct, but brutal fault. Very difficult für Sandro. Und weil er es jetzt aber auch wieder richtig macht und sagen wir, wer jetzt rausgeht, wäre auch schon gewesen, obwohl der nächste Platz, der 5. Platz, gibt auch schon 8000 Franken. Aber die sind jetzt schon so weit hergekommen, die wollen jetzt gewinnen. Irgendwo fehlt noch das Enti. So, and I guess next hand so, das ist die letzte Hand in diesem Blind Level. Les blinds vont augmenter encore. But the next hand, this hand is still 500,000. Mit einem Enti von 100. Platz 1. Die Hand noch 500 und 1000 Big Blind.
Dass als Spieler Voll short für sind, Platz wird eins. es jetzt vermehrt auch All-In Voll zu geben. Platz 2. Platz 3 All-In. Yeah, Ramon is now going All-In all the time. Platz 4 folded. Der Sandro hat gefoldet. Und der Platz Und 5 we have a call from position number 5. Das Spiel, ja. Platz 5 zeigt Ass, Dame, Offsuit und Platz 3 zeigt Sandro, Vierer. c'est Yann, donc Okay, va all again, in. coin Ouais. flip. Donc là. Oh, Oh là là, ça commence très bien Sehr pour schöne Ramon. Go-Kart. Ist noch nicht vorbei. You need some spades. Ja, Spade mal 10 would be Il great. se prépare déjà Ace à is quitter la dead. table. Voilà. Wow. Ui. Hast du noch schöne Und noch ein 4 Poker. Zwar nicht unbedingt nötig, you also aber have ja, to er ist jetzt understand, halt this is noch the voll. Wir haben Poker second time he has tatsächlich poker. gemacht. Quads. 4 of a kind. This is incredible. C'est How is this incroyable. possible? Ramon, c'est la deuxième fois qu'il fait poker. Oh mein Gott, Jan. 4-4. Alles richtig Il gemacht. faut quand même le faire. Il a 71% des jetons à lui tout seul. Et il vient d'éliminer notre So, ami damit haben wir jetzt gerade Blinds ab, Yann. 600, 1200 mit einem Yann. Enti von 100. Enti Tout jeune, bitte für hein, jeden. Yann également. Jan is On va like vous donner 25. son Hey âge. Yann, Yann, il est où? Yann, jetzt il a ist 25 1, 2, 3, 4. Mhm. Es geht weiter. Schade. Bien battu. Unser Luzerner ist rausgefallen. Et qu'est-ce que je vous avais dit, Marquito, il y a quelques Scheiße. minutes à peine, Ja, que das ist c'était le richtig. suivant à être éliminé, parce que Aha. c'était toute la partie Aha. droite qui était éliminée. Et donc le suivant, donc le suivant, So, it's funny, wir by spielen jetzt gerade in coincidence, der ersten Sandro. four Allein players wieder left. Blind. Position 1, 2, 3 and 4. c'est incroyable. C'est incroyable. Sur un carré de 4. Il faut qu'on aille jouer au loto, ou au casino Loto. ce soir, à Suisse Casino à Zurich. Donc And now, là, il faut se méfier. En tout cas, Ah bah. félicitations à Yann. On va le retrouver en interview dans un instant, bien sûr. Vous pouvez suivre sur le stream. Vous pouvez toujours nous écrire sur Instagram si vous voulez féliciter les personnes, les finalistes qui sont sortis du game. All in. Vous pouvez quand même les féliciter parce que bravo à Platz eux. 4 all-in. Et là, on reste avec Platz 4 folded. Laurine, Und Ramon, Platz Sandro 1. et le tout jeune Michael. Genau. 22 Und der ans. Ramon natürlich schon wieder All-In und wieder eine mega schwierige Entscheidung für den Michael. Über Instagram schreibt uns BFE11, sagt der alte Studiokollege von Ramon, und er drücke ihm ganz fest die Daumen, wenn er gewinnt. Die Siegesfeier ist im Kennedys auf sicher. À mon avis, Ramon est en train de faire, il est en train de faire place Il nette. fait tabula rasa. Et il fait table nette, table rase. Il dégomme tout le monde là, un après l'autre. So, difficult decision for Michael. Ouais, ouais. I mean, he has so many chips now. Every decision for every player is very difficult. Oh, c'est massacre. 12 in Ding. It's a massacre. Call. And he Platz calls 1. Dann schauen wir einfach wieder in die Karten rein. Das ist Ace 10 Call. Und dann haben wir against König 10 auf Platz Ace 1 Jack, gegen Ass Ramon Bube against auf Platz King 10 of 3. Michael. If Michael does not win, we're Ja. going to be three-handed immediately. Ah, non, mais là, ça va aller très vite. Ja, noch keine Hilfe. So still has 6 outs. Come on. No. Ja, und Ass Bube hoch, gewinnt das Bärli 3 lang. They cannot win against him. Michael. Das gibt's ja nicht. Mais il peut être fier de lui, Michael, 22 ans. C'est sa première fois, il a joué qu'en Suisse, pas d'expérience. Bravo à lui. Quand même, il repart avec 11 000 francs à 22 ans. Also, now. Attendez. Michael is our youngest participant. He's only 22 years old and he just won 11,000 Ja. Swiss francs. Genau, und nachher ist das Turnier fertig. But Ramon is really clearing up the place. Ramon, Alles qu'est-ce qu'on peut klar. faire encore pour So. passer au-dessus de Ramon Also, ou Enti gagner contre 100 von Ramon? jedem, der Qu'est-ce qu'on Well, peut faire? I mean, you have to keep playing, but you need to win a double up. So Sandro or Laurin need to win a hand. Weg, dann Fast, 1200 like double up. platzieren, genau. Und wir spielen So they wieder also allein have gegen like- Blinds. Ça va être compliqué pour eux. Peut-être Laurine a encore une chance, mais Yeah, both. They all have a chance. Even, I guess, I don't know how much chips. Und? Da der Michael Michael est déçu. auf dem 4. Platz. Gut gespielt, gut All gekämpft. in, Michael, auf Platz wir schicken dir wirklich nur Macht grad wie die besten gewohnt Grüße. Du weiter, hast das nicht super neues gemacht. ça va aller très vite. Hein. Ramon de nouveau all-in.
Il laisse plus de chance. And it's so brutal now. Every hand they have to decide for their tournament life. C'est ça. Er ist, glaube ich, knapp drüber. Hat noch 2000 Und es passiert jetzt eigentlich auch etwas, wo nicht voraussehbar war, weil ein Spieler so viele Chips hat und eigentlich alle vom Tisch nimmt. Könnte es sein, dass das Turnier schneller vorbei ist, als es normalerweise geht. Speziell, wenn er jetzt den auch noch gewinnen würde. Yes, 95,000 chips, Sandro only 3,000. Mais Ramon, il ne laisse plus le jeu vraiment se faire maintenant avec tous ces all-in. En fait. Yeah, il laisse plus vraiment le jeu s'installer. Il est fatigué, il veut rentrer. We have the next. There's the all-in and the call, and Laurin is off. So first time, Sandro is ahead, 74%. König Dame führt mit 74% gegen Dame, Check vom Ramon. On lui souhaite, hein, sinon ça... Jetzt muss der Sandro gewinnen. Clear. So 3 outs, 3 checks. Oh. Ja, leider nicht. Ein paar Sechs. So, Picker, König, Dame. for the first time since very long time, somebody doubles up. So Sandro doubles up to 22,000 chips, which is 18 blinds, and he's very happy now. Bien sûr, parce que déjà il n'a pas été éliminé et puis il a doublé sa mise. So since the last break, we lost in very short time 3 players. So, also, and for the first time, somebody won a hand against Ramon. This is here in the picture is Sandro. And Sandro still hopes that the KSOS people still watching his stream. What was the other names? The Frösche and the Froggy Basket. What was it? So, und dann brauchen wir noch ein Small Blind von 600. Jetzt haben wir wieder beide. Yeah. The Foggy Baskets. Okay, und his family. Ja, wir wünschen dir das auch. Mutiger Call gewesen. Wieder richtig. Hast alles richtig gemacht. As I said in the beginning, his kind of my personal favorite player. After the first hour of streaming, I thought like maybe he's going Call. to 1200. Okay. Und Platz 3. Checkt. Dann schauen wir uns den Flop an. Heads up. You see, Laurin now tried to trap with his checks. Platz 2 check, Platz 3 I really check. hope that Ramon is going to blast off everything. Check auf Platz 2, check auf Platz 3. Oi, full house. Full house on the river. Full house à la river. But we don't see his cards, but I think Ramon has nothing. So Laurin is... I guess he's going to bet around 2,000 chips. And Ramon is going to fold. Bet 1200. Yeah, even less. Raise auf 4800 von Platz 3. So he's applying some pressure. Das stimmt nicht ganz, wie es hier in der Grafik steht. Der Laurin hat 1200 bettet und der Ramon hat auf 4800 geraced. Laurin fait croire qu'il a rien. 12.400. 11.400. Fait croire qu'il a rien. 11.400. Fold von Platz 3. Yeah, he's bluffing. Gut. Das ist jetzt gut fürs Game. Jetzt sieht man die Platz. Next prize money is already 14,000. C'est énorme. 14 000 francs pour celui qui sera éliminé maintenant. Et le grand gagnant, on vous rappelle, il part à Las Vegas. Et il remporte 22 000 francs. Jeder hat noch die Chance, auch wenn der Ramon ganz klar Favorit ist. Ramon is very favorite to win the tournament.
but everybody can still do it. Ja, da liegt irgendwie noch Ça, zu pour viel l'instant, il est drin. le favori, bien sûr, clairement, mais rien n'est joué jusqu'à la fin. Ja, 600, 1200, genau. So we're three-handed, Platz 2. only 3 players, 1200 position vom Call. 2, 3 and 4. Très jolie table finale, à part ça. Ouais. Das kann man so sagen. All-in. Platz 3 folded. Und Platz 4 folded ebenfalls. Yeah, so every time when the blinds and the antes are in the pot is already 2000 chips. Falls noch irgendwelche Leute Fragen haben, dürft ihr jederzeit da gerne eine Frage stellen. Und ein Big Blind von 1200. Wie vorher eben der Kasper bei uns im Chat schreibt, dass er ein alter Studiokollege von Ramon ist und ihm die Daumen drückt. Und wenn er gewinnt, gibt es ein Siegesfeier im Kennedys. Ich weiss jetzt nicht genau, wo das ist. Raise auf 3000. Aber ich vermute jetzt irgendwo in Bern, in der Stadt oder im Platz Oberland. 4 Fold. Wenn wir es herausfinden, gehen wir dort her. Platz 2. Vorher hat sich auch noch jemand bei uns gemeldet und hat sich gewünscht, Olin. dass der Jan das Turnier gewinnt. Allez. Und Fold. Leider nicht. Laurin. Stopp. Den brauche ich gerade. So, voilà. Si on perd Laurin, ça va aller très très vite Yes, après. yeah. Ah, oui. Jetzt ist es so, now we're going to see a lot of all-ins, because when you're only 3 players left, even the medium good hands are stronger. So King Jack, King 10, Pocket 5s are way stronger only with 3 players than with 8 players. Ah, noch mehr. Das ist Ja, aber wenn ihr euch das macht, dann seid ihr rausnehmen, dann nur noch knapp Chips. Ja, schau, jetzt musst du sogar noch 200 abgeben von deinen Chips. Es wird nicht immer weniger, genau. Platz 4 ist dran. Blinds sind bereits 600, 1200. Das heisst, jedem Pot sind von Anfang an 2100 Chips. Ass 9 off vom Laurin, er hat 20 Blinds. Jetzt hat er mehrere Optionen. Call, 1200, Platz 3. Raise auf 4200. So, 600, Laurin, big blind pour Ramon, 1200. Laurin decided to play it slowly, only limping, and Ramon immediately raises. Il a misé. Hein. Und wir sehen auch warum. Das Bärli 9 ist eine sehr starke Hand. Es gibt Aces. Und Platz Oh, 2 he's geht All-in and call. und Platz 3 Oh, he's not Call. gonna be happy to see In that. dem Fall schauen wir hier nochmal in die Karten rein. Oh mein Gott, jetzt geht es plötzlich schnell. Platz 3 und 9er auf Platz 4. Je disais que si on perdait Laurin, à mon avis, ça allait très très vite. Also, Ça allait très très vite. ein paar hohe Karten würden mal helfen. So, Ace and 5. Ah ouais. Il y a encore une possibilité de se sauver. No Ace, just an Ace. Und es No gibt eine 5. Strasse. Ah doch, there it is. 2, 3, 4, 5. Logisch. Oh mein Gott, ich habe es doch gesagt. Ja, logisch, nicht klar. Hi, Ah, voilà, hi, il revient de loin. Mother Mary. 2600. What is going on? And you see, so fast, they're on the same level of chips. Now Laurin and Ramon have the same amount of chips. It was a bit lucky. 20, 22, 23, 24, 24, 1600. Und dann haben wir Für die, die es nicht ganz mitbekommen haben, der Laurin hat reingeklimpert mit 600. Der Ramon hat geraced auf 3000. Der Laurin ist all-in und Snapcall vom Ramon. Ass 9 gegen 9. C'est peut-être le coup de chance qui va faire Peut-être. changer la partie. Hein.
So for the very first time since almost hours, somebody is on the same chip level like Ramon. Ja. So position 2 and position 3 have same amount of chips, and Sandro has probably, let me look, I would say like 18,000 or something. Genau. Musst vielleicht schnell ein bisschen Chips. Aber natürlich, wo sie all in sind, genau. hat der Laurin ungefähr 28% Wahrscheinlichkeit gehabt zum Gewinnen. Platz 2 Und hat dann glücklicherweise unten durch die Straße gemacht. 2, 3, 4 Machen wir oder den Race 5. draus auf 4000 von Platz 3. Bon, ce qui est super, parce qu'on va pouvoir voir vraiment quelque chose d'équitable au final. Platz 4 Ça va folded. être intéressant. Yeah, because this might change now the dynamic of the table. Ah oui, oui, maintenant la dynamique elle So va it's- clairement changer. Ouais. And maybe not, maybe Ramon is just going to pressure, Il pressure, va mettre plus pressure. de pression, Ramon. Je pense qu'ils vont éliminer Sandro là, dans pas longtemps. Et ça va être un combat terrible. Well, un combat terrible. On the battlefield. Yeah. C'est génial, regardez, 43% pour Ramon, 41% pour Laurin. Quelle remontée And Sandro also has 15 blinds. Everything is. It's good for the game. It's good Oui. for the stream and for the game that he made the double up. Exactement. Immer Parce que was sinon ich ça aurait été immer. très très vite et on aurait été tous Ja. frustrés. Ja. Et là on est content. Da wären wir schon im Heads-up, das wäre ein bisschen brutal gewesen. But you see now, every player now, they know that all of them gonna win huge money. oui. Third place is 14,000, second place 17, first place 22. So they're all happy already. Bien sûr, ils sont contents parce qu'ils vont tous Plot repartir avec une grosse somme d'argent. Je pense que cette finale-là, elle va être géniale. Race 3600 und Platz 4 folded. Gut. Vorher noch wollte ich sagen, danke Michael Stern für die Nachricht. Leider hat es für den Jan nicht ganz gelangt. Der Jan ist aber 5 Touren, doch sage und schreibe 8000 Franken heimgenommen. Hat es auch super gespielt. Hat harte Entscheidungen gehabt. Ist viel unter Druck gewesen, von der linken Seite, von seiner rechten Seite, sprich vom Ramon. Nicht ein paar harte Fights gehabt. Hat er aber super gemacht. Und ich denke, gibt er bestimmt etwa eins aus. Mais si vous êtes en train de nous suivre sur Instagram, enfin vous êtes en train de nous suivre sur le stream, vous pouvez nous écrire un petit message sur Instagram. Vous allez sur le compte de Swiss Casino et vous trouvez donc l'Instagram de Swiss Casino. Vous vous abonnez et vous nous faites un petit message à Marquito et à moi-même pour voir que vous êtes là. Voilà, vous nous soutenez après 6 heures, plus de 6 heures de commentaires. Ça nous fera plaisir. Super, Voilà. yeah. And then somebody writes us a special shout out to Sandro Gucci Carucci. Oh, That's probably Sandro on position number 4. So he says him good luck and bring it home, brother. Ok, Yeah. on va lui faire le message, no problem. Yeah, thank you very much. We're going to tell him, and maybe you're going to tell him by yourself when you see him. Vielen Dank für den Gruß. Das haben wir ihm gesagt. Sandro Gucci Carucci. Bring it home. Call. Machst du so ein riesen Ding und der What he said? He said, why you acting so much and at the end you just call? I mean, they're having a good time. He's very Check relaxed. for Platz Sandro zwei, Carucci is very 2000. relaxed. Yeah, no, I don't think so. Laurin is a bit more focused and also nervous. Und Call von Platz 2. So bet 2000 from Ramon and call from zwei. Laurin. So Laurin again, like before, has now with the 5 he would make a straight. A straight from ace to 5 we call a wheel. Check. Das A habe ich nicht wheel. gesehen. Platz 2 check. Platz 3. But we don't know what, on sait pas ce que 2500 Ramon von a Platz dans les 3. mains. Race Il a l'air stressé 5500 pour von une Platz 2. Okay. Jetzt geben sie sich so ein bisschen mit Race und Re-Racen. Ça se joue entre les deux, hein, de toute façon maintenant.
Re-Raise auf 13.500. Oh, hey, ja, das ist stark. On sait toujours pas ce qu'il a hein, dans les mains. Une nervosité de plus en plus présente chez Laurin. Oder das ist das Problem, wenn man re-raced mit einer nicht so starken Hand. Wenn der andere Spieler mitspielt oder noch einmal raced, hat man einfach ein Problem. Elle est géniale cette image, elle est géniale. Regardez la différence entre le calme olympien de Ramon So he plays so much with the et chips. Laurin qui va user ses jetons à force. Aber man sieht, alle Spieler spielen ist like a mantra. Yeah, I know, yeah, sure. It's poker sure. yoga. It's yoga, yeah. But you see the face, you see many things. Ja, man sieht, wie angespannt ist. Il est nerveux. Très nerveux. He's concentrated and he's very unsure. Oui, il est très insécure sur ce qu'il doit faire, surtout. À quoi il réfléchit là en ce moment, Marquito? Und Fold von Platz 2. Ah bah il se couche. Ah, c'est réglé. Show it. Wenn etwas Gutes geht, hast du jetzt von mir Spuren viel bekommen. Okay, so Sandro told him like, if you had a very good hand, you would have get more money from me. Why you played it so aggressive? What did you had? And he said I had 2 possible flush street. Don't know what he means. So Ramon says he was drawing. He had no anything, but he was on the way to get like a flush or a street. Maybe it's a lie. Yeah, c'est ça, on sait pas. Hein, But he took over the chip lead again. Die Punkte nicht verbaust il reprend la position de chip leader. Platz 2. So 7 deuce. Worst card in poker. Fold, Platz 3. Call und Platz 4. Check. Dann schauen wir uns den Flop an. Heads up. Hätte jetzt Sandro sich auch entschieden, das anders zu spielen. Ein bisschen aggressiver. Check von Platz 3. Très intéressant Und pour Platz 4 check Sandro. ebenfalls. Au niveau des trèfles, là, c'est un autre trèfle. Ah, voilà. Check. Couleur. Couleur. Platz 4 check ebenfalls. Oh. Und Platz 3 check. Double pair board. Platz 4 Bet. 1800. I don't know, he wants to see probably. Call und da zeigt tatsächlich Platz 4 zeigt Flush, alles in Kreuz. Flush beats the Jack High. Voilà, bitte sehr. So, wir haben noch die letzte Minute, die schon läuft. 60.000 Chips, 40.000 Chips und 20.000 Chips. Ja, ist das immer noch live aus dem Casino in Zürich, Swiss Poker Championship. Live und direkt neben mir, Sonja Mazza, vielen Dank, merci beaucoup. Merci à toi, Marquito. Et là, on parlait justement de flush, là, tout à l'heure. Vous savez, la probabilité mathématique de faire une quinte flush, c'est de 649 740 contre 1 au poker à 5 cartes. C'est énorme. Quand même, il faut avoir de la chance, hein. Et le Texas Hold'em, la probabilité passe à une chance sur 30 931, donc pas très très souvent. Mais en jouant au poker online, on peut peut-être y arriver.
Mais comme quoi, il y a très peu de chances d'y arriver. Okay. Folded, Il faut de la It's, chance. it's a very bad chance. Almost never. Platz 2 zeigt noch schnell 7-2 Offsuit. Und wir machen Blinds ab. Qui a repris hein, Neues, le chip neue leader à Blinds 50%, 800 und alors il 1600 Il und reste neue 16 Nancy big sind blind jetzt 200. à Sandro. Seht, wie der Dealer auch schnelle Hände hat. Genau. Ohne gerne, ja. Da sieht man auch all die Logos, So, Swiss Casinos, 200 hinter das Logo 200, Swiss 200, Poker Championship 200, genau, und auf die dieser Logos Seite das Logo von MM Und dann noch Poker. das Wer Logo interessiert sich, wer der Stream eigentlich so ein bisschen macht in Zusammenarbeit mit Swiss Casinos, soll doch mal schauen auf www.mmpoker.ch. Platz 4. Très jolie table. 1600. Elle était grise l'année passée. Quoi? La table. Grise. Le tapis. Non? Il n'était pas d'une autre couleur le tapis? You mean last year? Yeah? Yes. Last year Ah. was a green. Green? Yeah. But this time we did this new felt. It's We nice. designed it new. It's very nice. And yeah, because we wanted to have a new color and the new Yeah. logos. It's very nice. So everybody sees, you know, now you see the Swiss Casino logo and the Yeah. flop. Bet 2000. Okay, das könnte eine spannende Hand werden. Ramon Platz zwei. has the 7-3 flush draw and Laurin has the king. Of Check course, for Ramon Platz makes zwei. a flush. I mean, why not? Oh là là. I don't know, but I don't know anybody who expected something else. To play Lotto. Und ein Call von Platz 2. And he has no chance to win. Non. Check von Platz 2. Il a une chance. Und Platz 3 macht der Bet. 10.600. Er spielt das stark, der Ramon. Spielt das stark. Sie probieren halt auch immer wieder mal so ein bisschen zu callen und mitspielen und dann vielfach spielt er sie aus. Er trifft halt einfach auch wie ein kleiner Gott. So these two guys having the private battle. So como los últimos 10-15 minutos son esas dos personas, Laurin y Ramón, que están jugando siempre uno contra el otro, pero desde el double up de Laurin, cada mano que siguió de ahí ganó Ramón. Y Ramón también va a ganar esa mano. La única cosa que depende es si Laurin va a pagar, pero no creo, son muchos chips. 10.600. Ouais, on demande si Laurine va payer 10 600. En sachant que Ramon a une chance incroyable avec ce flush. Il ne sait pas quoi faire. Yeah, see, he observe. feels very uncomfortable. Ouais, il est pas bien. Ils sont pas très loin, hein, les deux, au niveau des jetons. Hein. Ils n'ont pas un grand écart. Il y va. Karte, da haben wir einen Flush. Ouais, 7 voilà. High. Alles in Très Karo. mauvais choix. Und Platz 2 im Il lève les yeux au ciel, là, il est dégoûté. So hein. we're back. So, das sind 10 Sachen. Just within like 15 minutes, Ramon took all the money from Laurin. See that? C'est incroyable, c'est incroyable. Ja, es ist un bon joueur. Hein. Es ist wie im richtigen Leben. Il s'en veut, Laurine. Il s'en veut beaucoup. Okay, ich komme noch ein bisschen Zusatzinformationen eben über den Foggy Baskets. Ist ein Disc-Golf-Verein aus dem Aargau. Ist eine der coolsten Sportarten, die es je gibt. Aus der Schweiz stark am Aufkommen. Mit dem Fadi haben wir nichts zu tun. Das andere ist unser geschätzter Präsident. Es tut mir leid, ich habe einfach etwas gemutmaßt. Gut wissen wir es. Wir reden von Disc-Golf. Sie danken uns für den Stream, es macht Spass zum Zuschauen und wünschen allen gute Glück und viel gute Hände und viel Glück. Gruß von der Foggy Baskets. Überall am Sparen. Von uns natürlich auch vielen Dank, sind ihr mit dabei und das andere unterstützen. Man kann jede Hilfe brauchen, jetzt kommen wir in eine sehr entscheidende Phase.
So the writing on the Foggy Basket is a disc golf okay. association from Aargau, and it has nothing to do with the putty. I said that. My fault. My bad. 1600 immer noch. Und da schreibt auch der Jonathan Garcia. Big Blind ist 1600 und Platz 2 ein Colt. Und ich gehe davon aus, dass der Sandro sein Lehrer ist. Schön bist du dabei. Schrei ihm doch zum Sieg. So we have this final. Oh, pourquoi je parle en anglais maintenant? Je parle en anglais, je dois parler en français. All in. All in. Sandro is all in. Pour Sandro. 2 folded. Well played, perfekt. Sandro de Haro, 32 ans. 19.300. Blinds sind ja bereits bei 800.600. Sandro schiebt all in. 19.000 Chips. 12, 13 Blinds. Il est d'un relax, c'est incroyable, ils sont tous stressés sauf lui. Il est génial. Und Fold für Platz 3. Ramon folds, yeah. Ouais. Again, no mistake. Everybody's playing on a very good level. Là, on a les mises au pré-flop. Donc, avant de poser les cartes sur la table, c'est le pré-flop. Et donc, toujours Ramon 40%. And from these three remaining players, is Sandro the one raising the not the most, the opposite, the least often. So Ramon is the most aggressive player, but he still has to fight. It's a fight on a very nice level. I like that. I'm very happy with how they're playing. There's no mistakes or no big mistakes. Ja, Fold. Platz. Ramon et Sandro, donc les deux côte à côte, ont le même âge. Les deux ont 32 ans. Yes. Ouais, Laurine est plus jeune. Laurine a 27 ans. De Lucerne, Sandro de Aarau et Ramon de Sennwald. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas des amis de Sennwald qui nous écrivent? Ah, Sennwald, c'est pas in Bern, c'est in St. Gallen. Ils pourraient nous écrire. Platz 4 folded. Gut, König Dame suited von Kreuz. Laurin Olin bringt den Pot heim, ist jetzt wieder bei 21.000 so der Sandro und der Laurin haben beide ganz genau gleich viel Chips, 21.000. Das sind ca. 13 Blinds. Ja, und da steht's. Das, was ich gesagt habe, ist gerade in der Grafik aufgeschaltet worden. Das finde ich also grossartig. Oui, vous pouvez nous suivre bien sûr sur Facebook et Instagram, sur le compte de Swiss Casino. N'hésitez pas. Platz 4. Alors la petite blind est à 800. Raise auf 3200. Platz 2. Fold. Platz 3. Called. Ja, perfekt. 3, 2. Sandro mit der Perlenlinie raised min und hofft jetzt auf einen tiefen Flop. Check für Platz 3. Mal schauen, ob der Ramon ein Ass hat. Und Platz 4 Bette 2500. Nein, Platz bringt 3 ihn durch. voll. Gut. Dann im Ramon seine Freunde sagen, wenn er gewinnt, machen sie eine Party im Kennedys in Zürich. Das sind in dem Sinne die BFE 11, sind ihm seine Freunde aus der Banking- und Finanzklasse 11. All die Leute, die er kennt, Texeira, Rubli, Guggenbühl, Frank the Tank und die ganze Gang. Die führen auch ein WhatsApp miteinander, zeigen sie uns da und die gingen sie ganz steil, haben extrem Freude. Die würden sich wahrscheinlich freuen, wenn der Ramon das Ding heimbringt. Falls das so ist, dann gehen wir nachher ins Kennedys. Weil Kennedys ist im Ramon sein Lieblingsshoppen mit Bangers und Mash. Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was das heisst, aber ist das ein Musikstil?
Wurst und Herdöpfelstock. Okay, gut. Ich lasse mich da gerne immer updaten. Genau, und der Unterstützer. Jetzt schauen wir zuerst die Hand an. Platz 5 foldet. Und Platz 4 foldet. Aber passiert nicht. Das ist halt, wenn man zu dritt ist, es gibt viel All-Ins und viel Folds. Und die Gruppe von Sandro KSOS meldet sich und sagt, wir sind für den Sandro. Von dem bin ich ausgegangen, das freut uns. Er ist am Kämpfen, hat 24'000 Chips und ist immer noch voll dabei. Jetzt sind wir ein bisschen ausgeglichen, so wie balanced a bit now within the players. So, but the blinds is up. We're now 800,600. It's a great battle for third, second and first. Und da bist du auch noch gerade dran. 1600 sind dabei sein. Ich würde mal sagen, nicht immer nur die ganze Zeit Morgito oder Mauf Müller. Jetzt geben wir auch mal kurz den Intelligenten, den Stream. Ich übergebe ganz kurz Immanuel, der Brain Kühne, dass er uns ein bisschen erzählen kann, wie es eigentlich da vorne so abgeht, was passiert. Donc on est toujours au casino de Zurich pour cette finale. Et puis donc il n'en reste plus que 3, Laurine, Ramon et Sandro. Et avec moi, un nouveau commentateur, un expert en poker, encore un. So, hello Sonia, how were the last hours for you? Very nice, very nice. It's 6 hours we are here. 6 heures qu'on est là et ça se passe très très bien. Je suis passionnée, je disais, par Ramon, par le jeu de Ramon, par son attitude. Voilà, il est passionnant à regarder. On voit qu'il a de l'expérience. Yeah, you are. I think the other players aren't. What? The other players are not. They are not amused because they all lose against him. But he does it very well. He does it very well. Yeah, I've been outside all the time. I interviewed all the busted players. They are very confident. They really like the event. They say they feel fine. Everybody is nice and the catering is very good. Yeah. Donc vous avez interviewé les personnes qui ont été éliminées jusqu'à maintenant et tout le monde est très content de l'événement. Bon, ils sont tous repartis avec des sous quand même, hein, donc ils sont quand même le dernier a reçu 3000 francs. Et là, les 3 derniers vont se partager. Donc il y a 22 000 francs pour le premier, 17 000 et 14 000 pour le troisième. Donc oui, c'est un très très bel événement, très bien organisé. Et vous le disiez, le catering est très très bon également. But we have to say the catering is very good. It's very good. Yeah, because we taste. On a testé. C'est très très bon. So it's a reason to come here, to come back. Vous voulez nous dire un peu ce qui se passe? Oh, look what we see. Oh, we got all in the call. So it's very standard. He has kings. Of course he has kings. It's unbelievable. Okay, maybe I have to say goodbye so fast to you. Let's see what happens. Standard play. Ramon have a chance incredible. Okay. Ah, oui. Now he has 14%. Just, well, now it's almost done. Jawohl, so. Kings gegen 2 Paar, Königen und 4 mit einem Ass. Das ist in dem Fall alles. Et on a perdu Laurine. We go to the heads up now. I have to say goodbye already. Okay. I have to say goodbye. I have to go to interview. We already had the heads up. That's unbelievable. You go to see Laurine. Maybe we just break a little. We don't know. Thank you so much for this comment. Donc on a perdu Laurine et du coup le commentateur va faire son interview immédiatement. Alors honnêtement, Marquito, je ne pensais pas qu'on allait perdre Laurine aussi vite et maintenant. Je pensais vraiment que ça allait se terminer entre Laurine et Ramon. Je ne pensais jamais que c'était Sandro qui terminerait Yeah, but cette since partie. the double up, he hasn't won any other hand. He lost all of them. Lost against Ramon and now the final chips against Sandro. So we're now in the heads up.
And heads up means there's only 2 players left. So we want to congratulate for the 3rd place, which is 14,000 francs for Laurin. Un grand bravo à Laurine. Laurine, 27 ans de Lucerne, qui termine 3e, donc avec un montant de 14 000 francs qu'on va retrouver bien sûr en interview. Et bravo à lui, il a très bien joué. Absolut grossartig und wir werden sicher nachher im Interview noch von ihm irgendetwas hören. Jetzt sind wir im Heads-up, jetzt machen wir eine kleine Pause und dann schnell ein paar Sachen besprechen. Nachher geht es weiter. Ich nehme an, wir sind ungefähr in 5 bis 10 Minuten zurück. Bleibt doch dran, das Heads-up ist immer ganz speziell, es sind nur noch 2 Spieler. Und es sind doch 2 sehr gute Spieler, davon ist einer sehr aggressiv auftreten heute, der Ramon, und würde jetzt auch im Heads-up höchstwahrscheinlich nicht zurückhalten. Also es ist super und es ist jetzt sozusagen der Sandro aus dem Aarau gegen den Ramon aus Sennwald. Ich würde in dem Fall sagen, wir machen, wie gesagt, eine kleine Pause. On se revoit dans quelques minutes. Ein paar Minuten, quelques minutes. Oui. Und nachher bleibe ich doch einfach dran. À tout de suite. À tout de suite. Schon ist es wieder passiert, jetzt geht es langsam Schlag auf Schlag. Wir haben den 7. Platz ermittelt. Eric, unfortunately, it was your last hand. I've seen it. I guess you had 8s and yes, you run into the kings, so? Exactly. How much blind did you have? Yeah, like 10 blinds. 10 blinds. Was so. enough. But I thought I could win this one. I don't understand why I lost. Because, yeah, you felt eight's strong. always good. Yeah, it's a good hand. So unfortunately, they were kings. So, but I still can win. Yes. Normally I win. It was played brilliantly. Okay. I looked at the hand and you just shoved it. It's all matter of luck. Anyway, I'm happy. You're happy? Yeah. Did you have a good day? Yeah. Yeah. And I want to make a big kiss to my wife, my son, Emily, and Elliot. Okay. And I'm very happy to finish now, because now I will go to join them. Okay. They're at home and watch the stream? I don't know. A little bit, maybe. No, but I'm happy. It's cool. It's always cool to. I'm lucky to play this table. Okay. So it was nice to have you here. Congratulations.
you made some money in the way here. You made some money again. Unfortunately, So it's good. It's not a VSOP title or something like that. No, but it's not bad. It's a step. So I really congratulate you. Okay, thank you, man. Thank you. So and now we have Elvira. You can give me that mic. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Okay, cool. Bye, Eric. It's nice to meet you here. Thank you. Thank you. So, es ist passiert, wir haben den 6. Platz ermittelt. Wenn ihr das seht, hier außen sind wir bereits in der nächsten Pause und es ist ein bisschen Zeit vergangen. Darum, Julian, 6. Platz, ich gratuliere, 6'000 Franken. Merci, das ist merci. Nicht nichts, aber du wirst wahrscheinlich lieber noch ein bisschen weiterkommen. Ja, hätte lieber das Interview an einem späteren Zeitpunkt geführt, ja. Ja, eben, gell, das denke ich. Aber magst du mir erzählen, wie ist die Hand abgelaufen? Was ist passiert? Jetzt ja auch letzte? Ja. Aha, gut, das war recht Standard, Chip Leader Raced. König, was 9, 10 Big Blinds. Stelle es rein, er callt natürlich, hat 9er und dann verliere ich den Flip. Also. Ja, ist ein 50-50, gell? Was schön ist, dass mein Spew mit 2-3 immerhin jetzt nicht, er hat nichts geändert schlussendlich, deswegen kann ich mir nichts vorwerfen. Und es hat mega Spass gemacht. Merci mal euch für die Organisation, also wirklich super, mega cooles Event. Sehr schön. Ja, ich meine, du hast ja letztes Jahr auch gesagt, dass du da ja kommst. Ja. Du bist da, das hast du schon mal gut gemacht. Dann würde ich sagen, das sage ich jetzt, oder, dass ich nächstes Jahr gewinne. Ja, das finde ich. Weil letztes Jahr nur der Pisi, oder? Das finde ich super. Letztes Jahr auch sagen, hey, ich bin nächstes Jahr da, du bist da. Heute dieses Jahr auch sagen, So nächstes Jahr machen wir's. gewinnen wir's. So machen wir es. Sehen wir uns nächstes Jahr. Machen wir so. Hey. Gratuliere Tschüss. ganz herzlich. Hä? Okay, super. Merci. Gratuliere. Hey. So, es geht Schlag auf Schlag. Wir haben auch schon den 5. Spieler ermittelt, also den 5. Platz. 8'000 Franken gehen an Jan und ihr seht das jetzt erst in der nächsten Pause. Es ist wahrscheinlich schon eine Weile her, dass dem Jan das passiert ist. Jan, magst du schnell erzählen, wie die Hand vonstatten gegangen ist? Ja, also ich denke, es war ziemlich Standard gewesen, was passiert ist. Der Chip-Leader geht am Button All-In und ich bin im Big Blind und habe als Dame kurz überlegt, weil ich bin zweiten Chips, aber wir haben fast alle etwa gleich viel. Also er kann sehr viel schlechte Hände dort haben, darum habe ich geholt. Er hat 2-4, also ist 50-50 gewesen. Und er macht Quads, also er macht Poker. Quads. Er macht Quads, also bin ich ziemlich tot gewesen, ja, kann ich machen. Ja, er trifft gut heute, muss man so lassen. Das ist ja so, ja. Du wirst Aber wahrscheinlich spielt den auch Stream dann einmal noch schauen und eben auch dann sehen, dass er eben auch oft wirklich einfach getroffen hat, wie wir uns Ja, definitiv. Also ich finde, er hat gut gespielt, sehr aggressiv gespielt, aber er wird auch ein paar gute Hände haben, so wie es aussieht. Also. Er hat gutes Image aufgebaut am Anfang und da können jetzt alle müssen durch. Aber trotzdem, hey, 8'000 Stutz, 8'000 Franken und der Tag. Ich gratuliere dir wirklich herzlich, super Ja, merci vielmals. mega cool. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch am TV-Table, hat dir das Spass gemacht? Absolut, also im Moment sind es halt ein bisschen gemischte Gefühle, weil du denkst immer an, was wenn ich gewonnen hätte, wäre gerne weitergekommen, aber ich meine, ich kann absolut nicht reklamieren und ich finde es wirklich top da. Also es ist, das Erlebnis werde ich nicht vergessen und er hat euch sehr gut um uns gekümmert und es hat extrem viel Spass gemacht und ich hoffe, das gibt es ein bisschen mehr, so ein bisschen Livestreams und so Events in der Schweiz, das wäre cool. Wir probieren es, wir sind dran. Danke vielmals, dass du da ein Teil davon bist. Ich wirklich gratuliere dir und ich wünsche dir jetzt trotzdem einen richtig schönen Tag. Das Wetter draußen ist herrlich. Genießen es. Danke vielmals. Und jetzt kommt noch die Elvira. Das ist gut. Danke vielmals. Merci. Er sagt, dass sie das stoppen. Okay. Jetzt sind wir noch ein bisschen. So, wirklich Schlag auf Schlag. Während wir im Interview waren, ist bereits Spieler 4 ermittelt worden. Der Michael wird beendet das Turnier, der Final Table für der Swiss Poker Championship, auf Platz 4. Das gibt 11'000 Franken. Michael, ich habe nichts. Also zuerst mal gratuliere von ganzem Herzen. Danke vielmals. Das ist ein guter Batzen. Sehr gut, ja. Okay. Magst du uns schnell, weil ich bin jetzt nicht gesehen beim Interview gewesen, magst du uns schnell erzählen, was passiert ist? Wie ist die Hand? Wie ist sie gelaufen? Es war so, ich war im Big Blind und hatte noch ca. etwa 6 Big Blinds gehabt, also fast nichts mehr. Und der Big Stack hat Druck gemacht, immer vom Button nach All-In nach All-In. Und die Hand vorher ist mit 4er All-In gegangen. Wo er Quads gemacht hat? Wo er Quads gemacht hat, genau. Und ich hatte dann König 10 im Big Blind gehabt. Ich habe kurz überlegt, aber dachte, ja, ich kann nicht ewig warten, sonst plötzlich habe ich gar keine Blinds mehr.
habe er geholt. Er hat Ass Jack gehabt. Und leider ist weder der König noch das 10 gekommen. Also Ass hat gewonnen. Aber ja. Ja, das kann man nicht machen. Kann man nicht machen. Er hat Druck gemacht die ganze Zeit. Wir sind oft wir haben schon gesehen, sind oft wirklich unter Druck gewesen, aber du hast dich super gehabt. Danke. Er hat wirklich das Niveau hochgehalten am Tisch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Du wirst ja den Stream dann auch noch schauen können. Dann kannst du dieses Spiel dann auch noch analysieren. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Es war sehr cool. Ich werde auf jeden Fall den Stream noch anschauen, um zu schauen, was wir vielleicht noch verbessern können. Ja. Großartig. Ja, man sieht sich immer zweimal, auch beim Poker. Wahrscheinlich hocken wir irgendwann einmal zusammen am Tisch, würde mich sehr freuen. Michael, ich gratuliere dir nochmal von ganzem Herzen. 11'000 Franken am Final Table von der Swiss Poker Championship. Super gemacht. Danke vielmals. So, und jetzt kommst du nur von der Elvira ein kleines Präsent über. Gratuliere. Merci vielmals. So. Merci. Super gesehen. Coole Sache, danke fürs Organisieren. Faites pour jeu. Jede Woche unserer Swiss Casinos. Faites pour jeu.
Woche in einem unserer Swiss-Casinos. Kannst du mir eigentlich geben, wenn du willst? Ja. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. Und wir sind wieder zurück, live aus dem Casino Zürich, Swiss Poker Champion. On est de retour ici pour cette finale. Yes. Ok, on est de retour ici pour cette finale de championnat suisse de poker organisée par Swiss Casino. Ils étaient 8 finalistes au début et ils ne sont plus que 2 pour cet affrontement final avec Ramon, très impressionnant comme joueur qui s'est imposé dès le départ, et Sandro à qui il ne reste plus grand-chose, mais il peut encore se battre. Hein. Ja, alles ist möglich. Natürlich ist der Ramon Position 3 im Jackett Chipleader und klarer Favorit. Wir haben jetzt den Sandro umplatziert. Er sitzt jetzt auf Position 8 beziehungsweise oder auf Position 7. Auf jeden Fall ist jetzt Heads-up noch die 2 Spieler. Wir sehen jetzt dort in der Mitte auch den Pokal. Den gibt es natürlich auch noch zu gewinnen. Zweiter Platz 17'000 Franken, erster Platz 22'000 Franken plus das Package. Also jetzt geht es um sehr, sehr vieles. Beides sind schon Gewinner. Both are already winners.
But now we go for a trophy and the super prize. Eh oui, et le super prize, c'est donc la première position. Il repart avec 22 000 francs et un World Series of Poker package, donc avec le main event, le buy-in de 10 000 $, le vol aller-retour et hébergement à Las Vegas d'une valeur totale de 15 000 francs. Et donc super cadeau pour le premier. Le deuxième repartira avec 17 000 francs, ce qui est déjà très très bien. Donc c'est parti pour cette finale. Und das Heads-Up geht los. Man sieht, der Ramon hat Heads-up. fast 100'000 Chips. Das bedeutet, der Sandro hat knapp 23'000, Blinds sind 1600. Da kommt er durch. Der Sandro wird unterstützt auch von seiner Klasse und der Gruß vom Omar an Sandro, das ist seine Klasse S19B. Sie sind für ihn am Cheeren und hoffen, dass er das gewinnt und dann eine Runde ausgibt. Und wie gesagt, im Ramon, seine Gruppe, sagt sie gibt nachher in Zürich, im Kennedys. Sie wünschen uns viel Spass und Kompliment am Stream. Wir geben das gerne zurück. Schön schauen dazu. Donc Ramon a 83% des jetons. Donc il faut savoir quand même qu'il y avait 15 000 jetons au début et il en a 83% donc de la totalité de ses jetons. Et il a 12 big blind pour jusqu'à la fin. Donc ça peut aller très très vite, comme ça pourrait, si Sandro double un peu ses mises, ça pourrait repartir sur un autre style de game, mais voilà, ça on ne sait pas, on va voir. Es kommt jetzt natürlich ein bisschen darauf ab, wie sich der Sandro da in dem Heads-Up schlagen kann. Er hat die Möglichkeit, ein bisschen Chips zu machen oder bald einmal ein Double-Up. Er wird auch relativ bald brauchen, wenn er kompetitiv mitspielen will. Weil man sieht, er hat 20'000 Chips und der Ramon hat 100'000, also doch 5-mal mehr. Ein Double-Up wird benötigt, relativ bald. Sandro schätzt sich aber selber auch als sowieso als guter Spieler, was er auch ist, und auch als kleiner Spezialist im Heads-Up. Jetzt wollen wir schauen, ob er das kann aus dem Ärmel ziehen kann. Donc la petite blind est à 800, la grande à 1600, la big à 1600. Donc ça peut aller très vite. Hein. Aber wir sehen da, you see both players know already they are winners. They look relaxed, they're smiling, they're chit-chatting. Of course they're nervous because everybody or all of them want to win the package and fly Bien to sûr. Vegas. I mean, Les deux who veulent doesn't? gagner, mais l'ambiance est plutôt détendue sur cette table de finale. Bon, Ramon, depuis le début, il a eu cette attitude. Hein. Relax, apparemment, en tout cas relax. Donc il est fidèle à lui-même, là, depuis le début. Sandro a montré plus de signes de nervosité tout à l'heure. Là, il a l'air plutôt calme. Call, 1600. Check. So, jetzt sehen wir mal eine Hand. Dame 5 nimmt rein, der Ramon. Checkt seine Option. Allez, on va au flop. Check. Check. $2000. Das ist noch eine spannende Karte. Call, 2000. Ramon hat den Flush dran und 6 getroffen. Und der Sandro hat den Gutshot, den Open-Ender gehabt, hat jetzt aber die Dame getroffen, jedoch Flush against Flush. 2000. And Call. Flush against Flush, Flush 5 high and check high. Flush mit 5, Flush mit Buben. Flush mit Bube, Flush avec Valet. Flush avec valet. Beats Flush avec the 5. This is not the start Sandro wanted. Das ist Heads-Up von der Schweizer Pokermeisterschaft Swiss Poker Championship 2022 live aus dem Casino Zürich. Die letzten 2 Spieler auf der linken Seite, der Sandro, Overall Chip Leader, klarer Favorit, also der Ramon, Entschuldigung, auf der rechten Seite der Sandro sozusagen der Herausforderer. Der Ramon stellt ihn all in.
17.800. Sandro hat König 3, König hoch im Heads-up. Längt das oft eigentlich für einen Call? Ja. Aber er geht auf. Ist gut. Ja, er wartet für seine Chance. Donc on rappelle un peu le profil de ces deux joueurs. Donc Ramon avec les lunettes, donc un joueur très expérimenté hein, qui a 32 ans et qui joue au poker depuis 15 ans déjà. Que ce soit online, que ce soit en live, il est assez expérimenté. Et puis on a Sandro qui a un gros fan club. Hein. Sandro, il a reçu beaucoup de messages sur Instagram notamment. Qui a aussi 32 ans. Les deux ont 32 ans. D'ailleurs, il a joué dans plusieurs pays, en Italie, en Espagne, en Angleterre. So this is the hand he's going all in. He's going to take some time. 10 seconds. Il va aller all-in. Ouais. Da ist erst all-in von Sandro. Ça peut aller très vite. On ne sait pas ce que Ramon a. Ramon hat nicht. Das ist jetzt das erste von wahrscheinlich vielen All-Ins, die wir vom Sandro sehen. Hoffentlich. Alles klar. Wir sehen jetzt hier ganz schön in dieser Aufnahme auch den Pokal, den es zu gewinnen gibt, der Trophy, extra designt wurde. Von dem gibt es nur das eine Stück. Letztes Jahr hat es einen Gewinner gegeben, der Swiss Poker Championship 21, und dieses Jahr wird das entweder der Ramon oder der Sandro können mit heimnehmen. Et on peut sentir l'effervescence hein, déjà ici au casino de Yeah. Zurich parce qu'on va remettre bientôt le trophée au grand gagnant. Ça peut aller très vite. Call 1600. Da gibt es für den Sandro als erfahrener Spieler nur eine Möglichkeit. Raise all. Allez, Ich benutze das noch einmal, das letzte Mal Danke sagen allen, vielleicht auch nicht das letzte Mal unseren Partner, Swiss Casinos, auch Viso, Project Axel Foley, unser Editor, der Guido Schmidt, mit mir am Mikrofon, Sonja Mazza, mein Name ist Margita Müller. Und eigentlich allen unseren Familien, allen Familien von den Mitspielern, danke, habt ihr zugeschaut, danke, sind ihr immer noch dabei. Shoutout an CT, Dige und Goldstone Club. Call 1600. Check. Wir sehen wieder mal einen Flop, das erfreut. Check. pour l'instant c'est Ramon qui a une paire de 3. 1600. Call. Ja, das ist ein schwieriger Flop. Eine Dame wäre gut. Check. 2 paires. Ich sehe jetzt in der Grafik, es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr für den Sandro die Hand zu gewinnen. 3200. Ausser der Ramon foldet, was aber nicht wird passieren mit König 3. Raise. Ja, aber das ist natürlich das, was er muss probieren. Das ist schon richtig vom Sandro. Er versucht ein bisschen Druck aufzusetzen. Aber es passiert halt das, was jetzt schon die ganze Zeit ist. Der Ramon trifft und trifft. So Ramon now already has 110,000 chips and Sandro only has Il est en train de 10. le user. On appelle ça user. Jusqu'à la moelle. Oh, nein, das kann man.
So, one more minute. I heard the warn clock. One more minute. Hier, man merkt langsam um den Tisch herum gibt es leichte Unruhe, weil das andere nicht mehr so viele Chips hat, sind sich die Leute schon in Stellung am tun. Hier auf der linken Seite mit der Brille sehen wir den Marc Baumann, der CEO von Swiss Casinos. On sent que ça se prépare, ouais, parce que ça va être compliqué. Là, il faut être clair pour Sandro de remonter, mais on ne sait pas, mais je pense que c'est compliqué. Et Ramon mérite vraiment là de gagner pour le coup, parce qu'il nous a fait vraiment un grand championnat. Oh, là, il laisse durer le plaisir, mais il pourrait très bien raccourcir tout ça. Das ist die letzte Hand in dem Level, wo gespielt wird. Was noch? Ich bin so scheiße, wenn das halt so knapp. Ah, Mensch. Also gut. Ramon qui obtient, qui a 92% de tous les jetons des 15 000 jetons qu'il y avait en jeu, donc c'est un peu compliqué là. 137e main, 6h30 de jeu. Ouais. Ja, wirklich. Heb je het maar voor een So, na dann, wir haben neues Limit. 1000 und 2000. So, Blinds gehen jetzt auf 1000 und 2000. Ich denke, jetzt ist der Moment da, um das Popcorn auf die Seite zu tun. Genau. Jetzt kommt dann höchstwahrscheinlich bald die entscheidende Hand. Die Anzeichen sind sich klar am Verdichten. Die Hand wird jetzt gerade kommen. Die einzige Frage ist, schafft es der Sandro noch einmal eine Runde zu verdoppeln? Er wird jetzt auch all-in gestellt. Und jetzt wird er auch zahlen. Yes. All-in. So, wir haben das erste All-in. Allez, je pense que c'est le dernier coup de ce tournoi. Ça va être compliqué. Die letzte Hand vom Sandro oder die erste vor der Wende? Alors. Also, King 8 is ahead. Gut, man sieht oben dran rechts Outs, Jack and Sevens sind seine Outs. Sandro est encore dans la partie. Und this is a double up, because the King comes. König. So. C'est pour Sandro qui reprend un petit peu de force. 9900. Sandro ist wieder dabei. Back to 9 blinds. 9000. Or 10 blinds. 9 big blinds à disposition encore. Il s'accroche. Für die sich jetzt erst ganz am Schluss eingeschaltet haben, wir sind bereit aus dem Swiss Poker Championship 2022 aus dem Casino Zürich. Streamen wir das. Die Technik, die uns erlaubt, die Karte zu sehen, heisst RFID und ist eine sehr neue Technik und macht Pokerspielen halt auch sehr attraktiv, weil wir können mitfiebern mit den Leuten, die wir cool finden. Wir sind bereits im Heads-Up und das andere hat nicht so viele Chips, wird relativ aggressiv müssen spielen. Auch diese Hand. Race or in. 9. 19.000. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, was der Ramon gesagt hat. Aber ich kann es nicht. Call. Und schon wieder ein Call vom Ramon. Ass 5 gegen König 7. Klaps. 42% Wahrscheinlichkeit zum Gewinnen. He needs a king, a 7 or a flush. Open end. He's now favorite, 50%. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, on peut dire. Well, now he needs a 7 or a queen for a split.
That's it. C'est fini, bravo, en tout cas, félicitations. C'est sur cette quinte que Ramon la remporte. Sur ce All-In, en tout cas, on voit le directeur Da Marc haben wir Baumann. absolut grossartigen Platz. Genau. Zweiter Runner-up auf dem zweiten Platz, Sandro Carucci. Herzliche Gratulation. Bravo, Das félicitations. ist zweiter Platz und 17.000 Franken. Erster Platz auf der linken Seite, der Sandro. Voilà, on voit la poignée de main entre Marc Baumann et le Ramon qui remporte 22 000 francs et son package pour Las Vegas. Félicitations à lui. Neben dem Raum, der Ehre, im Pokal, der 22.000 Franken dürfen jetzt auch nach Vegas fliegen und das geilste Turnier der Welt spielen. Ist ziemlich okay. Donc le package WSOP, donc main event buy-in de 10 000 $, vol aller-retour, hébergement à Las Vegas et 22 000 francs. Voilà, Ramon remporte tout ça aujourd'hui et c'est bien mérité. 6 heures, plus de 6 heures de jeu exemplaire, avec très agressif au départ. Après, on l'a plus trop vu, il s'est fait un peu plus discret et il est revenu avec des all-in en force. Et là, on le voit avec la coupe. Und immer am Lachen wie ein Maienkäfer. Verdienter Sieger, stark gespielt. Wer sich vielleicht von Anfang an dabei war, noch erinnern, die allererste Hand hat er nicht gewonnen und über 4'500 Chips verloren. Also er had a rough start at the very first hand and then he never looked back. He just went straight, went back to middle position, then chip leader and was chip leading almost the whole tournament. Et il a eu également une très belle attitude, très fair-play également pendant ce tournoi. Voilà, on vous l'avait dit, 15 ans d'expérience, ça s'est senti aujourd'hui. Et vous pouvez faire comme lui, hein, vous allez vous inscrire sur le site internet de Swiss Casino. Et puis là, vous pouvez voir tous les championnats à disposition. Allez jouer online, entraînez-vous pour arriver au niveau de Ramon, de Marquito Müller, bien sûr. Et ça a été un plaisir de commenter cet event. Yeah, édition 2023. Hein? Yeah, really hope so. I mean, I think we're really going to ask Mark Baumann, the CEO of Swiss Casinos, if we can do it again next year. Yeah, he and said I'm me yes. very much looking forward to it. This time, the quality of the game was great. I mean, it was just fantastic. I'm very happy how everything went down. This is the trophy. He very well deserved to win. Ramon is the winner. Ramon, 22 years old from Senwalden, his friends were all supporting him and said now they're going party hard in the Kennedys in Zurich. I'm very happy for you. Maybe I make it there. If I make it there, you're gonna recognize me because I'm also smiling all the time like Ramon. This is the winning hand. Et voilà la main King gagnante. 7 suited. Of Roi clubs. 7 de trèfle, la main gagnante. On voit encore les petits jetons là jetés. Les jetons de 1000. Et ce trophée magnifique remis par Swiss Casino. Merci à Oviso également pour ce travail, MM Poker, Marquito Müller, toute l'équipe, hein, le staff de Swiss Casino, Elvira, etc. J'en oublie bien sûr pour cette journée et ce Week-end extraordinaire ici au Casino de Zurich. Super. Sehr schön, dem möchte ich mich gerne anschließen. Es war ein grossartiger Tag, ein grossartiger Abend. Mit all diesen grossartigen Partnern dürfen arbeiten und so einen professionellen Livestream können aufzuziehen, macht extrem viel Freude. Die Qualität des Pokerspiels war super. Grundsätzlich eigentlich alles. Wir sind extrem froh, hat jeder Einzelne von euch, der geschrieben hat, der zugeschaut hat, der mitgefiebert hat. Ihr seid alle ein Teil davon. Schön sind ihr dabei gewesen. All of you guys out there, if there's still somebody, thank you. You've been part of the Swiss Poker Championship 2022. Without you, we wouldn't make it. And pretty think very soon we're going to announce the next edition, right? Yeah, édition 2023, toujours avec ce même format, hein, c'est ce que m'expliquait Marc Baumann tout à l'heure, parce que ça fonctionne, donc pourquoi pas continuer. Et puis on va bien sûr retrouver le gagnant en interview dans un instant également. J'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous expliquer. Parce qu'on l'a vu comme ça, très mystérieux, mais c'est quelqu'un de très très intéressant. On lui a parlé tout à l'heure, il est très très grand. Ouais. Very tall. Yeah. Très très grand. Absolutely. Ramon, il est impressionnant. Hein.
Et donc vous nous avez suivis sur Facebook, sur Instagram, merci à vous. On est également sur pokerchampionship.ch. Vous nous avez suivis en stream. Wir machen jetzt dann gerade einen Preisverleih. So they're going to give the prizes to the winners, to all the players. Maybe it needs a second or a few minutes. We stay on. I mean, we keep commentating. If you want, Sonia, you can go out and dance around the table or congrats all the players or chit chat with everybody. You know. I stay here. Alors, juste une petite anecdote, tiens, pour finir. C'est sympa une anecdote. Bon. Alors, là, on est resté combien de temps? Plus de 6h30 de jeu, non? Yes. À peu près 6h30, 6h40 de jeu. Alors, le plus long tournoi de poker au monde aurait eu lieu dans l'Arizona en 1881, plus de 8 ans. 8 ans, 5 mois et 3 jours. That was a crazy tournament. C'est une légende, hein, mais... Für alle, die das verstanden haben, sie hat ja immer so ein paar Anekdoten immer wieder rausgegeben. Sonja zum Beispiel das längste Pokerturnier, das es jemals gegeben hat, 8 Jahre, 5 Monate und 3 Tage gedauert hat. Ça me paraît beaucoup, hein? C'est très beaucoup. Es ist unglaublich viel. Oui. Und es ist it's very interesting where you find this kind of information. This is why it's also so great to work with you, because I talk about the poker and, you know, do the chit chat and know some stuff, and you come up with completely other things. It's a legend. And surprise me and surprise us. So this is why this collaboration is very working very well. Yeah, right? yeah, it's a legend, and perhaps it's not really, you know. It must be true. But it must be true. But Johan, t'imagines les commentateurs comme nous, 8 ans, 8 ans de commentaires. Yeah, well, I think most probably this 8 years tournament was not televised. No, I think no. But il y a des parties d'échecs qui peuvent durer 10 ans, hein. Donc c'est possible. Moi, je dis que c'est possible. Yeah, that's true. That's true. Donc pourquoi pas? Yeah, I mean, I don't know that much about chess, but I do know that sometimes tournaments or players against each other take days or even years. In big tournaments, sometimes tournaments last like 8 days, so you have to play 5, 6, 7, 8 different days if you want to win it. So, for example, the VSOP, where now Ramon is going to play, the World Series of Poker main event, is an event that altogether lasts almost 2 weeks, because you have different days where you can play day number 1. So, like for at least like 7 days or 5, 6, 7 days, you can play the first day 1A, B, C, D, and everybody who makes it to the second day, then you play the second day, and in the third day of playing, you make it to the money. So maybe like, let's say 7,000 people playing. On day number 3 is maybe around 900 players, and they get into the money. So after 3 days, or only on the third day of playing, you earn money. Before loses, and then it goes on, and that at the end they play like 7 or 8 days. Wow. Oh, sweet. Yeah. It's a sport, hein, poker. It's a sport, yeah. Il y a des grands joueurs de poker qui s'entraînent comme des athlètes de haut niveau qui vont courir le matin, etc. And because it's also physical and mentally exhausting, makes you tired. Most of the time, the players get younger the last few years. So, like the old guys or the older guys don't win so much anymore because they cannot play 5 days ensuite, 12 hours. Ouais. Il disait justement que c'est souvent les plus jeunes qui peuvent le remporter, parce que les personnes plus âgées, de se concentrer autant pendant plusieurs jours, ça demande un effort incroyable. C'est vraiment un travail de sportif de haut niveau. Ganz genau, man sieht, da sind noch die letzten Vorbereitungen im Gang, es wird noch ein bisschen gefüttert, die Leute sind sich am Parat machen, es gibt noch eine kleine Preisverleihung. Bleibt doch einfach noch dran, wenn ihr Lust habt. Schreibt uns noch weiter.
Wenn ihr Bock habt, wir sind noch ein bisschen da, wir streamen ja immer noch. Wir streamen noch ein paar Minuten live aus dem Casino Zürich. Und alle, die noch da sind, kommen die Preise über. Ich hoffe alle, oder zumindest die letzten zwei. Mittlerweile sieht man auch sehr viel Stuff. Das sind alles Leute, die geholfen haben. Die mit der Jackette, mit der Chile sind Dealer und Dealerin. Die Crew, die geholfen hat beim Filmen und Make-up-Artist. Auch grosser Helfer von Swiss Casinos hier auf der rechten Seite, der Jerome, Unterstützer von diesem Projekt, und viele andere Leute. Ja, aber sie sind natürlich mega unausgeglichen. Das war grossartig. Ich möchte auch daheim privat auch noch Danke sagen für all die Leute, die uns immer unterstützt haben, die für uns da sind. Unsere Familien, meine Familie, Lea, Vivienne und natürlich Sinmei und Luis. Thanks for watching the stream. You're probably already exhausted about so much hear us talking about strange things, but this is the part of the life, right? J'étais en train de rigoler parce que tout à l'heure vous avez dit que si vous avez un jeton et une chaise, a chip in the chair. Et ça vient d'une histoire incroyable de Jack Strauss qui avait perdu mais une montagne de sous. Et quand il s'est levé, il a découvert il lui restait un jeton dans son paquet de cigarettes. Et il a joué et il a fini par remporter le titre du champion du monde. Et c'est là où il a dit « If you have a chip and a chair, you can win Oh, great, ». D'où vient votre phrase, vous avez vu? There's many of these phrases in poker, you know. Like if at least you have one chip, you still can win, like a chip in a chair. Or the best hand of poker, or like AK Anna Kournikova. It's many of these things. I can't even remember so many of them exist. So it's nice to know why the story. The story behind. Yeah, that's great. So after seeing so much poker, I'm very in the mood of play by myself a bit. Me too. How is it with you? Oui, j'aimerais bien essayer de jouer contre vous, Marquito. Well, not only play against you, just play against everybody in general. But of course, yeah, we're going to do that. Yeah. We need to do that now. Yeah, this so is now great. They give the prize to Ramon. Swiss Casino. Yeah, for example, die Preisverleihung, die jetzt gemacht wird von unserem Superfilmer Project Axel Foley gefilmt. Er ist sich jetzt wahrscheinlich noch am Vorbereiten. Und auch alle anderen sind sich am Vorbereiten. Bleibt noch ein bisschen dran, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr nicht mögt, sage ich sicher schon mal Dankeschön, sind ihr dabei gewesen. Wir bleiben noch kurz. Wie man auch hier vom Tisch im Hintergrund zum Teil noch ein bisschen gehört, die Leute reden jetzt schon über die Hände. Dann habe ich das gemacht, hätte ich das nicht können, das machen. Das ist auch Teil des Pokern, die Analyse nachher noch zu machen. Für uns ist es relativ einfach, die Analyse, dass sehr gut gespielt worden ist, wenig Leute Fehler gemacht haben oder wenn nicht gravierende. Fast niemand hat sich so reinlegen lassen und reinziehen lassen. Sie alle haben halt recht müssen kämpfen gegen Ramon. Es hat eines, wo sie das dritte waren, hat es kurz ausgesehen, als könnte es kehren, wo er den grossen Double-Up verliert gegen, gegen Laurin. Und nachher hat er aber trotzdem, dann haben sie kurz gleich viele Chips gegeben, nachher aber den Sack zugemacht und alle Folgen haben dann gewonnen und sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Donc, toujours ici au casino de Zurich, donc vous avez vécu cette finale de championnat suisse de poker organisé par Swiss Casino. Ça s'est terminé il y a quelques minutes avec notre grand vainqueur qui est donc Ramon, suivi de Sandro et Laurine en troisième position. Ils repartent tous avec un prix, 22 000 francs pour le premier et puis son package bien sûr pour aller à Las Vegas et 17 000
pour le deuxième, notamment 14 000, etc., jusqu'à 3 000 pour le huitième. Donc ils sont tous repartis avec un prix. En tout cas, ça a été un beau spectacle, hein, plus de 6 heures de jeu ici au Casino de Zurich. Et on attend maintenant que le directeur, Marc Baumann, et tout son staff remettent donc le grand prix à ce vainqueur. Et vous pouvez déjà vous inscrire, déjà commencer à jouer, vous entraîner pour l'année prochaine, parce qu'il y aura certainement une édition 2023. Et j'espère qu'on sera présent avec Marquito, bien sûr, aux commentaires. So we decided let's do a very short break so everybody can prepare. Please stay online. We're going to be back in very short time for the prizes. Okay. Alors là, il n'y avait pas de femmes aujourd'hui. L'année passée, on en avait 2. Yes, I mean it's just difficult. It's mainly men playing these tournaments, but this time only men qualified. Yeah, that's why you need the next edition to see if also female players can qualify. I would say we go a very short break to the regie. Oh. Let's go. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos.
Woche in einem unserer Swiss-Casinos. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos. Jede Woche in einem unserer Swiss-Casinos.
Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Jede Woche in einem unserer Swiss Casinos. Das ist nicht alles. Jede Woche in einem unserer Swiss Casinos. Genau, das können wir dann besprechen. Also wenn du So, und es ist entschieden, das Setup ist ausgespielt. Es war ein schnelles Setup gewesen. Es hat aber auch damit zu tun gehabt, dass unser Sieger, der Ramon, einfach ein massiver Chipleader war. Ich habe jetzt hier den Sandro bei mir, hervorragend Zweitplatzierter. Ich meine, es gibt 17K, das ist ein grossartiges Ergebnis. Ich sehe aber auch, du bist nicht ganz glücklich. Nein, ich bin voll zufrieden. Also, ich meine, es ist nicht schlecht gelaufen. Die Shorties sind immer schön gepasst. Habe ich mich aufladen. Am Schluss hat es jetzt noch ein Wunder gebraucht, aber ja, wenn ich jetzt verdoppelt hätte am Schluss noch, dann hätte ich im Schier noch geboten. Ja, bist du gerade auf dem Weg dazu gewesen. Du hast das Double-Up gemacht, kurz vor dem Ende. Noch nicht leider dann nicht mehr ganz gelangt. Floppt einfach auch wieder hervorragend und dann Open-Ender und trifft dann seine Straße gerade direkt. Ich hoffe, du hast trotzdem eine gute Zeit gehabt hier bei uns, Swiss Championship. Wie war es für dich, das Event heute? So? Super angenehme Leute, super Organisation. Es ist gut auf mich geschaut worden. Ich habe mich wohl gefühlt die ganze Zeit. Ja, merci. Hast du einen Plan?
was mit dem Gewinn wirst machen? Wirst du ihn so Bankroll oder hast du irgendwelche Pläne? Nein, es wird in meine Bankroll kommen. Genau. Das tut der Bankroll gut, ja, muss man so sagen. Hey, Sandro, ich gratuliere dir ganz herzlich. Ich hoffe, sorry, ich habe ein bisschen nasse Hände. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Vielleicht da mal zusammen an einem Tisch. Ich würde gerne mal, ich hätte heute auch wahnsinnig gerne mitgespielt, kannst du mir glauben. Und ja, schön bist du da gewesen. Jetzt kommt noch Elvira und übergibt dir noch die Medaille. Du darfst mir das Mikrofon geben. Ja, danke. So, es ist entschieden, der Sieger von der zweiten Swiss Poker Championship steht fest. Der Sieger, der 22.000 Franken mit heimnimmt, plus das Package für die WSOP in Las Vegas. Es ist der Ramon. Herzliche Gratulation, ich glaube, das hat einen großen Applaus verdient. Ramon, komm zu uns. Ramon. So, und den Preis übergeben wird der CEO von Swiss Casinos, der Herr Marc Baumann, wenn ich das auch darf, zu uns bitten. Danke. Ich freue mich, wir haben einen neuen Schweizer Meister. Ramon, herzliche Gratulation. Ich freue mich total gut, dass einer, der schon lange mein Favorit war, jetzt auch am Schluss gewonnen hat. Und ich würde jetzt sehr gerne den Preis übergeben. Die Elvira und Oliver sind da uns bei uns. Sie sind die beiden, die das organisiert haben. Elvira, bitte zuallererst einmal Medaille. Darf ich dir die umhängen? Das Ass. Dann natürlich der große Preis, das Wichtigste, das Preisgeld und die Reise nach Las Vegas, also WSOP. Wir wollen schon, dass du uns dann für uns gut spielst, oder? Wir schauen dann, was du machst. Und jetzt natürlich mit dem Oliver den Pokal mit deinen beiden Karten, die du gespielt hast, am Schluss. So. Also, herzliche Gratulation unserem neuen Schweizer Meister. So, und jetzt übergebe ich dir das Mikrofon. Marc. Ja, bleib noch schnell da, es geht überhaupt nicht mehr lang. So, das war es, die zweite Swiss Poker Championship mit einem strahlenden Sieger. Es hat uns gefreut, dass ihr uns zugeschaut habt. Grossartig war, was für ein Tag, auch bei dem Wetter. Alle, die vor dem Computer geblieben sind oder vor eurem Tablet oder whatever, wo ihr auch immer geschaut habt und ausgehalten habt, bei dem Wetter mit uns Swiss Poker Championship zu schauen. Danke euch, danke Swiss Casinos, danke Ramon für das hervorragende Spiel. Ja, wir sehen uns wieder. Selber Kanal, selbe Page. Im Mai 2023. Danke vielmals. Ciao zusammen.